Okay, ich habe gerade die Aufzeichnung gestartet, also ich habe es unten nochmal reingeschrieben, das Meeting wird aufgezeichnet oder die Veranstaltung, damit wir die nachher auch bei Cedric auf dem Kanal hochladen können und so weiter. Genau. Und damit heiße ich euch auch schon herzlich willkommen zum Battle of AI im virtuellen Hörsaal der Vitruvius Hochschule Leipzig und der IBB AG. Genau. Wir freuen uns total, dass Cedric jetzt schon das zweite Mal mit uns hier ein Event veranstaltet. Und weil das erste schon so viel Spaß gemacht hat, freuen wir uns wirklich sehr, dass wir das Battle of AI hier auch noch hosten dürfen. Genau, und noch mehr freuen wir uns natürlich auch, dass so viele Teilnehmer da sind und so viele Leute Lust haben mitzumachen und sich KIs geschrieben haben und so weiter. Das ist ziemlich klasse. Zum Thema virtueller Hörsaal. Ich habe es ja gerade schon gesagt, das hier ist der Hörsaal einer Hochschule in Leipzig. Und genau in dieser Umgebung hier, in der ihr ja gerade seid, wird ab Oktober 2017, also in einem guten Monat, ein Studiengang zum ersten Mal stattfinden. Und zwar ein Informatikstudiengang natürlich, der heißt Software Engineering und Information Security, kurz von uns meistens SEIS genannt. Und genau, und das Software Engineering und Information Security, das sind zwei Schwerpunkte, für die man sich entscheiden kann, wenn man bei uns studiert. Super interessant, also ihr kennt euch da ja wahrscheinlich sehr gut aus schon auf dem Thema. Und genau, wer sich dafür interessiert und Bock hat mal zu schauen, was wir genau machen, der kann sich hier dort beim Download was runterladen. Genau, also und die Broschüre und so weiter. Das Studium wird in Vollzeit und Teilzeit stattfinden. Das heißt, man könnte auch easy neben dem Beruf zum Beispiel studieren und genau. Aber so, zum Thema nochmal. Das Besondere an unserem Studiengang ist, dass es ein Online-Präsenzstudiengang ist. Das heißt, jeder kann von zu Hause aus studieren. Und gleichzeitig sind wir aber keine Fernuni und schicken euch nur irgendwelche Informationen zu, sondern machen halt virtuellen Unterricht hier in diesem Klassenzimmer. Man wird betreut, man kann sich Fragen stellen, wenn es Fragen gibt, mit dem Professor und seinen Kommilitonen ständig in Kontakt treten. Und das Ganze funktioniert eigentlich genau so, wie jetzt diese Veranstaltung auch funktioniert. Genau. Also könnt ihr euch das wahrscheinlich eigentlich schon sehr gut vorstellen. Der Studiengang ist sehr praxisorientiert. Wir machen viele Projekte und praxisorientierte Inhalte und genau, das so viel zum Studium. Achso, was ich noch sagen muss, ist, es wird auch einen Mathe-Vorkurs geben, dessen Dozent der Cedric sein wird. Also falls sich dafür jemand interessiert und sowieso dem nächsten Studium anfängt oder bei uns vorhat zu studieren, genau, es gibt einen Mathe-Vorkurs. Bis zum 6.9. kann man sich noch anmelden. Auch für das Studium kann man sich jetzt noch bewerben. Also macht das, wenn ihr da Interesse dran habt. Hier seht ihr auch auf der rechten Seite nochmal unsere E-Mail-Adresse, Ansprechpartner und die nächste Infoveranstaltung. Genau. Dann, bevor ich jetzt das Wort an Cedric übergebe und das ganze Battle hier losgehen kann, will ich noch ganz kurz was zum Raum hier selber sagen. Also wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch einfach. Oben ist dort, ja genau, ist so ein kleines Männchen, das die Hand hebt. Wenn ihr da draufklickt, dann sieht Cedric, dass ihr was sagen wollt. Und nimmt euch dann wahrscheinlich erst dann dran, wenn es ihm gerade so ein bisschen im Kram passt, dass nicht alles durcheinander geht, aber genau, ihr werdet das merken. Und es gibt gleich auch einen Chat, also könnt ihr auch immer reinschreiben, miteinander kommunizieren. Es gibt auch Privatchats, also könntet euch gegenseitig anschreiben. Ja, und damit, achso, die Audioeinstellung, ja genau. Also überprüft das bitte vorher noch, einmal auf Meeting klicken und dann Audio Assist Einstellung, so sieht das aus. Einmal kurz checken, damit wir euch dann gleich auch verstehen können. Ja, und damit gebe ich an dich ab, Cedric. Alles klar, dann auch von mir herzlich willkommen.
Ihr hört mich alle, glaube ich. Achso, wir haben keinen Chat. Genau. Okay, wollen wir mal wechseln? Ja, machen wir. Dann gehen wir mal hier rüber. So, jetzt könnt ihr wahrscheinlich gleich unseren wundervollen Spielplan sehen. So, okay, das ist ein bisschen verwirrend, weil ich sehe natürlich nicht, was ihr seht, aber ich glaube, ihr seht diese Seite von meinem Bildschirm. Stimmt das soweit? Kann mir da jemand kurz Feedback geben? Ja. Perfekt. Okay, und dann wollen wir eigentlich auch direkt schon anfangen, würde ich mal sagen. Also ich werde das jetzt erstmal so machen. Und zwar, wir haben hier unten die Gruppenphase, also im Endeffekt jeder, der Fußball oder E-Sports oder sowas mal gesehen hat, der weiß ungefähr, was passiert. Unten haben wir die Gruppenphase, das heißt, wir werden hier jeden gegen jeden spielen lassen, in jeder Gruppe. Und da dachte ich mir, kann man sich auch eigentlich ganz gut mal so die KIs angucken, falls ihr Bock habt, die vorzustellen. Das heißt, wir wollen einfach mal direkt in der ersten Gruppe anfangen. Und ich weiß von Escor, dass er in circa 7 Minuten gehen muss. Das heißt, ich würde direkt hier in der ersten Gruppe anfangen. Du bist tatsächlich auch in der ersten Gruppe, das ist ziemlich praktisch. Möchtest du denn gerade mal was zu deiner KI sagen? Falls ja, melde dich einfach mal ganz kurz. Und dann würde ich einfach mal sagen, nehmen wir dazu noch den obersten, also den Carry. Carry wurde geschrieben von, Sekunde. Wo habe ich ihn? Ninja. Ninja haben wir nicht da, glaube ich. Nein. Okay. Ja, Escort, du hast du Mikro oder hast du keins? Schreib mal ganz kurz im Chat, ob du kannst oder nicht. Der hat vorher geschrieben, er will nicht sagen. Ja, alles klar, okay. Dann, ja, gut, aber Gigatei ist, glaube ich, da. Dann können wir den tatsächlich, dann lassen wir einfach die beiden obersten anfangen. Gigatei wurde geschrieben. Wo bist du denn? Ah, da. Von Zorro, genau. Ah, du hast keine Stimme? Alles klar. Dann willst du was dazu schreiben oder sollen wir den Code zeigen oder sowas, wenn du schon da bist? Er gibt ein. Also ganz kurz warten. Okay, dann können wir ja mal ganz kurz durchgehen. Übrigens war das der berüchtigte Multithreading-Mensch, von dem ich euch schon eigentlich erzählt habe. Also ich habe gestern mit ein paar gesprochen, die haben gemeint, ja, hier Multithreading, übelst heftig. So. Ich habe auch tatsächlich deine KIs oder deine Spiele vorberechnet allesamt, weil die tatsächlich alle relativ lange gebraucht haben. Das ist aber auch tatsächlich die einzige KI, die ich vorberechnet habe. So. Okay, ja, ihr könnt einfach mal ganz kurz reingucken. Ihr erinnert euch noch an das Video, wo ich gezeigt habe, wie man mit der Schnittstelle im Endeffekt interagiert. Das war einfach die Funktion hier, Turn musste implementiert werden. Hier konnte man dann einfach zurückgeben, wo man gerne hinsetzen möchte. Und ja, wir sehen hier, möchtest du irgendwie was Spezielles dazu sagen? So. Falls ja, schreib's einfach mal kurz im Chat, ich werde es dann direkt übernehmen. Okay. Also wir sehen hier auf jeden Fall hat er Multithreading benutzt und das war auch echt eine krasse Sache, muss ich sagen. Habe ich nicht gedacht, dass das irgendjemand macht. Aber war auf jeden Fall cool. Ja. Okay. Also am Anfang, ja gut, im Endeffekt könnt ihr selber lesen, aber am Anfang wird das Board kopiert, damit man damit weiterarbeiten kann und dann wird darauf, glaube ich, weitergearbeitet. Genau, wenn jemand hier von den Anwesenden möchte, dass seine KI veröffentlicht wird, dann können wir das am Ende auch noch machen. Also dazu bräuchte ich aber tatsächlich euer Einverständnis. Wenn ihr da das wollt, dann lade ich am Ende eure KI hoch und dann können die sich alle sozusagen, die hier da sind, ja, oder GitHub natürlich, können die sich runterladen. Gut. Also im Endeffekt könnt ihr es dann dort perfekt angucken. Im Forum werden die dann wahrscheinlich auch alle gepostet werden. Die GitHub-Links nehme ich mal an, für die Leute, die sich die KIs richtig angucken wollen. Und dann könnt ihr die euch tatsächlich auch runterladen und gegeneinander spielen lassen. Aber wir machen das jetzt natürlich erstmal live. Dazu einfach mal die PowerShell. Wunderschöne PowerShell. Okay. Und zwar Carry gegen... Achso, wir sollten vielleicht noch würfeln lassen. Ob derjenige... hier wer anfangen darf.
Und zwar 1 oder 2. Bei 1 fängt der obere an im Spielplan, also der Carry. Bei 2 würde Gigatai jetzt anfangen. Und wir haben eine 2. Das heißt, wir fangen andersrum an. Wunderbar. Wer random.org nicht kennt, random.org ist eine Seite, da lässt sich wirklich sehr zufällige Zahlen lassen sich da generieren. So, und ja, nein. So. Achso, ja, ich habe die Gigatai KIs alle vorberechnen lassen, weil, ja, wir sehen hier eigentlich schon, es dauert ein bisschen, zumindest bei der KI. Deswegen würde ich tatsächlich jetzt hier ausnahmsweise mal sagen, wir wechseln in den vorberechneten Modus. Wenn es für euch okay ist, wenn jemand gar nicht damit einverstanden ist, der möge sich bitte ganz kurz hier unten unter den Teilnehmern, ihr könnt oben, da wo ihr euch melden könnt zu Wort, könnt ihr auch sagen, stimmt zu oder stimmt nicht zu. Wenn jetzt jemand was dagegen hat, dass wir das live nicht machen, weil es sonst zu lange dauert, dann möge ich hier mal ganz kurz das rote Fähnchen machen. Okay, da möchte jemand, dass wir es live machen. Einer möchte, dass wir die vorberechnende Version nehmen. Okay. Haben wir noch eine Stimme vielleicht, dann ist es ausgeglichen. Ich übersteuere bei dir vom Ton, das ist schlecht. Übersteuere ich bei allen vom Ton? Ja, bei mir zumindest auch. Okay, dann stelle ich mal ganz kurz mein Mikro ein bisschen leiser, tut mir leid. Das war aber auch schon beim letzten Event nicht so extrem, aber gerade in der YouTube-Aufnahme hat man... Ja, ich habe aber tatsächlich, also bei mir in Windows hört sich das Sound wunderbar an. Das muss tatsächlich hier irgendwie... Also jetzt bin ich wahrscheinlich ein bisschen leiser, aber es sollte ein bisschen besser sein. Perfekt. Ja, okay, sehr gut. Gut, dann lassen wir uns einfach mal kurz die fertigen Spiele angucken. Und zwar habe ich die mal hier alle vorberechnet. Tatsächlich nur die von Gigatai, weil, wie gesagt, diese KI braucht ein bisschen. Wir hatten jetzt gesagt, Gigatai gegen Carry, das ist das hier. Okay. Das sollte eigentlich nicht so lange laden. Jetzt. So, ich würde sagen, wir gucken uns die Dinge einfach... Hi, welche KI hattest du geschrieben, genau? Zweimal aufgemacht, gut. Okay, wir gucken uns einfach mal direkt das Spiel an. Wer die Regeln noch nicht kennt, das Spiel ist Computer Reversey oder Co-Re abgekürzt. Und es geht darum, dass man schwarze und weiße Steine legt. Das kann ich jetzt an diesem ersten Spiel am besten erklären. Die KIs, wie gesagt, mussten einfach nur an die Python-Schnittstelle arbeiten oder dran programmieren sozusagen. Das hat man hier ganz gut gesehen. Es war eigentlich wirklich nur diese Funktion hier und man musste zurückgeben, was genau jetzt hier, wo eben der Stein hingesetzt werden sollte. Dabei gab es eben zwei Felder, also sozusagen zwei Möglichkeiten. Entweder man hatte das X, das war dann das Symbol, oder man hatte das O, das war dann, ja, das waren im Endeffekt die zwei Möglichkeiten. Eins war dann halt schwarz und das andere war weiß. Genau. Und so sieht man das auch hier. Der erste Stein liegt schon, das heißt, wir spielen jetzt Gigatai, fängt an, Carry ist der zweite Spieler. Und ja, wir gucken uns jetzt einfach mal kurz die Züge an. Und wir haben noch einen Gast. Okay, Zug 3. Also aktuell ist noch nichts passiert, man setzt einfach irgendwo seine Steine hin. Ja, irgendwo trifft am besten aktuell noch. Und jetzt haben wir schon den ersten Move hier gesehen. Und zwar hat jetzt hier der Weiße hingesetzt, aber der Schwarze hat dann sich hierher gesetzt und dadurch dreht sich dieser weiße Stein um, weil er eben umrahmt wurde von zwei schwarzen Steinen im Endeffekt. Das heißt, wir haben hier jetzt ein Flip, so heißt das ganze Ding. Ja, und dann haben wir hier oben den berüchtigten Corner Kill. Das war sozusagen vorher ein weißer Stein, ein schwarzer Stein natürlich. Durch diesen weißen Stein hier hat er sich umgedreht. Und ja, weil man natürlich in der Ecke keinen Stein einrahmen kann, gab es da trotzdem die Möglichkeit, ihn eben umzudrehen. Genau. Schwarz setzt. Darf ich dazu kurz was sagen? Du darfst jederzeit was sagen, du bist quasi... Ich habe am Anfang, als ich das implementiert habe ich vergessen, die Regel zu implementieren. Und deswegen war ganz am Anfang die mitgelieferte Caveman AI unbesiegbar. Das glaube ich, ja. Einfach in die Ecken reinsetzen und dann kannst du halt nichts mehr... Ja. Habe ich tatsächlich übersehen. Ja, okay. Also, hier sehen wir dann
natürlich jetzt ist hier oben der nächste Stein weiß, das heißt, jetzt setzt der Weiße einfach hier unten hin und dreht alle schwarzen Steine um, was natürlich jetzt irgendwie heftig ist, weil Schwarz hat überhaupt keine Steine mehr. Das ist jetzt natürlich böse gelaufen, gerade mal. Aber Schwarz gibt nicht auf natürlich. Und Corner Kill, okay, Schwarz hat gerade schon wieder einen Stein verloren. Und jetzt wird es natürlich sehr, sehr schwer hier gerade, überhaupt noch irgendwie einen Stein zu kriegen, weil überall schon weiß verteilt ist. Das heißt, irgendwie wird jetzt jeder einzelne Stein umgedreht und Schwarz hat irgendwie keine Chance mehr, irgendwas umzudrehen, denn egal wo er jetzt hinsetzt, er kann ja nichts mehr mit einem Stein alleine umrahmen, egal wo jetzt er hingeht. Ja, und ist der Erschaffer von Schwarz da? ich glaube, der Erschaffer von Schwarz ist da. Das wäre Zorro, glaube ich. Wenn du magst, kannst du mal was schreiben. Und der Erschaffer von Weiß ist übrigens, nee, der Erschaffer von Weiß ist nicht da. Das war schade. Der war da. War er da? Ninja? Haben wir einen Ninja hier? Ach so, nein, tut mir leid. Okay. Gut, ich würde sagen, wir spielen einfach mal weiter, während der Erschaffer von Schwarz, wenn er möchte, noch schreiben kann, wie er vorgegangen ist. Und ja, passiert gerade nicht so viel. Weiß setzt, Schwarz setzt, Weiß dreht um. Schwarz dreht auch mal wieder um, ziemlich cool. Und Weiß dreht leider mal wieder richtig viel um. Da haben wir wieder gesehen, richtig viele Steine hier auf einmal umgedreht. Das war natürlich wieder mal stark. Okay, ciao, mach's gut. Der eine Erschaffer der KI muss jetzt leider schon gehen. Aber okay. Ja, sieht aktuell danach aus, als würde Weiß gewinnen. Aber Schwarz hat jetzt hier auch gerade Gut beobachtet. einiges umgedreht. Hast du es gerade gesehen? Das waren 4 umgedrehte Steine hier. Es bleibt spannend. Wenn jetzt Windows möchte, dass ich... Wow. Okay, Firefox hängt sich bei einer lokalen Datei auf. Das habe ich auch noch nie erlebt. Ja, hier haben wir was Cooles gesehen. Und zwar, wenn hier der weiße Stein hingesetzt wurde, dann dreht sich trotzdem dieser schwarze Stein hier um, weil er trotzdem umrahmt wurde. Das heißt, hier ist zwar noch eine Lücke, aber er wird im Prinzip trotzdem umrahmt und dreht sich dann eben um. Ja, und das sind im Endeffekt auch die Grundregeln von dem Spiel, also nicht wirklich was Besonderes, aber natürlich was Besonderes. Hey. Ja, ich weiß. Aber ich meine, das Spiel stammt ja nicht direkt von dir. Doch, Aber nicht komplett. doch, die Regeln komplett. Du hast dich doch an Reversi orientiert, oder? Ja, und dann fast alles abgeändert bei der Entwicklung. Okay. So, hier sehen wir auch nochmal, hier werden auch nochmal einige Steine umgedreht. Und ja, aktuell sieht es wirklich danach aus, als würde Weiß gewinnen. Aber das war gerade gar nicht so schlecht. Okay, das war jetzt natürlich wieder für Weiß gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen tatsächlich mal ein bisschen fixer sogar noch durch. Und wir sehen, wir sind am Ende. Und wir können jetzt zählen, wir können aber auch einfach hier runtergehen und uns angucken. 50:14, Player 1 hat gewonnen. Klar, natürlich. Ja, Weiß hat gewonnen. Und damit kriegt Weiß auch ein paar Punkte gut geschrieben. Achso, ich habe vorhin, glaube ich, die Erschaffer verwechselt. Gigateil war von Zorro geschrieben und Carry war nicht da. Also der Erschaffer von Carry war gar nicht da. Wenn ich mich da richtig erinnere. Okay, wechseln wir wieder zum Spielplan. Damit kriegt Gigateil 3 Punkte. Verbessert mich bitte, wenn ich irgendwas falsch mache. Kann man diese 3 hier lesen? Bisschen klein, oder? Ah, die ist größer. Okay. Dann zoome ich... Also man sieht's noch. Da zoome ich da gerade einfach mal ran, dann sieht man es vielleicht besser. Okay. Also 3 Punkte für Gigateil, 0 Punkte für Carry. Wie gesagt, bei einem Sieg gibt's 3 Punkte, bei einem Unentschieden gibt's 1 Punkt. Kann natürlich auch passieren, wenn irgendwie gleich viele Steine sind. Und bei einem Verlust gibt's logischerweise 0 Punkte. Im Endeffekt wie beim Fußball auch. Okay. Ja, nächstes Spiel wäre dann Tornado gegen Escor. Wir haben den Erschaffer von Escor leider gerade schon verloren, der ist gerade gegangen. Und Tornado ist, glaube ich, auch nicht da. Wenn ihr was dazu sagen wollt oder im Nachhinein das Ganze auf YouTube anguckt und euch dann vielleicht dazu äußern wollt, dann könnt ihr das natürlich auch in einem Kommentar tun. Oder ihr ladet einfach eure KI irgendwie bei GitHub hoch und dann kann sich die irgendwie jeder angucken. So, die lasse ich jetzt tatsächlich mal ausnahmsweise direkt live spielen. Und zwar, achso, wir müssen wieder eine Münze werfen, wer anfangen darf. Und das Spiel mache ich mal zu hier. So, also 1 wäre der
Ah, hier haben wir noch einen, der reinkommen möchte. 1 wäre Tornado und 2 wäre Escort darf anfangen. Und wir würfeln. Okay, es darf wieder der zweite anfangen. Das heißt, Escort spielt gegen Tornado. So, ja, das heißt, man kann hier einfach die KIs austauschen. Ich weiß nicht, ob ihr oder wie oft ihr das Ganze ausprobiert habt, einfach das Ding auszuführen. Ist eigentlich nicht wirklich schwer. Im Prinzip muss ich jetzt nochmal nachgucken, damit ich es auch richtig mache. Im Prinzip wollen wir die KIs gegeneinander antreten lassen. Sprich, wir ziehen sie einfach rein. Escort ist hier. Und Tornado braucht eine kleine Sonderbehandlung, weil Tornado importiert ein Modul, das heißt, ich muss den hier so ausführen. Ups. Leerzeichen wäre nicht schlecht. Okay. So, das ging schnell und das musste ich natürlich jetzt nicht vorberechnen. Gut, schauen wir uns das Spiel an. Escort ist weiß und Tornado ist schwarz in dem Fall. Okay, direkt einen Corner-Kill gemacht in der allerersten Runde. Ja? Ich verstehe nicht, warum die alle am Anfang in die Ecke sitzen. Ja, ist für irgendwie eine gute Vorlage. Aber ich glaube, ich habe auch ein paar gesehen, die tatsächlich random irgendwo aufs Feld gesetzt haben, nur halt nicht an die... Ja, aber wenn er jetzt hier runtersetzen würde, die ganze Reihe praktisch voll machen, dann wäre er unschlagbar. Dann würde er es auf jeden Fall gewinnen. Die ganze... Ja, stimmt. Ja, das wäre eine ziemlich gute Strategie. Ja, ja. Okay. Ja, aktuell noch nicht wirklich irgendwas, aber Schwarz setzt gerade exakt in die Ecken rein. Vielleicht macht er die immer voll. Und Weiß setzt genau nicht an die Ecken, also irgendwie fest reingeschrieben. Ah, und jetzt haben wir hier schon den nächsten Umdreher. Klar, weil der hier natürlich zwischen den beiden eingespannt ist, das heißt, er kann umgedreht werden. Aber jetzt hat Schwarz natürlich den Vorteil, dass er hier einfach den Stein auch wieder umdrehen kann. Gut. Ja, Schwarz macht jetzt tatsächlich das, was du gesagt hast. Er zieht einfach diese Reihe runter und dann hat er quasi echt schon richtig gut abgeschnitten. Wenn er jetzt hier durchkommt, hat er wirklich, ja, sieht eigentlich echt gut aus. Weiß macht dasselbe auf der Gegnerseite, nur dass da die schwarzen Steine auch in der Ecke sind. Nur dass es dann leider, obwohl, wenn er es jetzt durchzieht. Okay, Schwarz scheint das Feld von außen einzurahmen. Das ist ziemlich cool eigentlich, die Strategie. Ich glaube, die spielen so aneinander vorbei. Die tun sich nicht wirklich berühren. Ja, ich glaube, die wollen sich gar nicht so richtig berühren. Ich glaube, Schwarz setzt erstmal drauf, dass er in die Ecken rein kann, weil da kann er natürlich nicht umgedreht werden. Also wenn er hier komplett erstmal durch ist, kann er nicht mehr... Dann dreht er mit jedem Zug um, das ist gut. Genau, richtig. Und ja, jetzt ist es dann bald soweit. Jetzt müssen sie quasi aneinander. Und jetzt sehen wir schon den ersten. Das war jetzt natürlich ziemlich cool. Und jetzt hat er alle Seiten außer dem hier hat er. Also hat Schwarz, Tornado im Endeffekt. Aber Weiß macht dasselbe, macht hier... Ja, ist eigentlich nicht schlecht. Okay. Und so, und jetzt haben wir den ersten Dreher gesehen. Jetzt wird es wahrscheinlich gleich ausarten. Nee, gar nicht mal. Okay. Sehr passive KIs, muss ich sagen, diesmal. Jetzt gibt es gleich wieder einen Dreher. Okay. Und Weiß reagiert nicht drauf. Die bombardieren alles von außen so zu. Okay. Schwarz wirkt auf jeden Fall so, als geht es ziemlich streng nach dem Muster, aber es behandelt trotzdem gut Ausnahmen, also es reagiert gut. Ja, das stimmt. Ja, und jetzt wird halt hier umgedreht. Okay. Und damit sind wir auch wieder durch. Schwarz hat, wenn ich das richtig sehe, wieder gewonnen. Ja, 19:45. Schwarz hat gewonnen. Vorhin was Weiß, oder? Egal. Auf jeden Fall, wir haben wieder mal einen Sieger. Das heißt, ich kann die Punkte verteilen. So, Schwarz war Tornado, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und Weiß war Escort. Okay. So, jetzt haben wir die beide gegeneinander spielen lassen. Jetzt haben wir die beide gegeneinander spielen lassen. Das heißt, es bleibt im Endeffekt noch Carry gegen Tornado, Carry gegen Escort. Ich würde sagen, wir machen einfach mal Carry gegen Tornado. Da freue ich mich auch gerade schon irgendwie drauf. Und gucken wir uns einfach mal wieder hier um. So. Und würfeln. Ah, das war das falsche Browserfenster. Das hier habe ich gesucht. Okay. Bei einer 1 würde ich sagen, spielt Carry
als erstes bei einer 2 spielt Tornado als erstes. Wir haben wieder eine 2. So viel zum Thema wahrer Zufall, ne? Okay. Das heißt, wir haben Tornado darf anfangen gegen Carry. Das wäre, wo ist mein Partner? Der hier. So. Und ja, diesmal ist Tornado weiß, Carry ist schwarz. Und Tornado kennen wir ja schon, Carry kennen wir auch schon. Jetzt mal gucken, wie die gegeneinander spielen. Corner Kill direkt mal. Und Tornado sahnt mal wieder ab. Irgendwer spricht gerade? Okay. Ja, also jetzt sehen wir ganz klar, hier wird möglichst die Ecke gesetzt, beziehungsweise diese Reihe runtergesetzt, aber hier unten haben wir dann, naja, Corner Kill, gut. Also die Erschaffer, meldet euch einfach, wenn ihr was sagen wollt, wenn eure dann dran ist. Einfach Wortmeldung. Genau, Anthony, du unterbrichst mich dann einfach, sobald du irgendwie jemanden siehst, der sich meldet. Ich glaube, das kann ich nicht, weil ich auf dem PC-Bildschirm sehe und Moderator bin ich auf dem Handy. Ach so, du kannst einfach reden, dann höre ich dich ja. Okay, also wir sehen wieder mal, Tornado setzt sich wieder mal hier außen hin und Carry versucht in etwa dasselbe. Das Problem ist jetzt natürlich, er sitzt hier in der zweiten Reihe, das heißt, wenn jetzt Tornado hier irgendwo hinsetzt, irgendwo hier, dann werden die ganzen Steine vom Schwarzen umgedreht. Aber hier gilt natürlich, Genau. der Becky ist nochmal da. Das ist, glaube ich, der dritte. Egal. Okay. So, die Ecke ist immer noch frei, das ist riskant. Einer wurde schon umgedreht hier. Noch einer umgedreht, noch ein, 2 gleich umgedreht. Ah, und jetzt dreht sich wieder zurück. Das ist jetzt gut. Ja, das ist jetzt natürlich richtig gut für den Weißen. Aber jetzt hat er hier eigentlich eine Schwachstelle aufgebaut mit den beiden Dingern. Aber klar, Corner Kill. Nicht wirklich. Ja eben, also die holt er sich wieder. Genau. Und ja, wir sehen hier, hat er jetzt schon richtig viele. Das ist echt gut gemacht eigentlich. Hier einfach nicht reinsetzen, weil er könnte ja dann am Ende, wenn hier schwarz reinsetzt, kann er hier einfach sagen, okay, das ist meiner. Ja, direkt wieder zurückgeholt. Und im Endeffekt hat er jetzt komplett außenrum alles. Und jetzt kann er natürlich absagen hier. Geht einfach wirklich von außen nach innen. Das ist gar nicht mal so doof. Mich würde mal interessieren, wie er sich gegen eine schlägt, die das bemerkt, die dann gleich auch so spielt. Das wäre Das wäre interessant. natürlich witzig. Kommt ja vielleicht noch. So, und jetzt sehen wir hier, okay, Corner Kill, das war jetzt natürlich ein Problem. Jetzt muss er Ja. oben in die Ecke. Ah, Oh nein, okay, das ja, war's. das war's. Und wir sehen hier, Player 1 hat gewonnen mit 47:17. Das heißt, Tornado bekommt nochmal 3 Punkte und ist, glaube ich, damit schon quasi sicher in der nächsten Runde, wenn ich meine PDF-Datei noch so finde. So, 6 Punkte. Und Carry hat wieder leider verloren, aber macht ja nichts. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir Gigatai gegen Escor spielen. Und würfel mal wieder, wer anfangen darf. Gigatai gegen Escor. Zorro, wenn du magst, darfst du natürlich auch jederzeit was zu deiner KI schreiben. Ah, hier haben wir noch einen Erschaffer, genau. Du hast... Jetzt, Moment, jetzt muss ich nachgucken. Tatsächlich, der Erschaffer von Tornado ist da. Wunderbar, magst du vielleicht reden? Nicht, okay, alles klar. Gut, dann lassen wir das. Wenn du magst, kannst du natürlich jederzeit im Chat schreiben. Und ansonsten kannst du einfach irgendwas anderes machen. Jetzt haben wir gesagt, Gigatai gegen Escor. Jetzt würfen wir erstmal wieder, damit wir rausfinden, wer anfangen darf. Und wir haben wieder eine 2. Das ist verhext. Ich glaube, ich muss die Seite nur laden oder sonst irgendwas machen. Aber okay. Gigatai gegen Escor in umgekehrter Reihenfolge, also Escor gegen Gigatai eigentlich. Das heißt, wir haben mal wieder die Dateien hier schon vorberechnet. Wie gesagt, damit wir hier ein bisschen Zeit sparen, weil die tatsächlich manche eine halbe Stunde gerechnet haben. Escor gegen Gigatai, das ist die hier. So. Wunderbar. Okay, wir simulieren und so. Also wir sehen schon, hier setzen wir nicht mehr direkt in die Ecke. Escor hat ja direkt in die Ecke gesetzt, aber
dann natürlich auch direkt dafür gesorgt, dass es keinen Corner-Kill geben kann. Ja, das ist gut. Das ist eigentlich gar nicht so blöd. Ja, der Zug gerade war schon, Das, hätte man dann in die Ecke gesetzt. Also es ist gefährlich, eins weg von der Ecke zu setzen, weil damit macht man die sozusagen frei. Damit lässt man die Gegner da Ecken reinsetzen. sind echt so ein bisschen ein Problem. Wenn du reinsetzt, kannst du Ja. umgedreht werden. Wenn du hier reinsetzt, dann kannst du selber nicht mehr umdrehen. Das ist halt so eine Sache. Aber wenn es nicht bemerkt wird, so wie jetzt hier gerade, dann ist es, Mhm. ja, und hier macht er, Aber diese ja, eine Zeile einfach, die macht schon ziemlich viel aus. hm, Also die Regel mit den Ecken. das stimmt, ja. Und jetzt sehen wir jetzt, okay, er hat das schon Sehr gut. quasi durch Zufall umgedreht, weil die da einfach im Weg waren, weil er hier schon was hatte. Aber er möchte jetzt wahrscheinlich wieder in die Ecke hier unten rechts setzen und dreht damit nochmal 2 um. Cool. Ja, und jetzt hat er natürlich einen riesen Vorteil, weil er jetzt die Ecken hat. Jetzt kann er hier einfach runtersetzen bzw. rübersetzen, je nachdem, wo ihm gerade frei ist, oder hochsetzen. Das hat Schwarz jetzt aber gerade bemerkt. Und hier wird jetzt gerade, hier haben wir gerade was gesehen. Und zwar haben wir hier eine freie Stelle, wo was umgedreht werden kann, und zwar 2 Stück. Und da setzt er jetzt einfach rein. Und jetzt holt sich Schwarz das Ganze wieder zurück und Weiß holt sich auch wieder was zurück. Das heißt, jetzt geht es gar nicht mehr so auf die Seite hier, sondern es geht tatsächlich mehr auf, ich will Steine zurückholen. Wenn es denn was gibt, natürlich. Ja, und jetzt haben wir hier unten natürlich die Situation, dass hier 3 gegen 5, das heißt, es ist relativ ausgeglichen an der Seite. Auf wen würdest du setzen? Keine Ahnung gerade, es ist eng. Ich glaube, ich würde auf Weiß setzen. Ich auch. Weil jetzt hat er hier oben eben auch 4. Und Schwarz hat hier zwar einige Steine, aber die können recht leicht umgedreht werden, genauso. Weiß hat halt den Rand, das ist ziemlich Ja. gut. Und jetzt hat er hier halt eine komplette Reihe runter. Jetzt nicht mehr. Mhm. Okay, ja, jetzt sieht's fast schon eindeutig aus. Aber wer weiß, also das war jetzt gerade auch wieder ein guter Zug. Aber das kann Schwarz noch für sich machen. Theoretisch Auf jeden Fall. könnte er noch gewinnen, ja. Kennen beide noch. Müssen wir mal schauen. So, und jetzt kriegt natürlich Schwarz hier gleich 3 Steine auf einmal. Aber Ja. jetzt hat Weiß hier, ja, okay. So, das ist jetzt, glaube ich, sehr, sehr knapp. Ich habe keine Ahnung, wer gewonnen hat. 39 zu 35 zu 29 für Score. richtig. Das heißt, Escort oder Score tatsächlich hat gewonnen und kriegt damit 3 Punkte. Ups. So, damit hat jeder, wir haben einen neuen Zuhörer. Der war doch vorhin schon mal da. Egal. Jetzt haben wir schon 2 Spiele von jeder KI gehabt. Jetzt gibt es nur noch eins jeweils auszufechten. Und zwar haben wir noch nicht gesehen Carry gegen Escort, wenn mich nicht alles täuscht. Und unterbrich mich, wenn ich was Falsches erzähle. Würde ich einfach gerade mal sagen, das machen wir jetzt noch kurz. Wo kann ich würfeln? Hier. Carry gegen Escort. Wieder eine 2. Ich glaube, ich muss hier echt was ändern. Naja, egal. Naja, wenn es wirklich Zufall ist, dann kann es ja schon. Die Wahrscheinlichkeit wird immer kleiner, das heißt, mittlerweile ist es sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber das bedeutet, Escort fängt an, Carry ist als zweites dran. Gut, das mit der Wahrscheinlichkeit, dadurch, dass es ja die letzten Male alles passiert ist, es ist ja jeder Wurf Ja, unabhängig. ja, klar, aber trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit Also klar kann es sein, unwahrscheinlich. nur wenn du es im Voraus betrachtest. Aber dadurch, dass es jetzt schon die ganze Zeit passiert ist, ist es 50-50, ob es nächstes Mal Das 2 stimmt. kommt. Aber wenn es die ganze Zeit passiert, also wenn es jetzt noch weiterhin passiert, dann glaube ich, stimmt irgendwas nicht. Aber okay. Ich will einfach die Seite nächstes Mal neu laden. So, wir haben direkt Corner Kill. Einer macht richtig. Das heißt, hier Weiß wieder in die Ecke gesetzt. Sehr, sehr anfällig für einen Corner Kill und dann hat Carry natürlich direkt gesagt, hol ich mir. Und ja, jetzt fängt er an, hier sich die Seite drüben zu holen. Sehen wir auch ganz schön. Aber Weiß versucht natürlich wieder mal, wie wir es gewohnt sind, die Ecke zu holen und verhindert auch den Corner Kill. Was jetzt dazu führt, dass Schwarz zwar hier fast die ganze Seite hat, aber nicht
tatsächlich nicht ganz alles, außer einen eben. Cedric, du kennst ja schon alle, gell? Ich kenne alle KIs, aber ich habe sie noch nicht gegeneinander spielen lassen. Ich habe nur tatsächlich die Gigateil-Spiele simuliert jeweils. Also Ist eine dabei, die wirklich eine AI ist? wie meinst du eine AI? Die wirklich auch... Naja, keine Ahnung, mit Netz oder so, neuronales Netz, sowas. Mhm. Aber das fände ich auch mal spannend, wie ein Aber neuronales Netz abschneiden würde. Ob es irgendwann lernen würde, dass es irgendwie sinnvoll ist, hier diese Seiten zu besetzen, aber man zum Beispiel auch die Ecke nicht belagern sollte. Wobei ich es so sogar cooler finde, wenn die alle ein Muster verfolgen, dann kann man besser sehen, was abgeht. Richtig. So, und jetzt hat hier Schwarz natürlich einen richtig großen Punkt. Wenn er hier einfach reinsetzt, dann sind alle Steine umgedreht. Das ist sehr, sehr anfällig gerade. Ist die Frage, was Ja. er weiß nochmal. Aber ich glaube, das macht er Ich nicht. glaub's auch nicht, ehrlich gesagt. Aber jetzt letzte Chance, nein, schade. Okay. Also er hat einfach ignoriert, die Chance sozusagen verstreichen lassen. Da gibt's Optimierungsbedarf, Leute. Kann man gut was machen. Hier auch zum Beispiel. Einfach hier reinsetzen, hat man schon ein paar Steinchen mehr. Beim nächsten Turnier will ich da was Besseres sehen. Und wenn man jetzt da unten schwarz reinsetzen würde, kann man natürlich hier oben auch safe noch ein paar Steine holen. Aber klar, wenn man jetzt das so sieht, das Spiel, dann sieht man sofort, okay, easy. Kann man als Mensch leicht sagen, aber das Ganze zu programmieren und zu erkennen, vor allem ist, glaube ich, echt nicht so einfach gewesen. Also ich habe da wirklich auch richtig, richtig viel Code gesehen von manchen Leuten. Können wir uns vielleicht nachher angucken, je nachdem, ob derjenige da ist. Der liebe Zorro wollte das mit neuronalem Netz machen. Okay. Vielleicht macht das ja das nächste Mal. Ja, das wäre cool, natürlich. Hört sich gut an. So, und wir haben mal wieder ein ziemlich, ziemlich knappes Ding hier, aber wir sehen auch, sie haben hier wirklich versucht, sich einzubunkern so ein bisschen. Ja, jetzt lassen wir mal wieder auszählen. Player 2 hat gewonnen. Das heißt, wir haben Schwarz als Sieger. Ja gut, sieht man ja auch, ist ein bisschen mehr hier. Ist eindeutig. Okay, Schwarz als Sieger. Wer war schwarz? Moment. Carry war schwarz. Okay. Achso, Das ja, bleibt. das bleibt. Dann haben wir hier noch Gigateil gegen Tornado. Und dann haben wir die erste Gruppe auch tatsächlich schon fertig. Und ihr seht, danach geht's eigentlich weiter, wie immer. Also der erste aus der Gruppe spielt gegen den zweiten aus der Gruppe hier und so weiter und so fort. So, ja. Wie sieht es eigentlich zeittechnisch aus? Wollen wir danach eine kurze Pause machen für Nach der Wortmeldungen? Gruppe meinst du? Ja. Oder generell nach der Vorrunde sozusagen. Das können wir auch machen, wie du willst. Ja, wir können auch direkt nach jeder Gruppe kurz Wortmeldungspause machen. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Alles klar. Okay, ja, wir holen uns mal. Okay, doch, es ist wirklich zufällig. Also es ist diesmal die 1 geworden. Das heißt, es darf Gigateil anfangen gegen Tornado. Wir haben die Gigateil-Spiele alle vorsimuliert. Das heißt, wir ziehen hier einfach mal das Spiel Gigateil gegen Tornado. Wo ist es? Da unten ist es. So. Okay, letztes Spiel in der Gruppe entscheidet sozusagen, ob Gigateil weiterkommt oder ob Tornado als Erster abschneidet. Also das wird nochmal spannend. Okay, und wir sehen, ja, beide weigern sich in die Ecke reinzusetzen. Gute Strategie. Die sind clever. Jetzt haben wir hier, Jetzt doch ja nicht. klar, wenn er jetzt 2 Steine umdrehen kann, der eine Stein hier, ist es wahrscheinlich nicht ganz so wert. Wobei, wenn jetzt Auf lange Sicht war es nicht so schlau, weil die sind alle weg die jetzt. sind alle weg. Und jetzt hat er nämlich auch in die Ecke gesetzt. Das Einzige, was Weiß jetzt noch bekommt, Genau. wenn er möchte, diesen Stein hier, aber der ist, ja, jetzt hat er die ganze Seite. Damit hat Tornado einen richtigen Vorteil hier. Okay, wir sehen, Schwarz verfolgt weiterhin sein äußeres Ziel hier. Er versucht einfach mal alles zu umrahmen. Und dadurch hat man natürlich, haben wir vorhin schon gesehen, hat gut funktioniert bislang. Ja, und jetzt hat er gleich die nächste Ecke fast. Also er weigert sich natürlich. Ist der Schaffer von Gigateil Ja, da? ich glaube, der ist auch da. Wenn du da bist, kannst du mir mal sagen, was du alles berechnet hast? Also so jetzt grob im Überblick, weil du nutzt ja Multithreading, das ist ziemlich cool. Würde mich mal interessieren, wofür du das geraucht hast. Das hat sich halt angehört, wie für was du das geraucht hast. Coole Sache. Für was? Wie hat sich das angehört? Wie geraucht. Das habe ich nicht gesagt. Ja, dachte ich mir, was hat sich das angehört? Okay.
Okay, und wir sehen, er hat jetzt hier schon wirklich richtig viel und dadurch, dass er jetzt eben hier auch oben eigentlich einen hingesetzt hat, hat er quasi alle Ecken oder besser gesagt Ja. alle Kanten. Die eine Ecke fehlt hier noch, weil hier, wie gesagt, kann man es umdrehen. Und ja, wir sehen, das ist jetzt natürlich ein Problem. Das war gut. Das nicht unbedingt. Aber gut. Ja, und das war jetzt natürlich richtig gut, weil er jetzt hier einige Steine auch wieder hat. Klar, Ecke. Und jetzt, das war nicht schlau. Das war nicht schlau. Wieso meinst du? Damit hat er nur einen Stein bekommen, aber hätte er zum Beispiel unten rechts gesetzt, hätte er 2 nehmen Ja. können. Da hat ja keinen Unterschied mehr gemacht, dass er in der Ecke ist. Ja. Und jetzt hat er natürlich hier wieder. Okay. Aber jetzt bekämpfen sie sich gerade. Aber ja, die Steine hier an den Kanten scheinen sich wirklich richtig, richtig gut auszuzahlen. Und danach versucht, glaube ich, jeder nur noch so viele Steine zu holen, wie er irgendwie kann. Ja, jetzt haben wir gesehen, hier hat sich auch wieder einiges gedreht und das war jetzt natürlich auch nochmal gut. Also ich glaube, das Ergebnis ist ziemlich eindeutig hier. Ich denke schon. 51 für Tornado. Und damit haben wir ein Stechen. Das ist natürlich so, Tornado auf jeden Fall als Gruppenerster, wohingegen die anderen 3 alle gleich viele Punkte haben, was natürlich jetzt heftig ist. So, wie lösen wir das? Da habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht. Wir werden einfach mal, glaube ich, Statistiken machen müssen. Problem ist, dass Gigateils Spiele richtig lang berechnen. Mag sich da gerade mal kurz jemand was überlegen, während wir hier die Fragerunde starten. Also jeder, der irgendwie was sagen möchte, kann sich jetzt mal kurz zu Wort melden. Ich überlege mir in der Zeit mal, was wir hiermit machen. Okay, keine Wortmeldung, so wie ich das sehe. Dann will ich euch noch was sagen. Bleibt bitte bis zum Schluss da, weil da haben wir noch eine coole Ankündigung. Genau. Okay, dann machen wir direkt weiter. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach nur mal jeweils die Matches nochmal an. Gut, okay, es macht keinen großen Unterschied. Wie machen wir das? Statistiken könnten wir machen. Half-Life 3 ist leider nicht confirmed. Noch nicht. Aber wir confirmed. Genau. Okay, dann machen wir jetzt hier Statistiken. Geht bei Gigateil leider nicht. Deswegen müssen wir jetzt erstmal hier Carry gegen Escort spielen lassen. Und schauen, wie viele von denen gegeneinander jetzt gewinnen. So, Statistiken. Ich weiß nicht, ob ihr das Feature schon gesehen habt. Das ging über, ich weiß auch nicht, ob ihr die GitHub-Seite überhaupt schon gesehen habt. Kann ich gerade mal kurz rüberziehen. Ist die hier. Könnt ihr gerne mal draufgehen. Da gibt's auch Core und alles zum Runterladen. Und da kann man eben auch Statistiken erstellen. Das heißt, wie oft gewinnt eine KI in 100 Matches zum Beispiel. Würde ich jetzt einfach mal... Und dazu will ich sagen, das habe nicht ich geschrieben übrigens, das Statistiktool. Okay. Das wurde tatsächlich von jemand anderem beigetragen, da will ich mich natürlich bedanken. Und zwar war das der Nutzer The Real Mephisto, Cool. Also an der Stelle danke. falls ihr den kennt. So, und jetzt ziehen wir erstmal... Wo sind unsere KIs? Wir haben... So, wen haben wir als Stecher? Hier. Wortwitz. Nicht mehr beabsichtigt. Carry gegen Escort haben wir gesagt. Carry gegen Escort. So, wie viele Spiele machen wir? 100, glaube ich, reichen, oder? Okay, ich glaube, das ist eindeutig. Sieht zumindest... Tut mir leid, falls ich da dazwischen funk, aber mein Bildschirm ist gerade eingefroren, deswegen bin ich jetzt nicht mehr dabei. Auch ein paar Mal so, also. Ja, also jetzt gerade. Und jetzt? Du musst einmal die Bildschirm Seite einge- laden und dann muss man es wieder reinholen. Das hatte ich auch gerade schon zweimal, Okay. deswegen war ich kurz weg. Genau. Das ist wohl, habe Okay. ich festgestellt, wenn man den Tab wechselt. Wow. Also ich glaube, das ist eindeutig, die Statistik hier. Okay, das ist, glaube ich, eindeutig. Also wir haben hier schon über 50% Siege. Das heißt, ich kann das Ding abbrechen.
Das heißt, wir würden hier einfach mal, ja, also das ist, warte, wen habe ich spielen lassen? Moment. Ich habe Carry gegen Escort spielen lassen. Das heißt, wir haben hier eindeutig Carry als Sieger gegen Escort. Ja, dann würde ich ihm einfach mal 6 Punkte zuweisen, oder 5 Punkte von mir aus. Und dann brauchen wir noch ein entscheidendes Match zwischen Gigatai und Carry oder Escort. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll, weil wie gesagt, die Spiele sind von Gigatai alle vorberechnet. Ja, da wissen wir ja schon, wer gewonnen hat. Wer war's vorher? Wie meinst du von Gigatai gegen Carry? Carry, die hatten ja schon eine. Wir können uns einfach nochmal kurz angucken. Falsches Fenster. So. Das wäre ja. Gigatai gegen Carry. Ich glaube, vorhin haben wir anders gespielt. Carry gegen Gigatai. Ja, hier hat Gigatai gewonnen. Okay. Und wenn wir die Wollen wir das so übernehmen einfach? Betrachten, wo ist... Warte, Carry gegen Gigatai können wir uns auch noch angucken. Ah ja, das... Nee, lass das ist auch neu. Der Gigatai gewonnen. Ja? Was meinst du? Das hätten wir uns eigentlich ganz angucken können, weil das, weil wir das noch nicht gesehen haben. Das hier, ich dachte, wir haben das, ist egal. Wie gesagt, das war nur das Stechen hier. Also das heißt, beides Mal hat eigentlich Gigatai gewonnen. Dann würde ich jetzt tatsächlich noch kurz gucken, wie Gigatai gegen Escort abgeschnitten hat. Nur um ganz sicher zu gehen, dass es auch fair ist. Und hier haben wir, ich glaube, das war gerade andersrum, ne? Hier hat Escort gewonnen. Die waren wirklich alle drei. Ja, okay. Okay. Schwierig. Ja. Oh ja, wir haben eine Wortmeldung und eine Idee hoffentlich, wie wir das lösen können. Habe ich dich jetzt freigegeben oder habe ich dich nicht freigegeben? Doch, du hast das Mikro. Hört ihr mich jetzt? Okay. Wäre Ja. vielleicht sinnvoller, einfach zu sagen, wer mehr Steine sozusagen hat, der kommt halt dann weiter beim Stechen. Das wäre eine Idee. Cool. Das machen wir. Finde ich gut. Danke. Okay, dann. Ah, warte, hier schreibt gerade doch jemand. Ich kann die simulierten Runden runterstellen auf 4 oder so, dann dürfte es nicht so lange dauern. Das könnten wir auch machen. Wollen wir das gerade noch kurz probieren? Ist die Variable Sim, dann machen wir das doch einfach mal. Das wäre Gigatais, Code Variable Sim. Magst du mir noch kurz einen Hinweis geben, wo die Variable Sim ist? Ich glaube, er meinte im Statistiktool, oder? Nee, ich meinte, ich glaube, er hat bei seiner, Sim gleich 8, Zeile 37. Ah ja, perfekt. Dann, würde ich tatsächlich hier mal auf 4 runtergehen und, Gigatai gegen... Geht es dann doppelt so schnell ungefähr? Weil dann, glaube ich, können wir es uns tatsächlich nochmal geben. Carry gegen Giga. Ja, das dauert halt leider trotzdem immer noch ziemlich lange. Nee, ich glaube, wir machen das wirklich so, wie du es vorgeschlagen hast. Wir schauen uns einfach an, wer mehr Steinchen hat. Und das war in dem Fall jetzt hier, wir brauchen das Match gegen Escort. Gigatai gegen Escort. Und wir brauchen das Match Escort gegen Carry hier. So. Oder? Das meinten wir doch. So. Also hier war es Escort, wo gewonnen hat, und hier hatte ja Carry gewonnen. Verdammt. Und jetzt zählen wir die Steine. Ja, aber funktioniert ja nicht. Wenn hier Carry gewonnen hat und da Escort gewonnen hat, dann müssen wir tatsächlich das Match hier nehmen.
Jetzt doch, wir summieren einfach die Steine und gucken, wer insgesamt mehr hat. Okay, das können wir machen. Gut, dann brauche ich jetzt einen Taschenrechner. Okay, das ist jetzt natürlich leicht ungeplant. Sorry, Leute. Wenn ihr wollt, dürft ihr einfach kurz euch was zu trinken holen oder sowas. So, wen summieren wir denn hier auf? Carrie hat 37 Steine. Ups. Und dann haben wir hier, Carrie hat 14 Steine. Das macht insgesamt 51 Steine und Gigatai hat hier schon 50 Steine plus hier 23 Steine. Dann würde ich sagen, nehmen wir Gigatai in die nächste Runde. Das ist relativ eindeutig. Alles klar. Gut, das war tatsächlich das einzige und letzte Mal, dass das passieren kann, weil wir die anderen, wie gesagt, in den Statistiken berechnen können. Okay, dann haben wir Gigatai in der nächsten Runde und ja, logischerweise Tornado als Boss hier oben. Tornado. Und hier Gigatai. So, okay, wir können noch mal ganz kurz, wenn ihr wollt, eine Fragerunde machen. Ja, wir haben eine Wortmeldung. Sekunde, du kriegst das Mikro. Du kannst sprechen, wenn du möchtest. War ich das? Ja, ne? Wortmeldung? Okay, haben wir Ja. gesagt, dass im Viertelfinale immer von der anderen Gruppe jemand antritt? Ah, ups. Ja, und das Danke. mit den Punkten würde ich eigentlich immer beim Stechen machen. Also das heißt, bei allen, die zum Beispiel gleich viele Punkte haben, würde ich schauen, wer hat insgesamt mehr Steine. Das wäre dann, glaube ich, irgendwie fast einfacher als mit den Simulationen da, mit den Statistiken. Okay, ja, können wir auch so machen. Ist eigentlich egal. Aber Würde ja. auch schneller gehen. Ja, wahrscheinlich schon. Muss man halt mehr rechnen. Aber okay. Ich setze hier mal trotzdem die Punkte wieder auf 3 runter, damit man sieht, dass es hier auch ein heftiges Stechen gab. Wir haben einen neuen Gast, aber ich glaube, die Wortmeldung von vorhin, das war es gar nicht du, das war glaube ich Emil, aber von dir höre ich tatsächlich nichts. Okay, ansonsten kannst du ja gerne nochmal den Chat benutzen und dann einfach reinschreiben, was los war. Gut, nächste Gruppe haben wir den Erschaffer von, nee, der kann nicht da sein. Kane AI ist von, jetzt muss ich suchen. Kane. Genau, der ist glaube ich auch nicht da. Luis. Ich wünsche mir echt, dass Super League jetzt gewinnt. Du hast $500 auf ihn gesetzt, oder wie viel war das? Ja, und dann löscht er seinen Account. Ach ja, stimmt, natürlich. Gut, wir haben noch, The Blaggy ist hier. Magst du was sagen? Ich würde dir einfach mal kurz das Mikro aktivieren, wenn du möchtest. Da kommt gar nichts. Okay, und Chaos Justin ist auch nicht da. Ja gut, dann fangen wir einfach mal an. Du hast dich doch zu Wort gemeldet. Alles klar, ja, du hast das Mikro schon, du kannst reden. Jetzt sollte man mich hören, oder? Ja, ganz leise. Jetzt besser? Ja, ein bisschen. Okay, Ja, wir können die AIs ja erstmal spielen lassen, oder? Dann würde ich noch was dazu. magst du die KI vorstellen? Ja, können wir auch machen, wenn du möchtest. Gut, dann lassen wir sie einfach mal zuerst spielen. Achso, wir sollten wieder zuerst würfeln, logischerweise. Und zwar lassen wir erstmal, würde ich sagen, wir fangen einfach oben an. Wie sprichst du ihn aus? Ich weiß immer noch nicht, wie man ihn ausspricht. Er weiß es selber nicht. Anthony? Supplier. Wie man was ausspricht? Wie man ihn hier ausspricht. Ich nenne ihn immer Supplier, aber ich glaube, man spricht ihn anders. Weiß ich selber. Overwatch. Nennen wir ihn einfach Tim. Okay, nennen wir ihn Tim. Alles klar. Tim gegen Kane AI.
Und zwar erstmal, ja, Tim darf anfangen. Gut. Wo ist die KI? Hier ist die KI. Gegen Kane AI. Die sind beide, glaube ich, nicht da, aber wie gesagt, ihr könnt auch gerne einfach auf GitHub dann irgendwas machen oder im Forum schreiben, was da los war. So, okay. Also nächstes Spiel der zweiten, oder erstes Spiel der zweiten Gruppe sogar. Wir sehen hier direkt in die Mitte reingesetzt, eigentlich ziemlich cool. Den macht er jedes Mal? Ach, den macht er jedes Mal? Okay. Ja, ich kenn's ja schon. Okay. Beide trauen sich nicht so richtig an die Seite, aber in der Mitte ist man natürlich irgendwie anfällig für solche Dinge hier. Und jetzt hat er Das ist lustig. Okay, also man kann jetzt keinen Corner-Kill mehr machen, das heißt die Ecke wäre frei, aber niemand setzt sich in die Ecke, sondern beide setzen sich nur an den Rand. Okay, das bleibt auch tatsächlich so. Ich möchte meine Wette übrigens annullieren. Ja, das dachte ich mir schon, dass du die Wette annullierst. Oh, Corner-Kill gehabt. Sobald hier also einer reinsetzt, kommt Supplier oder wie auch immer, Tim, und schnappt sich die Ecke. Gleich nochmal. Oha. Ja. Dein Account ist in Gefahr, würde ich sagen. Aber die Ecke mag immer noch niemand da oben. Obwohl sie frei ist. Ja. Jetzt wäre die Ecke unten auch frei. Okay. Ist sehr unbeliebt heute, die Ecken zu benutzen. Aber jetzt muss man die doch mal nehmen. Ich glaube, die wollen beide die Ecke als allerletztes. Ah. Ja, Gott sei Dank. Und gleich die andere. Oh, jetzt hat er echt einiges. Ja, das ist natürlich. Und jetzt hat er natürlich hier den großen Vorteil, dass er Ja. einiges umdrehen kann. Ja, das war natürlich nicht schlecht. Gut. Wer hat es gewonnen? Ich habe keine Ahnung, wer gewonnen hat. Lasst uns das einfach mal direkt gucken. 31:33. Kane AI hat gewonnen. Oha. Wie knapp. Na dann. Also würde ich sagen, 3 Punkte. Und ja, jetzt lassen wir sie erstmal spielen hier. Warum auch immer die 0 immer größer ist, aber egal. Also, das ist mehr, als ich von Tim erwartet hätte. Und danach kannst du gerne was zu deiner KI dann sagen. Also du kannst auch jederzeit jetzt schon was sagen, wenn du möchtest. Genau, gegen Chaos Justin. Ach so, würfeln lassen, klar. Und wieder eine 1. Irgendwie haben wir es heute mit dem Random. Wenn 1, dann richtig. So, das heißt, The Blackie spielt gegen... wo haben wir ihn? Hier. Die einzige übrigens mit Sonderzeichen, deswegen sieht die anders aus. Geht das mit dem Dollar? Ja, das geht. Gegen Chaos. Ist es nicht so wegen Variable Interpolation und so Zeug? Ach was, funktioniert alles. So, okay. Ja, also wir sehen wieder nicht die Ecke benutzt, aber diesmal direkt am Rand gesetzt. Ziemlich cool. Selbiges von der schwarzen Seite. Ich glaube, die wissen beide ungefähr, was sie tun. Aber keiner setzt in die Ecke. Wahnsinn, wie oft wir das hatten, dass sehr ähnliche gegeneinander spielen. Ja, aber die Besten werden natürlich dann immer noch mal gegeneinander spielen. Vielleicht bringen die sich auch gegenseitig dazu, eine ähnliche Taktik zu fahren. Aber es sieht momentan sehr eindeutig aus. Ja. Wer weiß. Wir haben einen neuen Gast. Oh, jetzt ist die Ecke weg. Und direkt ein Corner-Kill. Ja, und jetzt direkt die Ecke genommen. Also den Zug möchte ich mal ganz kurz zeigen. Hier schwarz reingesetzt, um 2 Steine umzudrehen. Und
direkt wurde die Ecke weggenommen. Das ist gut, dass das berücksichtigt wird. Ja, Mal der erste das ist Schritt, schon den echt ich clever. am Anfang des Zuges teste. Also, wenn man mich Das hat man, glaube ich, gerade sogar gehört, hoffe ich mal. Ja. Das war sozusagen das Wichtigste bei ihm, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder Das erste, was er implementiert hat. ist auch clever eigentlich, weil die Ecke ist ja wirklich ein fester Standpunkt, wenn man sie nicht mehr töten kann durch einen Corner-Kill. Und deswegen, ja, man hat da eigentlich auch wirklich super Chancen, irgendwas umzudrehen. Gut, da haben wir gesehen, hier wirklich jetzt fast alle 3 Seiten offen und Corner-Kill sofort umgedreht und direkt noch hier unten einen mitgenommen. Also im Endeffekt wirklich, ja, und das ist jetzt natürlich, sehe ich eigentlich schon fast, was kommt. Genau das. Das war hier natürlich die ganze Reihe jetzt umgedreht. Aber die linke Seite bleibt noch frei. Aber jetzt, Nicht mehr lang. ja, jetzt ist umgedreht. Und das ist jetzt natürlich ziemlich eindeutig, würde ich sagen. Wer da Ja, gewonnen hat. Glückwunsch an Justin, du hast gewonnen. Nicht ganz. Aber okay. Gut. Das heißt, wir haben hier 3 Punkte. Und für Cast so. Ja, magst du vielleicht noch speziell was zu der KI sagen? Also so generell. Man hat jetzt Weil einiges ich schon habe gesehen. jetzt nicht wirklich mein Ziel gesehen, aber meine Taktik war es eigentlich erst, den Rand zu stabilisieren, da alles zu setzen. Wie man am Ende auch gesehen hat, sind 2 Felder am Rand frei geblieben, damit sich der Gegner eben nicht da reinsetzen kann, weil wenn er sich da hinsetzt, wenn ich da hingehe und dann er, dann kann ich ja nicht mehr raus. Und dadurch, dass er dann halt zuerst in die 2 Felder gehen müsste, Genau. rausholen. Das Ziel war es, dass der Gegner keins am Rand hat. Die Felder, die ich dann setze, die das ist, was er auch in einem Video gesagt hat, da bewerte ich das über. Ja. Alles klar. Also ich hoffe, ihr habt ihn alle verstanden. Es war ziemlich leise, aber ja, fasst eigentlich ziemlich gut zusammen. Also die Ränder stabilisieren und von dort dann natürlich so viele Punkte wie möglich machen. Nur noch mal ganz kurz zusammengefasst für die Leute, die nicht gerade alles verstanden haben. Genau. Hat gut Cool. geklappt. Okay, dann können wir eigentlich schon weitermachen. Ja, hat echt gut geklappt hier. Also ich glaube, wir hatten ein paar wenige solche bedeutenden Ergebnisse und ich glaube, du bist damit auch schon fast weiter. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier weiter und zwar lassen wir Tim gegen The Blackie antreten. Achso, klar. Wieder eine 1, alles klar. Das heißt, das Ganze läuft so rum ab. Na, komm. So. Okay, also weiß Subplayer oder Tim und schwarz Core AI von The Blackie. Gut. Wir sehen wieder, weiß macht diesen berühmten Move genau an dieser Stelle, immer genau in die Mitte. Und lass mich sagen, der nächste ist 1 diagonal weiter oben. Der nächste ist 1 diagonal weiter oben. Wahrscheinlich. Weiter unten. Jetzt. Genau. Oh, er macht hier so eine 5, glaube ich. Schade. Okay, aber wir sehen hier wirklich, die Kanten sind hier schon echt gut stabilisiert. Ja. Die Logik dahinter, was Tim macht, das wird mich echt interessieren. Also, warum er denkt, dass die Diagonalen brauchbar sind. Was da so der strategische Aspekt ist. Du kannst weniger umdrehen, glaube ich. Also wenn du hier, du kannst ja maximal wenn du komplett die Diagonale hast, kannst du immer maximal einen Stein umdrehen. Ja, du kannst immer noch sprechen, glaube ich. Meine Taktik ist halt auch, ich setze halt immer genau 1 in die Ecke, weil wenn der Gegner mich dann versucht da zu killen, zu flippen, dann kann ich halt immer auf jeden Fall davon hindern. Weil dann kann ich entweder in die Ecke setzen, dann ist er wieder raus, oder halt direkt daneben. Also den Corner Kill. Ja, genau. Das ist gut. Ja, das ist echt clever. Also so kann man natürlich auch verhindern, dass man zwei wichtige Positionen auf einmal verliert.
Aber aktuell bekriegt ihr euch noch nicht wirklich, weil hier Tim in der Mitte relativ glücklich ist und du an den Ecken. Wobei die Ecken natürlich strategisch sehr, sehr viel wichtiger sind. Jetzt sehen wir, geht's an den Rand. Jetzt macht er mal Und was. direkt eingenommen natürlich. Klar, weil du jetzt natürlich in beide Richtungen umdrehen kannst, egal wo du reinsetzt, ist natürlich was umgedreht. Hier einiges umgedreht. Egal von welcher Seite du jetzt kommst, kannst du einfach, das ist halt schon, ja, starke Sache. Ja. Und jetzt hast du hier schon einen richtig guten strategischen Vorteil, weil du einfach die Seiten schon quasi alle hast. Außer den Fünfen hier und den Ecken. Und damit kannst du natürlich relativ schnell Steine umdrehen. Ja, und jetzt hast du quasi alle großen Positionen. Also ich glaube, ihr hört mich immer ein bisschen später. Ein bisschen früher, als dass ihr das Bild seht. Deswegen muss ich ein bisschen langsamer werden. Ja, und jetzt sehen wir, Oh Mann. was ziemlich eindeutig ist. Okay, das ist krass. Ja, direkt die Ecke genommen, damit sie nicht, da sie ja nicht mehr werden kann. Wobei die jetzt halt keinen wirklichen strategischen Wert hat. Auch wenn er Ja gut, aber er kann sie nicht mehr einnehmen. Ja. entweder die untere Seite oder die linke Seite komplett wegnehmen können mit der anderen Ecke. Ich hätte nicht mehr beide nehmen können. Stimmt. Da hätte er mindestens eine Seite. Ja, stimmt, klar. Genau. Ja, und jetzt wieder Ja. Ecke gesaved. Letzte Teil durchgeführt. In der Mitte, ich meine, in der Mitte ist ja im Endeffekt egal, weil egal wo er jetzt reinsetzt, kann er sofort was umdrehen. Also hier reinsetzen, die komplette Seite ist umgedreht. Hier reinsetzen, alles umgedreht. Ja, so zum Ja, Beispiel. gut. Und dann die Seite, genau. Dann die. Ja. Okay, also ich glaube, es war wieder relativ eindeutig, wie wir hier sehen können. Wer die Seiten hat, der hat eigentlich schon echt einen guten Vorteil hier strategisch gesehen. Auf jeden Fall. Es steht 13:51, das heißt, wir haben The Blackie im nächsten Viertelfinale, aber wir wissen noch nicht, ob an erster Stelle oder an zweiter Stelle. Das werden wir aber gleich erfahren. Kane AI, ja. Erstmal Glückwunsch an Tim, du darfst deinen Account behalten. Ja, das stimmt. Aber es gibt ja eine Hintergrundgeschichte zu seiner AI, gell? Und die ist? Nee, das weißt du doch. Da hat er dir erstmal eine alte Version geschickt. Das war doch so, gell? Ach so, ja, genau. Mhm. Nee, er hat erstmal gesagt, die sei zu schlecht, die Version, die er dir geschickt hat, glaube ich. Und dann hast du ihn aber noch ermutigt, doch eine zu machen, Gott sei Dank. Ah ja. Also ich meine, man kann nur daraus lernen, deswegen, es ist wirklich sinnvoll, egal ob man verliert oder gewinnt, man sieht auf jeden Fall, was macht diese KI und was bringt das Ganze. Okay, wir haben zwei, darf mal ausnahmsweise wieder anfangen. Das heißt, Chaos Justin fängt an gegen Kane AI. So, jetzt darf ich wieder AI suchen. In meinen Ordner. Chaos Justin gegen Kane AI. Cool. Und ja, wir sehen hier wieder, Ecke wird gemieden. Clevere Sache eigentlich, haben wir auch schon gelernt. Hier wird's, ganz kurz, wir haben vorher gesehen, hier wird's durch einen Regelverstoß enden auf jeden Fall, weil wir haben nur 41 Züge und nicht die vollen 64. Hast du schon gesehen? Psst. Das stand da, das hat jeder gesehen. Also hier wird's auf jeden Fall eine Überraschung geben. Okay, das heißt, es bleibt spannend, aber wir sehen hier auch wieder diese Strategie, dass eben genau diese Ecke hier secured wird. Das heißt, sobald man reinsetzt in die Ecke, wird umgedreht, aber sobald man eben hier den Stein setzt, wird hier was in die Ecke reingesetzt. Und was natürlich, ohne zu viel zu verraten, aber wer modulo rechnen kann, weiß jetzt schon, wer gewinnt. oh, du bist doch. Ja, Entschuldigung. Okay. Aber ja, wir werden gleich noch einen Regelverstoß sehen. Ich habe auch schon ein paar Abstürze tatsächlich erlebt. Ja, jetzt sehen wir hier direkt sogar was reingesetzt und ja, mehrere Steine umgedreht. Jetzt hat er natürlich hier eigentlich schon einen recht guten strategischen Punkt. Ich meine, es steht gerade 2 für Weiß gegen recht viel für Schwarz.
Obwohl Weiß eigentlich ziemlich gut angefangen hat. Okay. Ja, das Spielbrett füllt sich so langsam. Es wird immer mehr schwarz und weniger weiß. So, und jetzt kommen wir gleich Wir an den gehen magischen, dem Ende zu. genau, den man nicht setzen darf. Bam, hier hat es gerade stattgefunden. Ich weiß noch nicht gerade, was passiert ist. Das sehen wir Ähm, gleich. Player 1 cannot move to 3-4. Das heißt, Player 1, also Chaos Justin, hat versucht, auf 3-4 zu setzen, wohingegen 3-4 natürlich hier von einem schwarzen Stein schon belegt ist. Damit gehen die Punkte an die Kane AI, weil Chaos Justin darf es natürlich nicht machen. Also man kann nicht einfach einen anderen Stein überschreiben, logischerweise. Ja, deswegen 3 Punkte an Kane AI. Wenn es hier gerade, es sah sowieso danach aus, als würde Schwarz gewinnen. Wahrscheinlich hat Weiß das gemerkt und hat sich gedacht, okay, ich gebe das auf. Aber, ja. Gut, damit steht 6 Punkte zu 6 Punkte. Es gibt wieder mal ein Stechen, wer weiter oben ist. Ah nee, halt, stopp, wir haben noch 2 Spiele. Bin schon wieder voreilig, sorry. Aber wir haben auf jeden Fall schon 2 Leute, die weiter sind. Und zwar Kane AI gegen The Blackie. Mit einem Dollar hinten dran. Und die beiden dürfen auch noch gegeneinander spielen. Ja, Wer darf noch spielen? Also, soweit ich weiß, darf jetzt noch Tim gegen Chaos Justin und Kane AI gegen The Blackie. Das wird, glaube ich, das spannendste Match gerade mal. Weil die beide ja natürlich richtig gut waren. Genau, die beiden noch. Die beiden noch. Ja, und Tims gegen Chaos Justin darf auch noch spielen. So. Ja. Ich würde sagen, wir fangen mit Tim gegen Chaos Justin an. Wir fangen immer oben an und würfeln eine 1. Das heißt, Tim darf anfangen, weil wir nicht wissen, wie wir ihn aussprechen. Nur, dass du es weißt, ich schreibe übrigens auch mit, Claire, also du musst nicht aufpassen, welche schon gespielt haben. Ah, alles klar, super cool. Dankeschön. So, okay. Ja, wir sehen wieder mal den typischen Move in genau diese Mitte rein. Schwarz setzt hier oben in die Ecke. Ich hoffe, man hat gerade eben nicht gesehen, wie viele Züge es gibt. Ich passe da nämlich gerade selber nicht auf. Das sieht man immer. Ja, aber ich passe das nicht auf. Ich klicke möglichst schnell Okay. auf Simulate und dann... Ich verrate nichts. So, also wir sehen hier trotzdem wieder genau diese Strategie hier, möglichst viel von den Kanten zu besetzen. Und hier wieder dieses wunderbare Fünfer-Zeichen. Aber da wird mich tatsächlich die Strategie dahinter noch interessieren. Schade, dass er nicht da ist. Also, ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, aber in seinen Worten so ungefähr, es gibt keine. Ah, okay. Also random mehr oder weniger. Nicht wirklich random, er macht ja schon ein Muster, aber es ist nicht sehr viel durchdacht. Er hat wenig getestet, leider, hat er gesagt. Also er konnte nicht viel testen. So, und jetzt wird es hier fast teilweise Sinn machen, würde ich fast sagen, wenn man in die Ecke geht, aber da muss man natürlich auch richtig weiterspielen, weil dann die Seite hier komplett in Gefahr ist. Und jetzt ist natürlich hier das genau passiert. Und wenn jetzt Schwarz, also wenn jetzt Weiß hier nicht reinsetzt, dann hat Schwarz hier die Möglichkeit, alles umzudrehen. Und genau das hat Weiß nicht gemacht und Schwarz realisiert die Chance. Macht es schwarz? Nee. Der Entwickler ist ja da. Ach so. Nee, der Entwickler ist nicht da. Nicht? Schwarz ist Ach so, stimmt. Ja, aber leider die Chance gerade noch nicht genutzt. Die Schwachstelle ist immer noch offen sozusagen und jetzt knapp daneben gesetzt. Ja. Wir werden es noch sehen, ob es passiert. Hier wäre jetzt genau dasselbe. Wenn man hier reinsetzt, dann hat man auch echt viel von dem Weißen übernommen sozusagen. Für Weiß sehe ich gerade gar nicht so viele Möglichkeiten, wie er richtig viel punkten kann. Aber Schwarz möchte da nicht reinsetzen. Ich weiß nicht wieso. Hier genauso möglich, wenn man hier reinsetzt, alle Steine umzudrehen. Ah, jetzt hat er es gemacht. Hier sehen wir alles umgedreht von der ganzen Reihe. Das heißt, man kann jetzt richtig viel punkten eigentlich. Und hier hätte er theoretisch auch nochmal die Möglichkeit, hier und hier. Also Schwarz kann es noch ziemlich gut gewinnen, aber seine Chancen schwinden.
Okay, jetzt hat er es gemacht und ja, dadurch natürlich recht viel umdrehen können am Ende nochmal. Und dadurch glaube ich auch das Spiel gewonnen, genau 19:45. Damit hat Chaos Justin diese Runde gewonnen und Tim darf seinen Account behalten und du darfst deine 500 Euro abdrücken, an wen auch immer. Ich weiß nicht, wer da mitgewettet hat. Stimmt, ich hatte keinen Gegner, das zählt nicht. Sehr gut, hast du ein Glück. So, das heißt, wir kriegen jetzt wahrscheinlich das spannendste Spiel erstmal der Vorrunde, nämlich beide 6 Punkte. Und, würfeln natürlich, damit auch fair bleibt und wir wissen, wer anfängt. Okay, also Spieler 1, der obere, fängt an. Das heißt, wir haben die Kane AI gegen The Blaggy. Und ja, jetzt wird spannend, wenn ich die Dateien finde, aber nur dann. So. Wer es nicht gesehen hat, wir haben volle 64 Züge, das heißt kein Foul oder sonst irgendwas. Okay, also wir haben hier direkt von Kane AI diesen Fleck hier besetzt, was natürlich schwierig ist, wenn jetzt Schwarz die Ecke bekommen. Und Schwarz natürlich wieder mal dabei, die Seiten zu securen. Sehen wir hier auch wieder natürlich. Schon wieder die nächste Ecke. Oh. Ja, und jetzt hat er natürlich seine Position am Rand schon mal schön ausgebaut. Und schon mal ein paar Steine umgedreht. Und Corner Kill, das war eigentlich fast klar. Genau. Und jetzt wieder hier Corner Kill, das heißt, er hat alle 4 Ecken und recht viele Steine an den Seiten. Und wenn er hier jetzt einen reinlegt, dann hat Weiß gar keine seitlichen Steine mehr. Was er jetzt also genau natürlich. Der Entwickler hat da sehr gute Arbeit geleistet auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, wir haben schon einen Favoriten hier, tatsächlich mal. Wobei Tornado halt von der letzten Runde auch ziemlich gut ist. Genau, Tornado hat ja letzte Runde auf jeden Fall sehr, sehr viel abgeräumt, das war auch ziemlich krass. Die spielen ja beide sehr stark am Rand. Ja, also ich glaube, das wird spannend noch. Aber wir sehen es hier auch wieder, der komplette Rand von Schwarz besetzt, das ist schon beeindruckend. Ja, und dadurch macht er natürlich hier richtig viele Punkte. Also alles, was Weiß jetzt gerade legt, wird einfach umgedreht. Direkt quasi. Ja. Einzige Chance wäre jetzt hier gerade noch für Weiß, hier ein paar Punkte zu holen, aber das wäre auch nur ein Stein und das macht er jetzt natürlich auch. Und jetzt hat er natürlich die anderen auch alle verloren. Das heißt, es war vielleicht gar nicht so gut. Ja, und jetzt hat er genau einen Punkt und ich glaube, das ist auch der einzige Punkt, den er behalten wird. Das heißt, wir haben hier das extremste Beispiel von einem Sieg, würde ich mal sagen. Es steht 63:1 und damit haben wir einen eindeutigen Gewinner dieser Runde. Und, ja, ich hab eine Denkaufgabe an alle, die zuschauen. Ist es möglich, 64:0 zu gewinnen? Schreibt mal, was ihr denkt. So, das heißt, wir haben hier erstmal The Blaggy als erster der Runde mit 9 Punkten im Viertelfinale gegen Gigatai und Kane AI mit 6 Punkten gegen Tornado aus der ersten Gruppe mit 9 Punkten. So, das bedeutet, die zweite Gruppenphase ist vorbei und wir haben wieder mal eine Fragerunde. Wenn jemand fragen möchte, dann kann er das jetzt tun. Auch gerne per Chat. Genau, entweder per Chat oder ihr gebt hier einfach mal eine Wortmeldung ab, also einfach hier oben direkt quasi da, wo ihr ein Mikrofon habt, könnt ihr euch zu Wort melden. Also der Chat ist sich übrigens einig, dass es möglich ist, 64:0 zu gewinnen. Na dann. Ich denke, es kommt darauf an, wie du setzt, aber möglich ist es wahrscheinlich schon. Ich weiß es nicht. Aber ich habe tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht. Der gute Lieber 01 fragt uns, ob am Ende seine KI noch gegen den Gewinner spielen kann. Für die, die es nicht mitbekommen haben, er hat es leider nicht mehr geschafft, seine zeitlich einzureichen. Aber ich nehme an, dass er jetzt momentan eine fertige hat und die ist auch auf GitHub. Ah, alles klar, okay.
Ja, ich glaube, das können wir sogar noch einrichten, würde ich mal so sagen. Also es zählt dann natürlich nicht mehr offiziell zum Battle dazu. Natürlich. Aber ja, also wie gesagt, es ist auch nicht das letzte Battle oder sowas. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch gerne noch eure eigene KI irgendwie abschicken oder sowas. Wir werden es auf jeden Fall nochmal veranstalten, zumindest wenn ihr nochmal Lust drauf habt. Klar, wenn ihr alle sagt, war langweilig oder sowas, dann machen wir das nicht nochmal. Aber ansonsten arbeiten wir natürlich auch immer noch an der Serverlösung und da könnt ihr dann jederzeit eure KI sozusagen spielen lassen. Und alternativ, also natürlich, wenn es mit der Serverlösung gut ist, dann nehmen wir das. Aber ich versuche gerade auch Multi-Languages Unterstützung eben einzubauen, dass man auch in, keine Ahnung, Java oder sonst was schreiben könnte. Das ist natürlich auch cool, genau. Wobei das halt noch nicht so gut klappt. Yay, Java. So in etwa habe ich auch reagiert. Das ja normalerweise nicht deine Sprache ist, ne? Aber gut. Doch, ich bin voll der Java-Fan. Ja, genau. Mit der Serverlösung würde man dann offiziell mit Leaderboard spielen. Es wäre wahrscheinlich unabhängig zum Forum, also ohne Account, ohne irgendwas, da könnte einfach jeder rein. Aber, genau. Genau, achso, weil jetzt hier die Frage kommt wegen den YouTube-Tutorials zum Thema KI. Wir fangen demnächst ja mit Python und neuronalen Netzen an. Da werden wir wahrscheinlich auch, ich denke mal, irgendwann mal für eben genau das hier ein neuronales Netz entwickeln. Zumindest habe ich das vor, ist noch nicht sicher, aber so steht zumindest der Plan erstmal. Was nicht bedeutet, dass diese KI dann irgendwie besser ist als eine, die hier geschrieben wurde. Das ist dann nur die Lösung von einem neuronalen Netz. Ein neuronales Netz denkt quasi wie zumindest ähnlich wie ein Mensch. Das nicht unbedingt immer besser sein muss. Das möchte ich gleich mal vorher sagen. Das heißt, es kann durchaus noch sein, dass wenn man die irgendwie falsch trainiert oder nicht gut genug trainiert, dass die dann auf jeden Fall noch verliert. Ich habe auch darüber nachgedacht, für das nächste Turnier eine in K zu schreiben und das auf YouTube zu zeigen. Aber dann frage ich mich, wer würde das anschauen, also. Ja, wir können es ja irgendwann mal so machen, dass du deine vorstellst. Wir machen kein TensorFlow direkt, wir machen sowas ähnliches wie TensorFlow, was auf TensorFlow basiert und was ein bisschen einsteigerfreundlicher ist. Vielleicht steigen wir dann am Ende noch auf TensorFlow um. Also schauen wir dann. War das nochmal, war das in Lua oder das in Python? Das war Python, genau. Das war Python, okay. Für Lua gibt's ja auch ein gutes, ich glaube Torch heißt es. Heißt Ja, das genau. Torch? Ja, das ist Torch, das kann gut sein. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal die Du hattest noch eine Frage. nächste Runde. Ja, hau raus. Als Cheat? Bezieht sich auf Wie meinst du als Cheat? Also er hat gefragt, ob man nicht einfach alles durchprobieren könnte. Allerdings, wenn du mal bedenkst, dass man keine wegnimmt, oder auch so meinetwegen, dann gibt's im Endeffekt 64 Fakultätszüge, Ja, eben. was keine kleine Zahl ist. Und ja, was kann man dazu sagen? Das ist wahrscheinlich Es wäre in der Theorie möglich, aber dadurch, dass es halt so viele Möglichkeiten gibt, in der Praxis dann leider natürlich nicht. ja, wie Googles KI bei AlphaGo hat ja auch eine relativ lange Zeit gerechnet, ich glaube 10 Minuten oder sowas, aber bei Go an sich gibt es ja auch nochmal deutlich mehr Spielmöglichkeiten. Ich glaube, es gibt irgendwie 200 hoch 2 hoch 200 Möglichkeiten. Also für die von euch, die es interessiert, 64 Fakultät, weil ich die Zahl jetzt rausgehauen habe, ist übrigens eine Zahl mit 90 Ziffern. Das wäre nicht klein, dass ihr euch das vorstellen könnt. Also es ist ungefähr so anstrengend, wie wenn ihr irgendwas kryptografisches brute forcen wollt. Das ist relativ viel. Ja. Gut, ich würde sagen, wir leiten die nächste Runde ein. Wo wird denn gelernt? Wie meinst du, wo wird gelernt? Macht ihr das mal kurz per Chat. Ich gehe hier schon mal in die nächste Runde und sonst Ich melde mich dann, wenn wir es haben. Genau, macht es. So, also der zweite fängt an. Achso, ich kann mal die alten Runden zumachen. Die sind jetzt vorbei, da gab es gar kein Stechen mehr. So, der zweite fängt wieder mal an. Das heißt, wir haben M1 AI gegen Imo-Engine. Okay, sind beide, glaube ich, nicht da. Ich muss ganz kurz gucken, ob die Entwickler da sind. M1 AI von... Ah doch, der ist da. Wunderbar. Schreibt einfach in den Chat, wenn ihr da seid. Ja, genau, du bist da. Möchtest du was zu deiner KI sagen? Ja, dann hau raus. Warte ganz kurz, ich schalte dich frei. Okay, hau raus.
Man hört dich leider noch nicht. Ansonsten lasse ich schon mal kurz das hier laufen. Und ihr könnt dann, oder du kannst... Versuch auch mal das Mikro anzuschalten. Also oben muss das Man hört Mikrofon dich nicht. grün sein. Hört man mich jetzt? Ja, wartet, ich mach's mal kurz. Ja, ganz, ganz leise. Besser? Ja, also... Ja, es ist besser. Erstmal die Ecken in meiner Hand. Glaube ich jetzt eher nicht mehr. Aber ich versuche durch die Ränder in meine Kontrolle dann von außen nach mehr oder weniger, also außen ist der Rand, innen ist alles, was nicht der Rand ist, ranzugehen. Das heißt, ich habe einfach geguckt, von welcher Seite man Steine umdrehen Ja, okay. Also wieder mal die Randstrategie. Hat sich scheinbar irgendwie durchgesetzt. Ja. Aber klar, der Rand ist halt mächtig in dem Fall. Darf ich kurz was sagen? Oh, ich habe die falsche KI. Hallo? Ja. Hört man mich? Ja, Okay, gut, weil bei mir wird angezeigt, dass man mich nicht hört. Deswegen, ja, man hört dich wunderbar. sehr gut. Oh. Okay, also diese KI scheint auch etwas länger zu rechnen. Ich glaube, dass es die Immo-Engine ehrlich gesagt ist, weil die hier... Okay. Gibt es derweil, während die hier noch weiterrechnen, irgendwie Fragen oder sowas? Einfach per Wortmeldung oder so am besten. Cromwell, oder wie man dich aussprechen soll, hat sich jetzt die Regeln angeguckt und sagt, es ist möglich 64:0 zu spielen. Okay. Ja, ich habe mir die Regeln auch mal angeguckt und was du gerade sagst, ist, wenn du Caveman gegen Caveman spielen lässt, aber die enden nicht zu 0. Das heißt, nee, deine These ist leider nicht richtig. Okay. In dem Fall würde ich tatsächlich jetzt einfach mal sagen, wir drehen um. Vielleicht funktioniert es auf der anderen Seite. Aber wir sehen hier auch, glaube ich, wo wir das Problem haben. Mann, sehen wir nicht. Ich würde sagen, wir drehen einfach mal hier um und versuchen Immo-Engine gegen, also tatsächlich die Reihenfolge einfach hier zu ändern. Ups. Ja, und hängt sich wieder auf, genau an derselben Stelle. Gut, dann überspringen wir dieses Match vorerst mal und finden raus, wer jetzt... Also Ja. wenn sie sich aufhängt, ich würde sagen, Ja, aber wer hängt sich auf? Welche von beiden hängt sich auf? ist irgendeiner von den beiden Entwicklern da? Ja. Achso. Moment. Doch, ja. Okay, dann kann der mal schreiben, der da ist, welche seine ist und ob er Konsolen-Output macht. Ja gut, es hat ja nicht unbedingt was mit Konsolen-Output zu tun. Oh. Ja, Also, da hätte ich dann denken sollen. Okay, stimmt. aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es die Immo-Engine ist, weil ich habe vorhin ja die Gigatai-Spiele alle schon simuliert und da hatte ich auch teilweise Schwierigkeiten damit. Okay. Ja, okay, dann lasse ich sie mal im Hintergrund weiterlaufen. Vielleicht kommt noch was, vielleicht bin ich einfach nur zu ungeduldig. Vielleicht stürzt er Ähm, mit dir ab. Ja, vielleicht schützt auch mein PC ab. Falls das sein soll, ich euch ganz kurz um Geduld bitten. Ist gestern tatsächlich schon einmal passiert. Hier in dem Raum. Was aber nicht in dem Raum lag, sondern einfach daran, dass meine Festplatte, glaube ich, gerade stirbt. Aber das ist ein anderes Thema. So, gut, dann machen wir einfach mit den nächsten beiden weiter, während die noch im Hintergrund laden. Und zwar Mithrandir und Tigu. Sind diese beiden Entwickler da? Mithrandir wurde geschrieben von... hier bittet gerade noch jemand um den Raum.
Ich will den Namen ehrlich gesagt nicht sagen, weil das wirklich ein echter Name ist. Und, nee, der ist nicht da. Ah doch, Mifranje, hier ist er doch. Wunderbar, du hast sogar schon das Mikro, das heißt, du kannst einfach loslegen, wenn du möchtest. Ach komm. Und Tigu wurde von Tigu geschrieben, Also hört ihr mich den wir jetzt? hier, Ja. glaube ich, nicht haben. Okay. Ja, wir hören dich. Also bei mir, Ja. ich habe eigentlich den Schwerpunkt darauf gelegt, möglichst viele Steine einzunehmen. Das heißt, ich habe geschaut, wo sind die meisten Steine, und also je nach Zeilen und Spalten, habe aber auch die Ecken auch beachtet. Also mehr gibt's dazu jetzt eigentlich nicht zu sagen. Wer will, kann sich das mal anschauen, dann später irgendwann. Alles. Ja, würde ich sagen, machen wir tatsächlich alles mal auf GitHub oder sowas. Und, ja, cool. Dankeschön. Ach so, jetzt habe ich hier 2 PowerShells. Langsam wird's unübersichtlich. Okay, wir sollten vielleicht noch würfeln, wer anfangen darf. Eine 2, das bedeutet, es spielen Tigu gegen Mifranje und nicht umgekehrt. Okay. So. Okay, also wir sehen, es hat gerade Konsolenoutput wiedergegeben, aber der war so schnell weg, das konnte man gar nicht alles erkennen. Okay, Tigu setzt hier direkt hin, dass es keinen Corner-Kill mehr geben kann. Und ja, Was jetzt nicht so klug ist. ja gut, aber in dem Fall hat's geklappt. In dem Ja. Fall hätte man sich auch in die Ecke setzen sollen, können zumindest auf jeden Fall. Sehr gut. Aber ja, jetzt hat er hier schon 2 Ecken. Klar, er vereitelt erstmal die Corner Kills und holt sich dann die Ecken. Das kann man natürlich recht schnell kaputt machen, wenn man einfach in die Ecken reinsetzt. Eben, muss nicht klappen, aber wenn es klappt, ist es effektiv. Ja. Und dann hat man natürlich hier die Möglichkeit, relativ schnell sehr, sehr viel einzunehmen. Aber hier sehen wir jetzt, er hätte das selber auch hier machen können erstmal. Hat er aber gerade nicht. Genau. Und jetzt ist hier die Ecke Nimmt er den? belegt worden. Nimmt er Achtung. den? Ja. Da vibriert irgendwas. Entschuldigung. Ja, und jetzt hat er schon relativ viel von den Seiten. Cedric, hier wird gerade gefragt, ob du nicht den Browser ein bisschen ranzoomen könntest. Achso, klar, kann ich machen. Wow. Okay. Ja, passt. Ich glaube, so kann man es erkennen. Oder, ja, passt. Okay, sehr gut. Danke für den Hinweis noch. Jetzt sieht die Gut, Tabelle ein bisschen hässlich aus. Ah ja, das macht doch nichts. Wenn Daniel das hört, bitte überarbeitet es. Und wir sehen, das Spielfeld ist schon sehr, sehr weiß geworden. Ja, das ist halt wirklich diese Strategie mit den Rändern und mit den Ecken, die scheint wirklich gut zu funktionieren. Und weil ich jetzt gerade die Frage gelesen habe, wir haben noch kein einziges neuronales Netz bisher gesehen. Also die waren alle hardcoded, waren keine Netze dabei. Aber kann sich ändern, vielleicht beim nächsten Mal. Weiß man nicht. Du sagst genau, was ich schreibe. Ich bin schneller. Okay, und wir sehen, es ist sehr, sehr weiß hier geworden. Außer diese beiden Zeilen, wo eben tatsächlich auch der Rand dabei ist. Ja, und jetzt hat Schwarz noch mal ein bisschen was hier machen können. Aber ich glaube, das sieht trotzdem relativ eindeutig aus für Weiß. In dem Fall haben wir hier 43:21 für Tigu. So, okay, jetzt schauen wir uns noch mal ganz kurz bei dem anderen um. Ups, genau. Hier ist immer noch nichts rausgekommen, das heißt, wir lassen die einfach nochmal weiter berechnen. Und wechseln wieder in die PowerShell. Wir werden erfahren, welche das ist, wenn die mal gegen jemand anderen spielen. Richtig, genau. Und jetzt würde ich nämlich sagen, wir lassen einfach mal, wie war das? Immo Engine gegen Mifranje spielen und dann schauen wir mal, ob es da auch wieder Wen? passiert. Entschuldigung, wen?
Immo Engine gegen Mithrandir. Würde ich Okay. erst würfeln. Und Immo Engine darf anfangen. Ups, sorry. Das war natürlich prompt das falsche Fenster. Die Immo Engine. Wo ist sie denn? Hier. Gegen Mithrandir. Ja, und wir sehen Ja. es hier wieder. Es ist wieder soweit. Das heißt, wir haben eine kleinere Gruppe. Ich würde sagen, wir probieren es jetzt noch ein letztes Mal. Und zwar, Vielleicht- ja, Wir rechnen am besten einfach die Immo-Spiele mit 0 Punkten, also als hätte er verloren. ja, dann- würde ich sagen. Müssen wir nicht umstrukturieren. Genau. Aber es ist Ähm, immer bei Zug 33, oder? Ich habe auch tatsächlich schon Spiele durchlaufen sehen von der Immo Engine. Aber wie gesagt, es gab auch da teilweise mal Probleme. Das heißt, wir haben hier einen Sieg für M1 AI, ohne dass Genau. Und für Und- mit auch. haben wir auch gerade einen Sieg gehabt. So, dann noch M1 AI gegen Tigu. Und M1 AI darf anfangen. Okay. Gegen Tigu. Oh, wir haben es gerade wieder schon ganz kurz gesehen. Es gibt nur 23 Züge, das heißt, hier wird auch gleich wieder was passieren. Zoomst du wieder rein ein bisschen? Ja, dankeschön. So, passt, glaube ich. Okay, direkt einen Corner-Kill. Und hier sehen wir, wird jetzt auch direkt die Ecke belagert. Das heißt, man kann keinen Corner-Kill mehr machen, aber ja, Die geht Schwarz rein. Sehr gut. genau in die Ecke rein. Das heißt, die Strategie funktioniert hier gegen ihn ziemlich gut. Und ja, das ist jetzt natürlich Problem, wenn man alle auf einmal machen möchte. Das ist jetzt natürlich, ja. Wobei das gar nicht mal so, ja, okay. Wir werden es eh gleich sehen, was passiert. Jetzt kann man natürlich hier relativ schnell alles umdrehen. Und dann auch da oben alles umdrehen. Ja, und jetzt nähern wir uns schon dem Ende. 23 Züge hatten wir gesagt, gibt's. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Und? Bam, das heißt, irgendwas ist schiefgelaufen. Gearboard is not defined. Das heißt, wir haben hier sogar eine Exception. Okay. Das heißt, die AI ist abgestürzt, was natürlich als Loose gewertet werden muss. Wegen einer Variable, die nicht gefunden werden kann. Gearboard, ja. Ja. Ich würde mal sagen, das ist ein Tippfehler, wenn mich. Also, ja, auf jeden Fall. Also, wenn ihr so eine AI für sowas macht, würde ich euch empfehlen, so eine Art Lint-Tool zu nutzen. Könnt ihr einfach mal googeln, das gibt's für viele Sprachen. Und da werden euch solche Fehler dann einfach schon am Anfang angezeigt, als Warnungen. Ziemlich cool. Ja, alles klar. Wir haben einen neuen Gast. Gut, dann trage ich das einfach mal ein. Player 1 hat die Exception geraced, das heißt, M1 AI kriegt keine Punkte mehr, während Tigu nochmal 3 Punkte drauf kriegt. Und dann haben wir Immo Engine gegen Tigu. Wir würfeln einfach mal wieder ganz fair und hoffen, dass es diesmal durchläuft. Es wäre schade, wenn wir gar kein Spiel sehen könnten. Von Immo. Ja, genau. Tigu darf anfangen, haben wir gerade gesehen. Und Immo kommt als zweites, wenn ich ihn jetzt finde. Hier. Okay. Und wieder bei Zug 34. Sieht nicht gut aus. Ich kann ihn weiterlaufen lassen, aber Okay, das ist schade. ja. Gut. Alles klar. In dem Fall haben wir halt leider keine wirklich große Möglichkeit. In dem Fall gibt es natürlich dann auch wieder die 3 Punkte für Tigu. Und jetzt heißt es noch Mithrandir gegen Tigu. Und da geht es jetzt natürlich darum, ob wirklich alles gewonnen wird oder wo haben wir das hier? Oder ob vielleicht noch jemand weiterkommt. Okay, also Player 1 darf anfangen, das heißt Mithrandir fängt an gegen Tigu.
Die haben schon gespielt. Was? Was? Die haben schon gespielt gegeneinander. Ah, M1 AI gegen Mifrandia, natürlich. Dann darf M1 AI anfangen. Dankeschön. Bitte, bitte. Gegen Mifrandia. So. Aber wir haben wieder volle 64 Züge, das heißt, dieses Mal kam keine Exception. Und wieder ranzoomen. So. Okay, also direkt am Anfang wieder mal M1 AI setzt in die Ecke und Mifrandia countert mit einem Corner Kill. Und ja, hier direkt eingenommen wieder mal sogar. Also das heißt nicht nur, ich zeige es nochmal ganz kurz, hier war ein Weißer und jetzt dadurch, dass hier der Schwarze liegt, kann man hier sofort den Stein einnehmen, aber dadurch geht natürlich die Ecke flöten. Aber macht nichts. Er spielt einfach knallhart weiter, nimmt den nächsten Stein ein und Weiß setzt sich wieder in die Ecke und Schwarz blockiert die Ecke. Hier nehme ich mal an, passiert jetzt gleich wieder dasselbe. Oh, was ist passiert? Schwarz übernimmt den Stein und Weiß setzt in die Ecke und dadurch bekommt er natürlich jetzt hier auch gleich mal noch 3 neue Steine. Genau. Hier ähnlich. Und jetzt sieht es natürlich recht gut aus für Weiß, denn Weiß hat jetzt hier einen starken Vorteil an genau der Seite und der Seite. Im Endeffekt an jeder Seite fast. Versucht jetzt auch hier wieder die Seiten einzunehmen. Ja, und dann übernimmt er hier natürlich auch direkt einige Steinchen. Schwarz holt sich ein bisschen was zurück. Und Weiß geht auf der anderen Seite hoch. Und Schwarz versucht nachzureichen, aber ja, dadurch, dass natürlich Weiß jedes Mal einen Stein einnimmt, ist es stärker als das, was Schwarz macht hier. Jetzt ist sogar... Warte mal. Ach, nee, doch nicht. Ich dachte gerade, die Ecke wäre eingenommen worden, aber die war ja schon weiß. Okay. Schwarz versucht wieder hier ein bisschen innen drin weiterzumachen, aber Weiß blockiert halt einfach außen und das wird, glaube ich, nachher in einem Massaker enden, wenn ich mir das so richtig angucke. Ja, wir sehen es hier schon. Ein Stein dreht gleich mal 2 um. Der nächste Stein dreht auch gleich wieder 2 um. Und Schwarz versucht innen drin weiterzumachen, aber hier dreht sich echt viel um. Wird viel weiß. Ja. Da wird viel umgedreht. Was natürlich... da geht es hier ein bisschen zurück. Ja. Aber man sieht es auch hier wieder, also die Seiten sind enorm stark. Wenn man die hat, dann hat man echt viel. Auf jeden Fall, also für die, die das nächste Mal eine schreiben wollen, guckt auf die Seiten. So. Ganz kurz getrunken. Okay, also wir haben hier wieder einen Score von 53:11. In dem Fall hat also M1 AI gewonnen und ist damit auch in der nächsten Runde. Das bedeutet, wir haben hier die nächsten Viertelfinale und zwar Tigu als erster gegen wer auch immer hier Zweiter wird und hier M1 AI im Viertelfinale. Super. Jetzt gibt's wieder die Frage, ich habe schon eine gelesen. Ja, von Used to eine habe ich gelesen. Du auch die? Nee, ich habe tatsächlich nur gesehen, dass es welche gab. Ich weiß nur, dass du sie mir später stellen. Dann lese ich sie einfach mal. Er hat gefragt, warum es denn Strategien gibt. Und zwar, da ging es eigentlich so um AIs und darum, dass sie doch ihre eigene Strategie entwickeln. Mhm. Also die ganze AI-Verwechslung im Sinne von AI mit neuronalem Netz und AI mit ein paar If-Statements, was ja beides irgendwie AI genannt wird. Und das beantwortet die Frage eigentlich auch so ein bisschen. Also es gibt ja praktisch 2 Typen von AI. Wenn man jetzt in Research, also in Computing Science allgemein, von einer AI spricht, dann meint man meistens ein neuronales Netz. Wenn wir jetzt aber hier von einer AI sprechen, dann meinen wir so ziemlich alles, was unter Maschine spielt Spielfeld. Also im Endeffekt, die meisten AIs hier, ich glaube sogar alle, sind eigentlich ein paar If-Statements, die halt absagen, wie das Brett aussieht und was gemacht werden soll. Das heißt, die Strategie ist dann sozusagen hier festgelegt. Bei einer AI im wissenschaftlichen Sinne, was du wahrscheinlich gemeint hast, gäbe es sowas wie eine Strategie nicht in dem Sinne. Bei der wäre es dann einfach so, dass die Strategie selbst entwickeln würde, ja. Genau, aber am Ende gäbe es auf jeden Fall auch nochmal eine Strategie. Also wenn du irgendwie ein neuronales Netz oder sowas schreibst,
dann entwickelt es von sich aus wirklich eine Strategie und das heißt, du würdest auch was Ähnliches wieder sehen, allerdings wäre das nicht vom Menschen gekommen, sondern wirklich selbst quasi erschaffen. Und ein Riesenproblem bei neuronalen Netzen ist halt leider, dass es sehr, sehr schwer ist nachzuvollziehen, weil die meisten halt ein paar Hidden Layer haben und dann sieht man halt als Mensch die Verbindungen nicht mehr so leicht. Es ist dann schwer nachzuvollziehen, warum welcher Zug gewählt wurde, leider. Also ich gebe ganz gerne da immer das Beispiel von der Google KI, die selbst irgendwie verschlüsseln gelernt hat. Man weiß, wie sie verschlüsselt, man weiß auch nicht, wie man entschlüsseln kann, aber man weiß, dass es funktioniert und man hat auch noch keine Möglichkeit gefunden, es zu knacken. Aber man weiß auch nicht, wie man irgendwie beweisen soll, dass es auch wirklich sicher ist. Deswegen kann man sowas recht schwer nur zum Einsatz bringen. Also bei Sicherheit geht es darum, dass man es beweisen möchte. Das ist halt das Problem mit solchen Netzen, du hast nicht mehr den Überblick, du weißt nicht, wie genau es sich entwickelt. Genau. Cool. Gibt es sonst noch eine Frage? Ich sehe gerade ein paar geben was ein. Ja. Ansonsten, falls ihr irgendwie reden könnt oder Mikro habt, dann könnt ihr auch gerne Wortmeldungen oder sowas machen. Okay, ich würfel einfach... Achso. Ja, genau. Ja. Bei Facebook hat eine KI eine eigene Sprache entwickelt und die musste dann ausgeschaltet werden. Also das waren, für die es nicht mitbekommen haben, das waren 2 Chatbots, die sich miteinander unterhalten sollen. Und die haben dann, also natürlich haben die Englisch geredet, nur die haben dann irgendwann eine Sprache entwickelt, die auf das Zählen von Worten basiert. Das heißt, die haben dann irgendwie sowas gesagt wie I und so weiter halt. Ein Wort sehr, sehr oft wiederholt und sozusagen mit Hilfe von, dem Zählen einzelner Wörter gearbeitet, was man als Mensch dann nicht mehr verstanden hat. Ja. Und das passiert leider ziemlich häufig bei den Dingern. Also man weiß am Ende echt nicht mehr, was da passiert. Okay. An der Stelle würde ich einfach mal sagen, wir machen mal weiter, zumindest vorläufig. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, könnt ihr sie natürlich auch einfach stellen. Gut. Also, dann mache ich mal die Runde wieder zu hier. Und ja, der erste ist SidKI und Max Flips, der war vorhin hier, das weiß ich, und hat aber kein Mikro mehr. Du hast jetzt das Mikro, falls du was zu deiner KI sagen möchtest. Okay. Ja, wunderbar. Ich muss sagen, ist vielleicht ein bisschen unfair. Ich programmiere schon ein bisschen länger. So, vor 30 Jahren habe ich meinen ersten Rechner bekommen. Hörst du ihn? Ich bin immer noch zu verstehen. Ja. Hörst du ihn nicht? Ich nicht, nee. Ja, Hört ihr ihn aber im er Chat? ist relativ leise. Okay, ich tippe einfach mal und beschreibe, was die KI macht. Okay. Gut, dann macht weiter. Dann würde ich einfach mal, während hier getippt wird, würde ich einfach mal anfangen mit SidKI versus Max Flips. SidKI darf anfangen. So. SidKI versus Max Flips. Version 11 übrigens. Also dieses V11 ist nicht irgendwie ein cooles Ding, sondern es ist wirklich die 11. Version. So. V8 war wahrscheinlich in JavaScript geschrieben. Bitte? Die Version 8 war dann wahrscheinlich in JavaScript geschrieben. Okay. Also. Wir sehen hier weiß, also SidKI setzt erstmal hier rein, und ja, Max Flips macht in etwa ziemlich genau dasselbe auf der anderen Seite. Aber keiner möchte in die Ecken gehen. Aber jetzt natürlich sofort, sobald die Ecke frei ist, geht er sofort in die Ecke rein. Das ist ja irgendwie klar, das hatten wir auch schon gesehen, ist irgendwie die beste Strategie einfach. Und hier einfach direkt eingenommen. Also wir sehen schon, großer Vorteil, wenn man hier die Ecke hat und dann sich beide um diese beiden Seiten hier sozusagen prügeln, kann man natürlich recht viel einnehmen. Und, Darf ich den Entwickler was fragen? Ja, klar. Also du machst ja mit, was die meisten Flips bringt. Und natürlich, wenn jetzt mehrere Züge in einer Reihe verfügbar sind, dann gibt es ja mehrere Züge, die dieselbe Anzahl bringen. Wo setzt du hin? Möglichst nah oder möglichst weit Der weg? erste war möglichst nah an einem gegnerischen Stein. Beziehungsweise erstmal werden die Ränder bevorzugt. Genau. Wenn einer von den besten Zügen am Rand ist, dann wird er den nehmen. Dann eventuell den nächsten neben dem gegnerischen Stein und wenn er danach noch nicht entscheiden kann, macht das per Zufall aus der Menge.
Genau. Also hier haben wir es jetzt auch gerade wunderbar gesehen. Hier wäre es ja möglich, hier zu setzen, hier oder hier. Also entscheidet er sich einfach dafür, direkt an den Rand zu setzen, um den Stein hier eben umzudrehen. Und hier sehen wir jetzt dann wahrscheinlich gleich ein Triple Kill sozusagen. Alle 3 auf einmal umgedreht. Wunderbar. Das war gerade sehr cool, weil ich den ja nicht höre. Ach so. Ja. Stimmt, klar. Ja, direkt 3 Stück genommen, hier wieder mal. Und jetzt kommt hier wieder einer. Und direkt wieder hier am gegnerischen Rand, am eigenen Rand im Endeffekt eingenommen. Das heißt, man hätte natürlich auch hier setzen können, aber hier überall auch. Und wenn man dann natürlich an den Rand geht, hat man gleich wieder den Rand noch mit eingenommen. Also Das seine ist verdammt cool. Ja, das ist wirklich cool. Also an den Entwickler, ich lieb die Idee. Das ist klasse. Das ist wirklich super, ja. Aber hier Das ist tatsächlich, sowas- wenn eingenommen werden, Das ist so, dann ja. nicht. Ja, also hier hätte er natürlich jetzt auch den Einstein einnehmen können, aber da war ihm der Rand tatsächlich wichtiger. Und jetzt sehen wir dann wahrscheinlich gleich wieder hier Double Kill. Ja. Und ich merke mir das und den Algorithmus schreibe ich nachher als One-Liner. also aber die Ecke wird immer noch freigelassen hier. Und ich glaube auch nicht, dass wir da gleich was sehen werden. Die bleibt frei, die Ecke. Wer als erstes da reinsetzt, der hat ja sozusagen hier ein Problem. Ja, und dann sehen wir hier, okay, hier hätte man jetzt ein paar Möglichkeiten, aber sie sind alle irgendwie gleich. Einfach direkt alles einnehmen, was man einnehmen kann. Und hier gab es 2 Möglichkeiten, das heißt, man hätte gleich 2 auf einmal einnehmen können, also direkt beide genommen. Gefährlich wäre es jetzt natürlich bloß, wenn man hierher setzt, dann würde man den Stein wieder verlieren. Deswegen einfach nicht machen und die anderen Steine alle einnehmen. Und hier wieder auch der Gefahr ausgewichen. Hier haben wir den weißen Stein. Hier könnte man natürlich reinsetzen, würde den weißen Stein zwar umdrehen, aber könnte dann selbst wieder umgedreht werden. Das heißt, am besten hier reinsetzen, ist wirklich das Optimum, was man machen kann. Man dreht den Stein um und setzt selber keiner Gefahr aus. Echt super gemacht hier. Also er macht diese Min-Max-Strategie praktisch. Das ist ziemlich cool. Ja, das ist wirklich cool. Und wir sehen auch, es hat super funktioniert. Also 8:56. Ja, und Max Phipps gewinnt logischerweise. Respekt. Ja, wirklich super cool. Hat auch vorher jemand in den Chat geschrieben, das ist auf jeden Fall ein Kandidat für den Gesamtsieg. Ja, das ist auf jeden Fall ein Kandidat. Also ich glaube, wir haben hier schon ein paar Favoriten, die da wirklich ziemlich abgehen. Und ich glaube, das Finale wird auch noch wirklich spannend werden. Also Okay. wenn ich sagen darf, das ist meiner. Alles klar. Dann haben wir deinen. Ich habe natürlich keinen, ich bin absolut unparteiisch. Ich glaube, und, auch Entschuldigung. schon gesehen. Ja. Er schreibt noch, wenn ein Zug vom Gegner sehr viele Flips bringt, dann wird er defensiv auch noch behandelt. Also es gibt sozusagen noch einen Extrafall, den er behandelt wird. Das ist natürlich besonders cool. Er kann also auch Okay. defensiv spielen. Gut, wir haben hier Superior, glaube ich, habe ich nicht gesehen, aber Perfect Turn habe ich gesehen. Dem würde ich gerade mal kurz noch das Mikro geben. Wo bist du denn? Da bist du. So, du Aber kannst GitHub, reden, wenn du möchtest. Ich habe den noch nirgendwo hochgeladen, aber du kannst den ruhig veröffentlichen. Stimme? Alles klar, dann würde ich den einfach nachher vielleicht hier im Raum veröffentlichen. Ich hab noch Oder einen ins Forum posten, wenn du aber ich möchtest, kann kannst du ja das auch machen. Alles klar. Hört man mich? Okay, cool. Ja, Regenwolf, Okay. ist er, glaube ich. Ja, man hört dich. Meine KI ist in einem Punkt ein bisschen gleich wie Max Flips. Und zwar geht sie jeden möglichen Zug durch und zählt quasi, wie viele Steine vom Gegner umgedreht werden würden. Und hinterher setzt er auf den Stein, der am meisten bringen würde. Okay. Ja, cool. Das heißt, es wird gleich nochmal spannend werden in der Gruppe. Das heißt, wir haben jetzt hier Perfect Turn darf anfangen und Superior ist als zweites dran. Das heißt, wir haben hier... Was jemand von euch woanders liegen kann, ich habe es jetzt wieder nicht gehört. Hast du vielleicht irgendwie die Teilnehmer gemutet? Er hat gesagt, ja, dass seine KI im Endeffekt das Ganze ähnlich behandelt. Er berechnet sozusagen, was am meisten Flips geben würde. Ja. Und ja, macht das dann natürlich. Ich weiß nicht genau, warum du die Leute nicht hörst, aber... Also vorher habe ich alle gehört auf jeden Fall. Leggy, oder wer war das vorher? Ja.
Die es halt waren, die habe ich alle gehört, aber jetzt gerade nicht mehr. Seltsam, aber mich kannst du ja noch hören, deswegen... Ja, dich höre ich, deswegen wundert's mich. Okay. Egal. Perfect Turn gegen Superior. Wir schauen einfach mal, wer da so gewinnt. Ich muss natürlich wieder ranzoomen. So. Also beide meiden die Ecke hier. Ich glaube, das hat sich schon fast durchgesetzt. Okay. Und Gut, wir hatten auch viele, die da reinsetzen in der ersten Runde. Natürlich hier ein Vorteil dadurch, dass er angefangen hat. Ich kann nochmal kurz zurückgehen. Wenn jetzt Weiß hier was hat und Schwarz setzt hierher, kann natürlich Weiß direkt wieder den Stein einnehmen. Und bei Schwarz, wenn Schwarz jetzt direkt da wieder hinsetzt, ist es natürlich genau wieder dasselbe Problem. Man kann es einfach direkt wieder einnehmen. Das heißt, man ist da einfach nicht mehr safe. Außer man setzt natürlich in die Ecke und hier steht schon was. In dem Fall wäre es jetzt natürlich witzig zu sehen. Ja, er geht jetzt hier tatsächlich in die Ecke. Ja, aber ich glaube... Ja, jetzt ist nämlich der Corner Kill und wenn er jetzt nicht hier oben in die Der Ecke geht da rein. Der geht da Okay, rein, gut. das ist cool, ja. Das heißt, wir haben jetzt zwar 2 Corner Kills, aber er hat seine komplette Zeile hier geschützt und es ist nichts passiert an der Stelle. Wobei, andererseits, Schwarz kann ja jetzt in zwei Richtungen... gewesen. Schwarz kann ja jetzt in Ich glaube, zwei du hast gerade Richtungen... Verbindungsprobleme leichte. Ich? Genau, ja. Ja, jetzt ist besser, Alles Okay. gut. Genau, ja, und das macht jetzt Schwarz natürlich auch hier, also einfach beide Richtungen und dann hier umdrehen, aber ja. Weiß geht jetzt hier in die Mitte rein, was natürlich Ich würde sogar auf gefährlich Schwarz ist, weil wir hier auch einfach alles umdrehen können, vor allem wenn... Okay. Mal schauen. Ich weiß es noch nicht, es kann sich noch alles drehen, also hier ist gerade wirklich noch alles offen. Steht und fällt mit den Ecken. Ja, und jetzt haben wir hier die Situation, Schwarz setzt in die Ecke rein, weil Weiß natürlich hier schon reingesetzt hat, das heißt, ein Corner Kill ist keiner mehr möglich. Und dadurch ist jetzt natürlich auch hier die Seite nach unten offen. Und man kann hier eigentlich relativ safe expandieren, würde ich jetzt fast sagen dazu. Corner Kill geht auch keiner mehr. Ich weiß nicht, warum du gerade da reingesetzt hast, aber ja, das ist jetzt natürlich... Weiß hat hier diese eine Seite, das heißt, er kann hier schon noch einiges machen, aber Schwarz holt sich jetzt hier gerade die zweite Seite zurück. War auf jeden Fall nicht der Perfect Turn. Aber es ist spannend zu sehen, was hier gerade so passiert. Vor allem, weil die KIs ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich miteinander, glaube ich, umgehen würden. Okay, und wir sehen jetzt, in der Mitte gibt es quasi das Schlachtfeld. Wer kriegt am meisten Umdrehungen? Und das war jetzt natürlich hier ziemlich viel. Das sind 5 Stück auf einmal. Kann Weiß aber auch kontern, indem er hierher zum Beispiel setzt. Ja. Oder ja, hierher dann mit, also gut, es sind nicht so viele wie gerade eben, aber 2 immerhin. Ja. Dadurch, dass jetzt Schwarz natürlich hier mehr Ränder hat, kann er auch mehr umdrehen sozusagen. Und da geht jetzt natürlich nicht mehr so viel. Und ich glaube, Schwarz hat in der Stelle sogar gewonnen. 18:46 für Superior. Das heißt, ja, hat tatsächlich fast besser funktioniert, später anzufangen. Es war einfach tatsächlich am Anfang dieser Zufall, dass diese Ecke frei geworden ist oder dass man diese Ecke umdrehen konnte. Genau. Ja, dann würde ich sagen, Sid KI gegen Perfect Turn machen wir. Wieder mal würfeln. Das bedeutet, Perfect Turn darf anfangen. Wieder. Gegen Sid KI. Ja. So. Okay, ich zoome wieder ran. Und wir schauen es uns wieder mal an. Beide wollen nicht in die Ecke rein, aber diesmal setzen sie sich an unterschiedliche Seiten und expandieren auf der Seite. Und jetzt kann man hier natürlich den schwarzen Stein nicht mehr umdrehen. Das ist ziemlich cool, weil man hat jetzt hier natürlich Weiß auf der einen Seite, Weiß auf der anderen Seite. Das heißt, der schwarze hier ist eigentlich nicht mehr umdrehbar. Und jetzt kann Schwarz einfach hergehen und diese... Okay, so geht's natürlich auch, aber jetzt ist Corner Kill möglich. Schwarz könnte aber eigentlich hier auch recht schnell diese Steine umdrehen, wenn er möchte. Nicht nur den einen, sondern den anderen kann er auch noch holen.
Und ja, wir sehen, hier Weiß holt sich die obere Seite, Schwarz holt sich die Seite und Weiß holt sich einfach das Ganze, indem er einfach die komplette Seite umdreht. Corner Kill ist jetzt zwar möglich, macht Schwarz aber nicht mal. Geht einfach auf die andere Seite und holt sich die nächste Ecke da oben. Corner Kill zweimal möglich hier, Schwarz macht es aber gerade nicht. Das ist jetzt natürlich, ja, jetzt hat Schwarz nicht einen einzigen Stein mehr auf dem Spielbrett. Das heißt, jetzt hat er richtig Probleme, denn jetzt kann er quasi nichts mehr machen. Jetzt kann er wirklich nur noch abwarten. Oha. Das Einzige, was er machen könnte, wäre hier reinsetzen, denn da kann der Stein nicht direkt genommen werden. Also er kann ihn hier reinsetzen, dann könnte er später versuchen, was anderes zu holen. Aber aktuell, so wie es jetzt läuft, sieht schwierig aus. Und klar, Corner Kills gehen immer. Aber ja, jetzt kann er hier zwar weiter expandieren, aber wenn Weiß ihm jetzt hier gleich den Siegel vorschiebt, wäre das auch möglich. Und wie gesagt, Corner Kill hier unten immer noch möglich, aber will er nicht. Jetzt ändert sich das Ganze schon wieder. Ja, immer noch Weiß ziemlich stark im Vorteil, aber er könnte viel mehr holen. Hier eigentlich hier einsetzen, hier einsetzen, hier einsetzen und den Corner Kill hier abschalten sozusagen. Denn dadurch sind ja diese ganzen Steine hier gefährdet. Aber das sieht auch nach einem Muster aus hier, glaube ich. Also jeder zweite wird gesetzt. Ja, sieht ziemlich genau so aus. Aber man könnte hier, ja genau, so zum Beispiel könnte man richtig viele umdrehen. Und jetzt ist auch kein Corner Kill mehr möglich. Jetzt hat er natürlich hier die Oberhand. Wobei er jetzt gerade noch ein paar holen hätte können. Aber dafür, dass es kurzzeitig mal überhaupt keine schwarzen Spielsteine mehr gab, war es natürlich trotzdem noch ein mehr oder weniger Comeback. Aber trotzdem, natürlich 45:19, Player 1 hat gewonnen. Und er kriegt damit natürlich 3 Punkte. Das heißt, wir haben hier Perfect Turn 3 Punkte. So, und ja, jetzt sieht schon wieder so aus, als hätten wir hier nachher noch ein bisschen Punkte zählen. Deswegen lasse ich die einfach mal hier offen. Genau. Darf ich da kurz auf eine Frage eingehen? Max Flips gegen Superior. Used to hat nämlich was gefragt, oder beziehungsweise einen Gedankenblitz gehabt. Und zwar sagt er, dass ob der Begriff künstliche Intelligenz, das lässt ihn scheinbar nicht los, ob der Begriff da überhaupt angemessen ist dann. Weil Intelligenz ja vom lateinischen, Moment, jetzt muss ich nachgucken, intellegere kommt. Und das so viel wie verstehen bedeutet. Was er damit sagen will, ist, die KIs verstehen ja sozusagen nicht wirklich, was abgeht. Das ist so seine Interpretation, deswegen findet er den Begriff künstliche Intelligenz nicht so angebracht. Ich sag dazu gleich was. Ich bin nur ganz kurz nochmal weg, aber ich gehe da gleich drauf ein. Ja, eine künstliche Intelligenz oder Intelligenz an sich, ich weiß nicht, ob jetzt zum Beispiel eine bilderkennende Intelligenz auch wirklich versteht, was auf dem Bild drauf ist. Sie versteht es ja nicht wirklich, sie versteht nur, dass da Muster drauf sind und erkennt diese Muster. Also ich würde mal sagen, es geht darum, erkennen versus verstehen. Und dann wirst du recht viele Probleme haben, wenn du das versuchst irgendwie zu definieren. Aber ja, das würde ich wirklich sagen, ist ein Thema für Discord-Philosophie. Also, da gibt es extra einen Chat. Ich habe jetzt leider deine Definition verpasst. Könnt ihr gerne mal drüber schreiben. Weil ich gerade weg war, aber ich hab keine Definition gegeben. Ich habe nur gesagt, dass es wahrscheinlich zwischen Erkennen und Verstehen so ein bisschen unterscheiden. Nämlich in der Informatik gibt es sogenannte Blackbox-Systeme. Das sind sozusagen Systeme, in die du normalerweise nicht hineinschauen kannst. Das heißt, die machen irgendwas, du gibst denen gewisse Inputs und du gibst gewisse Outputs. Ein Beispiel dafür wäre eine Funktion. Und so ein Bot hier ist jetzt auch so ein Blackbox-System. Das heißt, da kann was reinkommen, nämlich halt das Brett, und es kommt was raus, nämlich das neue Brett. Und was da drin passiert, das kannst du ja dann im Endeffekt, ohne als wenn du den Bot nicht kennst, halt nicht wissen. Was bedeutet im Endeffekt, du kannst nicht definieren, ob der jetzt sowas wie ein Verständnis hat, weil du nicht überprüfen kannst, was er macht. Ein Beispiel, wo es auffällig ist, angenommen, man könnte einen Bot machen, der sich das ganze Brett anschaut, analysiert und alles im Brett versteht und dann einen zufälligen Zug macht. Würde gehen. Aber dann kannst du ja nicht nachweisen, dass er das Verständnis hat, weil es eben
nur Inputs und Outputs gibt. Und was dazwischen passiert, siehst du ja nicht. Deswegen geht es nicht nachweisbar. Ja, stimmt. Und die Turing-Tests würden die Programme wahrscheinlich sogar teilweise bestehen, weil man nicht erkennen kann, ob das jetzt ein Mensch ist, der da spielt. Also wenn ich jetzt wirklich gegen so eine KI, ich als Spieler spielen würde, das heißt, ich würde jetzt hier setzen, wo würde ich als Mensch setzen, dann könnte ich ja schlecht erkennen, spielt da jetzt gerade eine KI gegen mich oder spielt da wirklich ein Mensch gegen mich. Deswegen, Genau. Turing-Test wird wahrscheinlich sogar in dem Fall bestehen. Aber ich würde Ja, das sagen, spricht- wir machen... Entschuldigung, jemand spricht an Debugging. Ja, genau, es gibt nämlich, ich glaube 3 Stück sogar, 2 mitgelieferte Debugger, die ich geschrieben habe für Core. Wer also gegen seine AI spielen möchte, kann das sogar machen als Mensch. Ja, genau. Okay, wir sehen jetzt übrigens gerade das Match Max Flips gegen Superior. Und hier sehen wir, Max Flips setzt sich erstmal hierher, Superior in die nähere Umgebung der Ecke, weil da natürlich wieder mal keiner hinsetzen möchte. Und das wird jetzt natürlich direkt umgedreht. Ja, der natürlich jetzt auch. Und auf der anderen Seite geht es jetzt natürlich genau weiter, weil man hier natürlich nicht in die Ecke reinsetzen möchte. Aber man möchte trotzdem irgendwie die Steine umdrehen. Und ja, jetzt sind sie mehr oder weniger passiv, beide auf ihrer Seite und versuchen genau dasselbe auf der anderen Seite auch nochmal. Okay, so und jetzt geht's in die Ecke, das heißt, Schwarz hat jetzt hier in die Ecke reingesetzt, was jetzt aber gar nicht so schlimm war, denn Schwarz kann ich den ganzen Strang hier umdrehen, weil ja, da liegt schon ein Schwarzes. Das heißt, die Ecke war gar nicht so schlimm. Die Ecke ist auch nicht wirklich schlimm, weil auf der Seite kann nichts passieren. Nur Weiß könnte jetzt hier unten natürlich alles einnehmen, aber Schwarz vereitelt das Ganze natürlich gerade mal wieder. Und Weiß nimmt hier direkt einfach mal 2 Steine, Schwarz nimmt einen. Ja, also die beiden, die können nicht gut miteinander, die mögen sich nicht. Die versuchen wirklich beide extrem viel umzudrehen. Weiß nimmt jetzt hier komplett den schwarzen Strang ein. Und jetzt ist natürlich auch die Ecke hier gegessen, das heißt, da geht nichts mehr. Ja, also die kämpfen ganz schön hart und ich glaube, es ist auch gerade ziemlich unentschieden. So sieht es zumindest für mich aus. Aber Weiß kann jetzt hier am Ende nochmal recht viel einnehmen. Aber Schwarz geht in die Ecke. ja, Ja, ich glaube, also unabhängig davon, die sind beide sehr, sehr stark. Ja, die sind beide echt gut und es war wirklich, wirklich knapp gerade. 34:30. Mein Liebling hat's gerissen. Ja, gerade so. Ganz knapp. Das heißt, wir können hier nochmal 3 Punkte vergeben. Aber war knapp, war wirklich, wirklich knapp. Ja. So, jetzt haben wir noch Sid KI gegen Superior und Max Flips gegen Perfect Turn. Und wir fangen mit Sid KI gegen, verdammt, mein Gehirn. Das ist eine Eintagspflege. Sid KI gegen Superior. So, Sid KI darf anfangen. Ah, Windows, du bist so gut. So. Okay. Und ja, Favorit ist gerade hier Superior, weil Sid KI noch nicht gewonnen hat. Aber wer weiß, was dann noch alles passiert. Wir haben gerade eben schon Superior gesehen. Achso, Ransom, sorry. Und ja, wir sehen hier wieder, beide wollen nicht direkt in die Ecke, sondern direkt nebendran. Das hat sich wirklich so durchgesetzt gerade. Einer ist jetzt, hier hat den Corner Kill vereitelt und Schwarz setzt sich sofort in die Ecke und kann dadurch natürlich richtig, richtig viel umdrehen. Das ist jetzt natürlich heftig, weil man dadurch extrem viele Steine umdrehen kann. Jetzt ist mal wieder kein weißer Spielstein auf dem Brett. Aber da ist er wieder. Und die Ecke, ja, und Corner Kill natürlich. Und nächster Corner Kill hätte man eigentlich schon vorhersehen können. Genau. So, aber einer muss es ja tun, einer muss in die Ecke, anders geht's halt nicht. Und jetzt hätte man hier oben natürlich direkt 3 umdrehen können, aber gut. Und das ist natürlich super gewesen, weil ich hier einfach direkt den nächsten Weißen umdrehen konnte. Genau, Schwarz platziert sich wieder mal strategisch sehr, sehr klug an den Ecken, an den Kanten und Weiß macht innen drin alles voll.
was natürlich jetzt alles umgedreht werden kann. Also hier 3 auf einmal umgedreht, 2 auf einmal umgedreht, wieder 3 umgedreht, wieder 3 und wieder 2. Das heißt, wir haben jetzt hier schon ein relativ heftiges Match. Dieser eine Stein hier wird knapp, also ich glaube, jetzt hat Schwarz schon fast mehr als die Hälfte des Spielbretts. Und da oben kommt wirklich niemand mehr ran. Da kann man nicht mehr reingehen. Also die Steine lassen sich ja alle nicht mehr umdrehen. Das ist schon sehr, sehr heftig. Eindeutig sein. Das wird mehr oder weniger eindeutig. Corner Kill jetzt auch noch und jetzt haben wir hier 3 weiße Steine. Das hätte ich nicht gedacht, dass er das noch hinbekommt. Ja, und jetzt haben wir hier 4 weiße Steine gegen sehr, 60. sehr viele schwarze. 60. 60, natürlich. Also es sind 60 insgesamt, da hätte ich auch mal mein Hirn einschalten können. Aber hey, gut. Das bedeutet natürlich, dass Superior hier gewonnen hat. Was bedeutet, wir haben hier vielleicht ein Stechen zwischen Perfect Turn und Superior, aber wir sind müssen wir nicht, die kommen einfach beide weiter. Ich meine, die 2 sind ja ganz klar die Gewinner. Und 2 kommen immer weiter. Es ist noch nicht sicher. Max muss noch gegen Perfect Turn spielen. Das Spiel hatten wir noch nicht. Okay. Das heißt, es kann tatsächlich noch zum Stechen kommen, aber... Ich will noch ganz kurz was sagen. Tut mir leid, wenn ich jetzt so ein bisschen in die Theorie gehe, aber ich wurde halt gerade gesagt, oder du wurdest es natürlich auch gesagt. Und zwar hat da jemand ein bisschen ein Problem zu verstehen, was ich mit Blackbox meine, als ich das gesagt habe. Weil er meinte, eine Funktion kann man ja debuggen und ein Bot kann man ja debuggen, also ist klar, so in Bezug auf Turing-Test, also ist klar, dass es ein Bot ist, oder in Bezug auf das, was ich gesagt habe, kann man sehen, ob er Verständnis hat, so Zeug. Versteht man, worum es geht? Ja, oder? Also ich schon, ja, aber... Okay, gut. Und zwar, erstmal zu deiner ersten Sache, nein, nicht in jeder Sprache haben alle Funktionen Source Code. In Smalltalk zum Beispiel kann es Objekte geben, die gar kein Source Code assoziiert haben. Also damit ist das schon mal nicht richtig. Es muss nicht immer Source Code, den man sich anschauen kann, geben. Und zum anderen, das, was Cedric mit dem Turing-Test angesprochen hat, da geht es nicht darum, dass du von Anfang an weißt, ob dein Gegner ein Bot ist. Du musst es dir ein bisschen zur Vorstellung so vorstellen, dass ihr zum Beispiel über ein Netzwerk, also online spielt. Und dein Gegner kann jetzt ein Mensch sein oder es kann ein Bot sein. Aber du weißt es nicht. Du kannst nicht den Source Code anschauen. Das ist recht nicht von Menschen. Deswegen weißt du nicht, ob das halt ein Bot ist. Daher sind das eben Blackboxes. Das heißt, du kannst nicht anschauen, was macht der, was versteht der, weil du eben nicht den Source Code hast. Den hast du gar nicht, wenn man über Turing-Tests und sowas redet. Okay. Genau, cool. Ihr könnt es ganz gerne noch weiterführen. Ich würde ganz kurz vielleicht nach der Vorrunde hier, also bevor wir in die Viertelfinale, Halbfinale und Finale gehen, eine kurze Pause einlegen, so 5 Minuten oder sowas. Für die Leute, die mal ganz dringend aufs Klo müssen oder sowas. Keine Ahnung. Genau. Ja, also wir sehen jetzt gerade mal hier Perfect Turn gegen Max Flips. Perfect Turn ist weiß und platziert sich hier direkt in der Nähe der Ecke. Max Flips hier direkt unten drunter. Kann natürlich jetzt wieder umgedreht werden. Passiert auch tatsächlich. Wird direkt wieder umgedreht. Und ja, jetzt macht hier Perfect Turn wieder einen, weiß ich nicht, bedenklichen Move. Kann natürlich hier durch einen Corner Kill wieder getötet werden. Setzt sich direkt hier oben rein. Wieder Corner Kill. Und die Situation haben wir schon mal sehr, sehr ähnlich gehabt. Ja. Also, hier geht es theoretisch jetzt an den oberen Ecken weiter. Die sind beide für Schwarz ziemlich offen. Und genau das macht Schwarz auch hier. Kann eingenommen werden. Und ja, hier genauso. Und wir sehen jetzt hier sogar direkt mit 3 umgedreht sogar noch. Und an die andere Ecke auch noch. Das ist sehr offensiv, aber funktioniert natürlich ziemlich gut. Und ja, hier oben weiß direkt wieder umgedreht. Natürlich, weil hier die Seite sehr stark bevorzugt wird. Ist natürlich hilfreich. Wie gesagt, wir haben ja schon gesehen, wenn man an der Seite ist, dann hat man recht viel Macht auch über den anderen. Die Seite ist jetzt safe für Weiß erstmal, aber bis dahin sieht es für Schwarz eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Also die Seite bringt Spieler Weiß jetzt nicht viel. Okay, jetzt hat es gerade etwas mehr gebracht, aber es gibt nur 2 Stellen, wo er durchgreifen kann. An den anderen blockt er sich ja selbst ab. Deswegen ist es für ihn jetzt leider nicht so gut. Aber hier sind ja auch noch die Ecken offen, deswegen die Seite hier ist komplett. Genau, also für Schwarz auf jeden Fall. Für Schwarz ist es gut. Ja. Ja, und hier direkt erstmal extrem viel umgedreht.
aber trotzdem hier wären zum Beispiel auch 3 möglich. Ja, jetzt sind sie direkt alle 3 eingenommen und an die Seite sogar auch noch platziert. Das heißt, hier wirklich viel gemacht. Genau. Und hier sogar 5 Steine eingenommen. Das ist echt einiges. Und an die Ecke direkt, sobald kein Corner Kill mehr möglich ist. Und wieder an die Ecke. Und ja, hier oben direkt jetzt alles umgedreht. Aber Weiß hat hier auch immer noch einen Punkt, wo er was machen kann. Hier genauso jetzt. Ja, und ja, war gar nicht so knapp. Oder so unknapp, besser gesagt. Aber trotzdem 23:41 für Max Flips wieder mal. Damit ist die Runde entschieden und ja, es kommt überhaupt zu keinem Stechen. Wir haben hier Max Flips als eindeutigen Favoriten. Der V11, der als erstes ins Viertelfinale hier von der Gruppe einzieht und Superior, der als zweites ins Viertelfinale hier drüben einzieht. So, und damit haben wir die Vorrunde fertig. Das waren jetzt wahrscheinlich die meisten Spiele. Für diejenigen würde ich mal sagen, die ganz kurz Pause wollen oder sowas, ihr könnt jetzt entweder ganz kurz mit Anthony hier philosophieren, es sei denn, du musst auch ganz kurz Ja. weg. Ich gehe mir ganz kurz auf, bin gleich wieder da. Bis gleich. Kann vielleicht jemand was sagen? Ja, Blackie, ich schreibe dir auf Discord, wenn es weitergeht. Ja, Score nicht mal ins Viertelfinale, aber du hattest halt auch sehr, sehr gute Gegner. Also in einer anderen Runde wärst du vielleicht echt reingekommen. Wie das Spiel heißt, meinst du das Battle of the AIs? Wie das Spiel heißt, das wir da gerade machen? Mika? Okay, du musst nicht in Rot schreiben. Das Spiel heißt Core, was ursprünglich für Computer Reverse stand. Das habe ich gemacht und die Regeln dabei stark abgeändert, weshalb es jetzt eigentlich ein eigenes Spiel ist. Es heißt Core, du findest es auf GitHub. Wie kann man denn hier die Farbe bestimmen, in der man schreibt? So, hat man mich gehört? Regenwolf schreibt, dass er hier viel mehr lernt als gegen die eingebauten KIs, die ich mitgeliefert habe. Ja, die ich mitgeliefert habe, waren tatsächlich auch nicht sonderlich gut. Die sollten einfach nur dazu dienen, dass man was hat. Bisschen Codebeispiele, dass man weiß, in welche Richtung es geht. Viele können halt mit Docs besser arbeiten, wenn es Codebeispiele gibt, deswegen habe ich da welche mitgeliefert. Hallo, hört man mich? Ich hab's gehört. Irgendjemand hat's gehört? Was? Wie? Wo? Wie? Irgendjemand fragte, ob man ihn hören kann. Ja, ich fragte. Wie kann man denn hier in Farbe schreiben? Anthony, Das weißt du stimmt das? übrigens, wenn ihr gerade sprecht, ich höre keinen von euch. Ach so, okay. Weißt du, wie man hier in Farbe im schreibt? Chatfenster. Da ist so ein kleines Symbol. Ah, okay. Justus sagt, ob ich eine Blackbox bin. Ja, okay. Sofern du safe. mein Gehirn nicht verstehst, und ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass wir das Gehirn von Menschen komplett verstehen können. Ja, Menschen sind sozusagen Blackboxes, sie nehmen aus ihrer Umgebung Signale wahr und können natürlich auch gewisse Prozesse einleiten, was dann eben die Outputs sind.
das kennen vielleicht manche von euch gar nicht. Wenn ihr, schreibt mal kurz in den Chat, was für Sprachen nutzt ihr so? Schreibt mal bitte. TypeScript, Java, HTML, du darfst gehen. C++, Java, Python. Okay, dann kennen das die meisten von euch gar nicht. Es gibt Sprachen, in denen Prozesse, in denen Handlungsschritte tatsächlich auch als Daten vorhanden sind. In Category Theory im Bereich der Mathematik nennt man die Typen Monaden. Für die von euch, die es interessiert, das sind Monoiden in der Kategorie der Endofaktoren. Ich glaube, das hat keinen interessiert. Und Monaden können genutzt werden, um Randwirkungen in Datentypen zu kapseln. Auf die Weise können Sprachen wie Haskell zum Beispiel schaffen, pure zu bleiben, das heißt nebenwirkungsfrei und trotzdem einigermaßen nützlich zu sein. Wirklich. Schön gesagt. Ich bin auch wieder da. Hey. Hey, hier schreibt jemand in Nessen. Wofür steht es nochmal? NetWide Assembler, oder? Jetzt fangen wir schon wieder an mit Sprachentheorie, oder wie? Gut, Regenwolf versteht nichts. Was davon, was ich gesagt habe? Was davon hast du nicht verstanden? Lukas, ja, hier kann jemand Angular. Woche hat hier jemand das geantwortet, als ich gefragt habe, welche Sprachen er kann. Wobei Angular nicht wirklich eine Sprache ist, aber gut. Okay. Alles, okay. Ja, das Category Theory Zeug. Ich glaube, ihr hört es gerade nicht. Nicht langweilig. Das muss man nicht verstehen. Ach so, das ist eigentlich auch nicht mehr wirklich Informatik. Also wir hören dich, nur ich glaube Anthony hört dich gerade nicht. Der hörte anscheinend gerade keinen. Ich weiß nicht warum. Aber vorhin gehört Anthony. Ja, vorhin hätte ich gehört. Ich höre dich auch noch, ja, aber. Oh wow, okay. Ich wollte nochmal mein Mikrofon testen. Ist das jetzt besser als eben? Ja, also. Ich weiß nicht, oh ja, das war, ist super. Ich weiß nicht, wer Entoy ist, aber wenn du ein N vergessen hast, dann ja. Was ist? Vielleicht etwas unpraktisch, wenn die beiden mehr oder weniger Veranstalter sich hier nicht hören. Ja. Stimmt. Aber gut. Dann warten wir noch ganz kurz, bis er wieder da ist, würde ich sagen. Ach, tippen kann er ja noch, stimmt, das war der andere. Okay. Ja, wenn es sonst gerade keine Fragen mehr gibt, würde ich einfach tatsächlich weitermachen. Ich habe vorhin gesehen, irgendwer wollte auf Discord benachrichtigt werden. Wollt ihr vielleicht den kurz, ganz kurz schreiben? Oder ist er schon wieder hier drin? Ansonsten, ja. Perfekt, Dankeschön. Okay, cool. Das heißt, wir können direkt weitermachen. Ich würde sagen, Viertelfinale, wir fangen links an und gehen einfach direkt, da ist er schon wieder, gehen direkt einfach nach rechts durch, wenn ich den Menschen hier wieder mal als Moderator festgelegt habe. Hörst du mich jetzt wieder? Achso, ich glaube, du musst dein Mikro wieder neu freigeben. Ich höre dich. Ah, wunderbar. Hörst du jetzt auch alle Hörst anderen du mich? wieder? Ja, ich höre dich wunderbar. Das ist die Frage. Kann mal irgendjemand, der nicht du ist, was sagen? Hallo, hallo, hallo? Nico, ich höre dich. Hallo. Prima. Ich höre euch alle. Sehr gut. Perfekt. Sehr schön. Dann tut mir leid, dass ich euch gerade so reingelabert habe wahrscheinlich. Ja, das macht nichts. Alles gut. Alles klar. Es gibt, wegen der Verzögerungsfrage, wo hier gerade stattgefunden hat, es gibt eine ganz kurze Verzögerung, glaube ich, das ist in etwa der Ping, oder ein bisschen mehr als der Ping, glaube ich.
zweimal Ping, um genau zu sein wahrscheinlich. Aber ja, dann würde ich einfach sagen, fangen wir direkt mit dem Viertelfinale an. Und lass mich ja nie wieder alleine, Cedric, gell? Ja, Ich habe das Gefühl, dass ich alle langweil. Nee, ich glaube das nicht unbedingt, aber du fängst wieder mit Programmiersprachen an und das ganz gerne, aber das ist ja nicht so an der Nee, Stelle. ich habe mit Category Theory angefangen, noch schlimmer. Ja, ich habe dich gehört, so ist es nicht. Aber ich meine, die Leute hören mir zu, also muss es ja irgendwie... muss War es ja sehr alles ruhig. hören. Sagen wir es so. Okay. Gut. Also Vorrunde schließen wir erstmal hier und würfeln mal, wer anfangen darf. Also Nummer 1 darf anfangen, das heißt Tornado gegen Kane AI. So, jetzt kommen wahrscheinlich die spannendsten Matches, auf die wir uns schon alle gefreut haben. Oh ja. Achso, halt, Tornado braucht eine Spezialbehandlung. Fällt mir gerade so ein. Der liegt ja an einem ganz anderen Ort, weil er, wie gesagt, Module noch importiert und naja, ist nicht so schlimm. Macht er irgendwas besonders? Also, er importiert Module, aber... Er importiert Module, deswegen liegt er an einer anderen Stelle. Ich wollte den Code nirgendwo ändern, sonst habe ich ja irgendwo eingegriffen. Und Ich weiß, dass du Code nicht ändern magst, deswegen bin ich nicht in meinem Tool verlinkt. Das kann sein, ja. Okay, und die zweite war Kane AI. Wo ist Kane? Hier ist er. So. Okay. Also, Tornado gegen Kane AI. Mal gucken, wer hier jetzt gewinnt. Tornado war ja vorhin schon recht stark. Kane AI war auch nicht schlecht. Tornado ist ein bisschen durchschaubarer. Ja, das stimmt. Also, Weiß Tornado, Schwarz Kane AI. Wir werden sehen, wer hier gewinnt. Aber Tornado ist der Publikumsliebling. Ja, das scheint so zu sein, ja. Aber Tornado baut sich hier gerade an der Seite was auf, während Kane Das ist AI Kane, hier sich ja. was dann schon aufbaut. Okay. Das sieht erstmal sehr, sehr passiv aus. Gleich werden sie sich angreifen, denke ich mal. Aber ja, wir sind hier schon ordentlich an der Seite. Und Kane jetzt ist interessant. und direkt in die Ecke rein. Klar, Corner Kill. Und jetzt kehrt die ganze Seite weiß. Das war natürlich jetzt richtig, richtig gut. Direkt wieder Corner Kill. Aber war nicht so schlimm, weil die Seite hier kann man jetzt nicht mehr einnehmen. Ganz kurz. Justus fragt, ob der Turing-Test eine Art IQ-Test für KIs ist. Nein. Der Turing-Test ist überhaupt ein Test, ob es eine KI ist. Da geht es darum, hey, ist man gegenüber ein Mensch oder nicht? Da gibt's auch ein paar tolle Filme dazu, aber ich weiß nicht, ob ich die hier jetzt nennen darf, ohne Es gleich gibt zu einen erklären. tollen Film dazu. Einen. Das stimmt nicht. Und ja, hier direkt die Ecke gesaved hier, sobald man reinsetzen konnte. Und hier wieder Corner Kill. Ja, und jetzt sieht's natürlich gut aus für Weiß, also für Tornado, denn er hat jetzt hier 3 Seiten, Kane AI hat nur eine Seite und baut sich hier von unten jetzt alles safe auf. Ja, sieht man auch direkt hier. Schwarz kann natürlich jetzt einiges noch zurückholen und ja, wir sind durch. Ich glaube, es ist nicht ganz eindeutig, aber auf jeden Fall hat Tornado gewonnen, 40:24. Und damit ist Tornado weiter im Halbfinale. Jetzt machen wir hier kein Best of 3 oder sowas. Würde ich zumindest mal sagen. Also Best of 3, ich weiß nicht, bei einer KI macht das irgendwie wenig Sinn. Und es ist ja eigentlich auch völlig egal, wer hier an erster Stelle steht oder an zweiter Stelle steht. Deswegen schreibe ich die jetzt einfach so rein. Weil, ja klar, wir würfeln ja, wer anfangen darf. Okay, The Blackie vs. Giga Tai, das ist natürlich wieder vorsimuliert, weil, wie gesagt, es dauert ein bisschen. Ja. Und ich möchte... Vorher kam aber auch die Frage, Ja, Entschuldigung, vorher kam auch die Frage, ob wir denn nicht Hin- und Rückspiel machen wollen im Halbfinale oder Finale Spiel um Platz 3 dann bei denen. okay. ich würd- Was machen wir dann mit einer... Ja, okay, wir können die Steine zählen, das könnten wir theoretisch Eben. machen. Das wäre eine Idee, ich würde sagen, das machen wir dann einfach je nach der Zeit. Wie man so je nach der Zeit... Achso, ja, im Halbfinale dann? Ja, okay, das können wir Ja. machen. Okay. Gut, dann würfeln wir wieder mal, wer anfangen darf. Wo ist es denn? Hier. Und der Erste darf anfangen. Das heißt, The Blackie vs. Giga Tai.
So, halt, stopp. Die hieß anders. Ach so, stimmt, das Match ist sowieso schon simuliert. Dankeschön. Klar. Wenn ich es jetzt noch finden würde. Sorry, dauert gerade. Ah ja, hier. Okay. Gut. Okay, wir schauen. Und ja, wieder mal hier natürlich, The Blackie simuliert, setzt sich hier direkt an die Seite. Übrigens, The Blackie als weiß, Gigatai schwarz. Aber ja, das hatten wir ja schon gesehen. Ich finde Gigatai hier gerade so absolut unberechenbar. Man weiß überhaupt nicht, was da gerade passiert. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch wirklich random gemacht worden. Hier direkt in die Ecke reingesetzt. Ich habe nicht rangezoomt, sorry. Direkt in die Ecke reingesetzt, sobald derjenige, sobald die Ecke sicher war. Dann Gigatai oben rein. Ist tatsächlich am Anfang wirklich absolut random. Also, hat gerade der Entwickler bestätigt. Und jetzt hier in die Ecke rein. Und Corner Kill. Ja, und wir sehen, hier sieht es schon wieder ziemlich gut für weiß aus. Du wolltest was sagen. Wobei, wir machen kurz das Match noch fertig, dann weiß ich dir das Mikro zu, sonst suche ich jetzt gerade zu lang. Ja, und wir sehen hier, Schwarz hat genau einen Stein und den wird er auch wahrscheinlich nicht mehr verlieren. Aber sieht für Schwarz gerade nicht so rosig. Sicher. Ja, also klar, jetzt hat und die Ecke ist ja, wir sehen, hier werden richtig viele Steine eingenommen. Genau. Okay. Also es steht 55:9 für The Blackie. Irgendwas war gerade. Wollt ihr... Warte ganz kurz, jetzt schalte ich erstmal dich wieder frei, wobei du hast sogar tatsächlich dein Mikro noch. Du kannst eigentlich reden, wenn du möchtest. Direkt wieder freigeschaltet. Ich habe momentan irgendwie Probleme, dass das Bild ständig freest und auch die Verbindung öfters abreißt. An meinem Internet sollte das nicht liegen. Hat dann noch jemand momentan Probleme? Okay. Scheint es nur du zu sein. Okay. Sorry. Muss ich mal schauen, woran das liegt. Okay. Genau. Okay. Dann, The Blackie hat hier gewonnen. Logischerweise, ich copy-paste ganz dreist einfach mal. Cool. Gibt es gerade noch Fragen, während wir mit dem ersten Viertelfinale durch sind? Wer ist Lea? Lea ist von der IBB für die... kurz vorstellen. Ich meine, ja. Oder nicht mehr da? Doch, hi. Ich bin auch da. Ja, genau. Also ich arbeite beim Institut für berufliche Bildung und wir hosten ja das Event. Das ist der virtuelle Klassenraum von der Vitruvius Hochschule Leipzig und wir haben diesen Raum hier zur Verfügung gestellt. Ich kann da nachher nochmal was zu sagen, wenn das hier vorbei ist, dann erkläre ich nochmal, was wir hier genau machen. Okay. Für die es gerade nicht gesehen haben, ich habe schon wieder gewürfelt für die nächsten und hier darf Superior anfangen. Superior gegen Tigu. Oh ja, genau. Superior gegen... Ach ja, natürlich. Falscher Ordner. Ich muss einfach mal so rein. Gegen Tigu. So. Okay, diesmal vergesse ich nicht ran zu zoomen. Gut. Also wir sehen, beide wollen in Richtung der Ecke, allerdings
Schwarz hier direkt so, dass es keinen Corner-Kill mehr geben kann. Weiß nutzt das Ganze natürlich aus. Und ja, hat hier natürlich sich die Ecke gesichert. Schwarz wieder genau dieselbe Strategie. Weiß wieder direkt in die Ecke rein. Selbiges natürlich an den anderen beiden Ecken auch noch. Und damit hat Weiß eigentlich eine super Position, um hier alles zu machen. Auf jeden Fall. Ja, das ist... Ja, jetzt kann natürlich Weiß hier direkt schön fleißig an die Seite rangehen. Und gleichzeitig trotzdem noch einige Steine einnehmen. Das ist ziemlich cool. Ja, und jetzt sehen wir hier wieder, okay, jetzt kann man natürlich sehr, sehr viele Steine auf einmal annehmen. Wobei jetzt hier gerade ein bisschen mehr noch hätte passieren können. Genau. So, und jetzt wird es gleich spannend werden. Je nachdem, okay, jetzt hat Schwarz da natürlich nicht hingesetzt. Jetzt bin ich gespannt, ob Weiß wirklich hier runtersetzt. Und ja, tut's natürlich. Die ganze Seite für Weiß ist natürlich einiges weg. Und jetzt sieht's sehr, sehr eindeutig aus. Ja, und somit steht 2:62. Oh, ich habe richtig gerechnet. Wer hätte gedacht. Ja, cool. Also war relativ eindeutig für Superior. Ups. Ah, doch, hat gepasst. Das war kein Dollar, das war mein Mauszeiger, der da war. Okay. So, letztes Viertelfinale für dieses Mal. Und zwar Max Flips gegen M1 AI. Wir würfeln wieder mal. Und ja, Max Flips darf anfangen. Gegen M1 AI. Oh, und wir sehen wieder 24 Runden nur. Freund, ja, das passiert auch noch im Viertelfinale. Ich weiß, wer gewinnen wird. Ja, ich auch wahrscheinlich. Ja, und wir sehen hier schon mal, es wird wieder eigentlich dieselbe Strategie verfolgt. Schwarz setzt hierher und versucht die Ecke nicht mehr Corner-Kill-fähig zu machen, aber das ist natürlich gerade für Weiß der Vorteil, jetzt kann er da reinsetzen und hat die Ecke safe. Also es ist immer so eine Schwierigkeit, jetzt kann natürlich Weiß hier einfach hergehen und sagen, hey, ich nehme mir diese komplette Seite ein, außer diesem einen Stein. Und da ist natürlich dann schon sehr, sehr viel dabei. Ja, also hier relativ eindeutig schon mal, aber wir kommen auch gleich zum letzten Zug und das ist genau der gewesen. Mehr gibt's nicht. 2 hat wieder mal das Problem, oder M1 AI hat wieder das Problem, dass Gearboard not defined ist. Weißt du, was mich interessiert? Ja. Wie hat eine AI, die praktisch eine Exception wegen einem Typo wirft, eigentlich so weit geschafft? Manchmal wird es nicht aufgerufen. Also beim letzten Spiel war das tatsächlich nicht. Deswegen hat sie 3 Punkte gekriegt und dadurch ist sie weitergekommen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob nicht der Entwickler mir sogar geschrieben hatte, dass ich seine AI nicht antreten lassen soll. Irgendjemand hat mir das geschrieben. Ich weiß nicht, das war der Tim. Ah, war das Tim? Okay. Das war Tim. Gut, dann natürlich nicht. Aber Tims AI haben wir trotzdem antreten lassen und die war gar nicht mal so schlecht. So, ach ja. War das Viertelfinale. Und ja, wenn ihr irgendwie jetzt Fragen habt zum Viertelfinale oder sonst irgendwie generell Fragen habt, dann könnt ihr das jetzt nochmal machen. Ich würde sagen, nochmal kurze Fragerunde. Auf jeden Fall kurz eine Pause. Ja. Ich bin ganz kurz weg, ja? Alles klar. Bis gleich. Jo, bis gleich. Fragen soweit? Ah ja, da kommt eine. Okay, dann warten wir noch ganz kurz. Naja, nicht so ganz eine Frage, ne? Okay, keine Frage gewesen. Ich konnte trotzdem kurz was trinken. Jetzt geht's weiter. Halbfinale, jetzt wird's richtig spannend. Jetzt sind sozusagen wirklich die Guten oder die Besten der Besten. Oder auf jeden Fall die, die keine Fehler werfen. Ja, jetzt wird's richtig, richtig spannend. Ich bin echt gespannt, wer da jetzt
was schafft. So, wir wollten das jetzt so machen, dass wir tatsächlich beide Richtungen machen. Das heißt, erst Tornado, dann The Blackie und dann Tornado, andersrum, dann The Blackie und als zweiter Spieler Tornado. Ja, schauen wir uns einfach mal an. Und wenn es dann natürlich ein Unentschieden gibt, würde ich einfach mal sagen, machen wir Statistiken draus oder zählen die Punkte, das schauen wir dann einfach mal. Okay, also. Achso, Tornado, Sonderbehandlung, klar. Und die hier, genau. Alles klar. So. Jetzt muss ich noch wieder kurz den Chat freischalten. Habe ich was Wir haben verpasst? einige Tornados. Nee, du hast nichts verpasst. Wir haben gerade angefangen. Erster Move, direkt hier wieder in die Nähe der Ecke, aber nicht in die Ecke rein. Klar. Und selbiges natürlich hier unten. Und jetzt wird's spannend. Jetzt sehen wir nämlich, hier wird schon der erste Stein umgedreht, was natürlich schon mal Weiß einen großen Vorteil gibt, gerade am Anfang. Aber den holt sich Schwarz direkt wieder zurück. Gerade nochmal. Und direkt wieder hier an die Seiten. Also wir sehen, das ist definitiv eine Strategie, die hat es weit gebracht. Ja, also hier 2 Seiten fast schwarz, eine Seite fast weiß, aber keine Seite mehr komplett einfarbig. Wir sehen, hier geht es jetzt ab. Eine Seite, jetzt hat eine Seite geschafft, komplett schwarz zu werden. Könnte tatsächlich dran liegen, dass Tornado angefangen hat und The Blackie nicht angefangen hat. Das heißt, je nachdem, wie man natürlich anfängt, hat man auch Vor- oder Nachteile. Sehen wir ja gleich. Aber das ist in unserer Rückrunde. Ja, jetzt kann man natürlich hier einnehmen. Weiß macht das ganz geschickt. Der bleibt recht nah bei seinen Steinen und kann natürlich dadurch aber meidet trotzdem diese Corner-Kill-Position. Und Schwarz versucht natürlich einzunehmen, was er kann. Und jetzt hat Weiß natürlich hier auch wieder einiges umdrehen können. Aber das bleibt nicht lange. Genau, hier genauso. Ja, und da sieht man natürlich, diese Seiten sind nicht ohne. Man kann hier richtig, richtig viel einnehmen. Und jetzt sehen wir genau das, was die ganze Zeit verfolgt wurde. Jetzt wird einer gezwungen, hier in eine von diesen Positionen zu setzen. Entweder in die Ecke oder in die Corner-Kill-Position. Und das heißt, der andere kann genau das einnehmen. Es wird sich natürlich noch rausstellen, was ist schlimmer und was ist nicht so schlimm. Ja, Weiß setzt ein und kann einiges damit umdrehen, aber Corner-Kill, okay, Schwarz setzt auch freiwillig in die Ecke, okay. Damit kann Weiß natürlich hier den Corner-Kill machen und hier einiges wieder zurückdrehen. Schwarz setzt in die Ecke, dreht hier wieder einiges um. Und, ist gerade was passiert? Ah ja, ach, das war der Zug, okay. Weiß macht den Corner-Kill hier. Schwarz setzt sich wieder in die Ecke, Weiß dreht um und das war jetzt natürlich heftig hier. Damit hat sich jetzt einiges wieder gedreht. Und Schwarz kann dasselbe natürlich auch nochmal machen. Und jetzt habe ich keine Ahnung, wer gewonnen hat. Das muss ich echt nachlesen. Okay, 23:41. Das heißt, Tornado hat hier in dem Fall jetzt tatsächlich verloren, meine Freunde. Also Glückwunsch an The Blackie. Wir schauen uns natürlich noch die Rückrunde an. Die beiden mache ich hier gerade mal zu. Denn wir haben ja gesehen, es macht einen Unterschied, ob man bei so einer Strategie anfängt oder eben nicht anfängt. Und ich bin jetzt gespannt, was bei dem zweiten Match rauskommt. Das auf jeden Fall. Ja, das sieht auf jeden Fall echt... Davor nur eine ganz kleine Frage. Wird es vielleicht nochmal so einen Hacking-Livestream geben? Ich schließe es auf jeden Fall nicht aus. Okay. So, Rückrunde. Und ja, wir sehen, wir fangen diesmal unten an. Anzoomen. Wir fangen unten an. The Blackie ist diesmal weiß, Tornado ist schwarz. Okay, beide wollen natürlich an dieselbe Position, nur an unterschiedlichen Seiten. Tornado setzt hier wieder mal darauf, diese Seite direkt zuerst einzunehmen. Und Schwarz klaut Weiß dann direkt einen Stein. Ja, sehr, sehr ähnlich wie letzte Runde. Im Prinzip natürlich auch dieselbe Strategie, aber diesmal natürlich von der anderen Seite. Diesmal sehen wir hier, Tornado hat hier 2 Seiten fast komplett, während Weiß mehr oder weniger die ecknahen Positionen hat. Aber jetzt kann hier Weiß natürlich auch noch wieder eine Seite zurückholen, eine Seite komplett zurückholen. Und die zweite Seite fast komplett. Das heißt, wir sehen jetzt hier wirklich, es ist quasi ausgeglichen. Es ist sehr, sehr knapp.
Und ja, jetzt geht's natürlich ans Eingemachte. Hier kann man jetzt natürlich einiges holen. Und man versucht natürlich so viel zu holen, wie es nur irgendwie geht. Diese Position natürlich wieder gemieden. Ich nehme an, dass diese 8 Flecken hier am Ende auch wieder frei sein werden. Und dadurch sich natürlich dann auch wieder alles entscheiden wird. Wahrscheinlich, ja. Ja. Und hier sehen wir jetzt geht's ab. Jetzt wollen sie alles wissen. So viel umdrehen, wie es nur irgendwie geht. Das ist Und so wenig wie möglich verwundbar machen. Habt ihr das gerade gesehen hier? Hier konnte jetzt tatsächlich gewählt werden, ob hier reingesetzt wird oder hier reingesetzt wird. Und Weiß hat sich dafür entschieden, hier reinzusetzen, denn wenn jetzt Schwarz hier reinsetzt, wird nur ein Stein umgedreht. Hätte Weiß hier reingesetzt und Schwarz dann am Anschluss hier, wären 2 Steine verloren gegangen. Das ist schon echt beeindruckend. Da habe ich noch vorher gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, sieht man natürlich wieder mal echt gut durchdacht, diese KIs. Und da würde ich sagen, die KIs verstehen das Spiel auf jeden Fall besser, als ich das tue. Deswegen, das sind wir wieder Diskussion von vorhin. So, und jetzt ist Weiß hier reinzusetzen. Ist natürlich die Frage, wenn er hier reinsetzt, dann kann er sehr, sehr viel umdrehen. Hier reinsetzen kann er nur die Seite umdrehen. Mal gucken, was er macht. Und er setzt natürlich hier rein, er dreht einfach mal direkt extrem viel um. Und Schwarz dann hier natürlich in die Ecke, kann aber nur einen einzigen Punkt einnehmen. Und ja, Schwarz dann hier wieder in die Ecke, Weiß in die Ecke und Schwarz zieht es dann hier natürlich nach. Hier kann Schwarz extrem viel holen. Aber die Ecke wäre auch nicht besser gewesen, wäre für Weiß sogar noch schlimmer gewesen, glaube ich. Und ja, jetzt haben wir das nächste Ergebnis. Und es gewinnt wieder Player 1. Das heißt, der Blackie ist im Finale. Er hat jetzt 2-mal in Folge gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Tornado ist leider raus. Und, sorry. Ist so. Also, der Blackie, herzlichen Glückwunsch, du bist im Finale. Und ich trage dich doch tatsächlich oben ein. Und Tornado im Spiel um den 3. Genau, natürlich. Und Tornado als Favorit im Spiel um den 3. Okay. So. Zweite Version. Und zwar Superior gegen Max Flip. Da wird es jetzt auch nochmal spannend. Die beiden waren ja schon vorhin sehr, sehr nah und haben auch schon gegeneinander gespielt. Mal gucken, wie es diesmal ausgeht. Wir werden neue Spiele würfeln. Die beiden rechnen ja nicht so wirklich lange. Nutzt einer von denen überhaupt Zufall? Ja, soweit ich weiß, wird teilweise zufällig entschieden. Deswegen, ich würde auf jeden Fall neue Spiele generieren wollen, uns die angucken. Also der Chat ist für Max Flips. Okay. Da ist halt auch der Entwickler da, ne? So, also wir fangen an. Max Flips gegen Superior. Wo ist sie denn? Hier. So. Ah, und diesmal habe ich den Zoom behalten. Wundervoll. Okay. So, wir sehen, Max Flips setzt hier erstmal unten rein. Superior in die Nähe der Ecke, also näher an die Ecke ran. Aber Max Flips auch gleich mal nachgezogen. Jetzt haben sie im Endeffekt genau dieselbe Position. Und bauen natürlich ihre Seite aus. Relativ passiv. Und haben beide natürlich dann ihre Reihe. So, und jetzt geht's natürlich ums Umdrehen. Jetzt versuchen sie sich gegenseitig die Sachen wegzunehmen. Und da haben wir natürlich jetzt gesehen, der zuerst dran ist, der malt zuerst. Das heißt, hier kann man einiges gewinnen. Oh, und direkt in die Ecke. Und ja, eingenommen von Schwarz, klar. Cornerkill. Aber dafür hier natürlich wieder eingenommen von Weiß. Das war gar nicht mal so doof. Wenn ich noch mal kurz zurück darf. Und zwar hier in die Ecke zu setzen. Ja, ist eigentlich echt nicht schlecht gewesen. Ach, egal. Machen wir einfach weiter. Schauen wir uns ganz kurz an. Und ja, Schwarz hier jetzt mit einer Seite fast komplett, aber Weiß dafür mit 3 Seiten, ja, alles bis auf ein paar Steine. Also schon ziemlich weit. Und jetzt Weiß wieder in die Ecke. Kann natürlich jetzt von Schwarz ausgenutzt werden, ist aber nicht so schlimm. Weil hier kann jetzt, hier kann niemand jetzt mehr wirklich Schaden anrichten. Wenn man jetzt hier den Stein Schwarz hat, hier sitzt schon ein Schwarzer, das heißt, hier bringt's nichts mehr. Hier sitzt schon ein Schwarzer, kann es natürlich auch nichts mehr bringen. Okay. So. Und jetzt geht's natürlich weiter hier. Gut, klar. Einfach so viel einnehmen, wie es irgendwie geht. Sehen wir hier natürlich auch 2 Steine eingenommen, wieder mal ein. Und ja, hier dann natürlich die Führung ausgebaut. Und jetzt waren die Ecken dran. Das heißt, hier sehen wir auch tatsächlich die Corner Kills, aber die haben jetzt gar nicht so viel gemacht, weil sie hier wirklich nicht so viel verloren haben.
Ja, weil die anderen Ecken waren ja schon alle besetzt. Das war gar nicht so schlecht, weil jetzt hat man nicht so viele Verluste gehabt. Und hier dann natürlich die Seite eingenommen. Ja, und wir sehen, es ist relativ eindeutig gerade. Weiß hat auf der rechten Seite vom Feld auf jeden Fall die Überhand und auf der linken Seite ist es zumindest auch vertreten. Wir sehen aber auch wirklich, von wo sich so her entwickelt hat. So wie so eine Pyramide so ein bisschen. Ja. Und damit haben wir den Sieger für diese Runde. Das wäre natürlich dann Player 1, also Max Flips, für genau dieses Spiel. Jetzt gibt's natürlich noch die Rückrunde. Aber ich habe irgendwann mal meinen Namen gelesen, sogar mit Nachnamen. Das heißt, das muss irgendwie dringend sein. Soll ich dir kurz sagen? Also, Ja, natürlich, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine Frage an Paul, aber es ging um die Online-Plattform, die kommen wird. Und zwar, ob es da dann eine Spieldatenbank geben wird, also für so Dinge wie Stats eben, wer wie gewinnt, so Zeug halt, die wird es wahrscheinlich geben, sofern ich das sagen kann, aber auch eine Frage, ob es dafür eine HTTP API gäbe, sodass man das da eben als Entwickler von AIs und so da auch Zugriff drauf hat. Sprich, ob die eben verfügbar sein wird. Und sofern ich das beantworten kann, weder Cedric noch ich können dazu was sagen, oder? Ich meine, das ist nicht unser Projekt. Das macht Paul im Forum übrigens Designation NA, falls du dem anschreiben möchtest und ihm die Frage stellen willst. Wenn ja, dann eben an ihn. Aber ansonsten, wir lassen ihm da auch mehr oder weniger freie Hand. Das heißt, er ist eigentlich wirklich für diesen Game Master, hat er es genannt, ist er verantwortlich und er kann auch seine eigenen Features so einbauen, wie er möchte. Aber ja, wenn ihr da irgendwie Vorschläge habt, dann könnt ihr da nehme ich zumindest mal an, dass ihr da entweder ihm sogar helfen könnt, also ich nehme an, dass er da ganz gerne auch noch irgendwie mit jemand anders zusammenschreibt. Das macht er gerne. Oder zumindest Vorschläge könnt ihr ihm gerne schicken, nehme ich an. Und er versucht sie dann einzubauen. Aber ja, coole Idee auf jeden Fall. Also so wie Core halt mein Projekt war und ich habe es dann fertig Cedric erst gegeben, so macht Paul halt gerade sein Projekt und gibt es dann sozusagen fertig ab, wenn er das dann möchte. Genau. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie so, dass das irgendjemand kontrolliert. Genau. Also wir versuchen natürlich immer drüber zu reden und vielleicht irgendwelche Fragen oder sowas oder Ideen, die wir haben, dann noch mit einzubringen, klar, aber es ist im Endeffekt schon sein Projekt. Also schreib ihn an, wenn du es drin haben möchtest. Genau. Alles klar. Dann Rückrunde. Oder gab es noch andere Fragen? Ich glaube, ich habe sogar noch eine andere Frage gesehen. Ich nicht. Okay. Dann, dann machen wir mal die Rückrunde und ansonsten kann die Frage natürlich auch jederzeit beantwortet werden. Okay. So, Rückrunde. Max Flips gegen Superior, beziehungsweise andersrum, Superior gegen Max Flips. Wir haben schon gesehen, Max Flips hat einmal gewonnen, aber ja, ist noch nicht klar, wer jetzt weiter ist. Okay, es geht natürlich wieder mal um die Ecken. Superior setzt sich sehr, sehr nah dran, wieder mal logischerweise, und Schwarz direkt dran. Ist jetzt relativ riskant, hier direkt reinzusetzen, denn das kann sehr, sehr leicht übernommen werden. Der Stein natürlich jetzt auch, und ja, jetzt hat er genau einen Stein hier, während Weiß natürlich, oh ja, okay, das war jetzt natürlich heftig. Alles umgedreht. Klar, Corner Kill kommt, aber das macht nichts. Ist jetzt extrem viel natürlich gewesen. Jetzt muss er sich aber hier unten die andere Ecke sichern. Corner Kill auch nicht so schlimm, aber er hat sich wieder die komplette Seite zurückgeholt, abgesehen von den Ecken. Gut, das war jetzt natürlich eine sehr aggressive Strategie. Wird sich zeigen, wie sich das belohnt. Und er holt sich dann da unten natürlich, versucht er zumindest, die andere Seite zu holen. Aber die werden natürlich jetzt komplett vereitelt. Einfach immer draufgesetzt und wieder draufgesetzt. Ja. Und jetzt hat Weiß natürlich oben und unten fast die komplette Seite. Und jetzt geht's um rechts. Und ja, hier holt Schwarz, oh, okay, in die Ecke. Okay, hier holt Schwarz jetzt fast die komplette Ecke. Corner Kill, klar, kam rein. Aber war nicht so schlimm, weil hier unten schon Weißes saß. Und ja, jetzt sehen wir hier. Schwarz hat einige Steine an der Seite, Weiß hat wahrscheinlich sogar mehr Steine an der Seite. Und jetzt sehen wir gleich mal, wie sich das jetzt auszahlen wird. Weiß holt auf jeden Fall recht viel hier zurück. Sie spielen, glaube ich, beide darauf, dass sie wirklich so viel wie möglich zurückholen. Ich glaube, die beiden KIs sind wirklich sehr, sehr ähnlich. Klar, Corner Kill kommt jetzt hier rein, aber
hat nicht so viel gebracht, der Corner Kick, zu so früher Stunde, sage ich jetzt mal. Aber ja, sie sind auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich und verfolgen, glaube ich, auch ziemlich die gleiche Strategie. Und wir sehen hier, ich glaube, es gibt schon wieder einen Gewinner, das ist kein Unentschieden, aber ja, Max Flips hat tatsächlich noch gerockt, indem er hier tatsächlich in der Mitte alles eingenommen hat und an der Seite war dann Weiß mehr oder weniger so gelegen, dass er nichts mehr einnehmen konnte. Das ist echt beeindruckend. Das heißt, wir haben hier Max Flips im Finale, ups, das war die falsche Seite, sorry. Max Flips im Finale gegen The Blackie, das wird sehr, sehr spannend werden. Also ich sag's mal so, Max Flips ist auf jeden Fall von allen am nächsten daran dran, das Spiel sozusagen zu lösen. Also er verfolgt auf jeden Fall eine ziemlich gute Strategie. Ja, aber der Blackies finde ich auch ziemlich gut, ja, muss ich sagen. Nur Max Flips hat halt, ich sag's mal, auf den Punkt gebracht. Das hat man auch daran gemerkt, dass der Entwickler uns sehr, sehr gut erklären konnte, wie seine KI funktioniert. Das ist natürlich auch ein wichtiger Skill. Den Sieger gegen mich selber antreten lassen, ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Ich würde wahrscheinlich sang- und klanglos verlieren, weil ich nicht das ganze Spielfeld die ganze Zeit im Auge habe, Ja, und viel zu lange brauchen würde. Und wenn wir beide gegen eine KI spielen, das wäre doch lustig. Okay, dann machen wir das danach noch. Dann machen wir das. Alles klar, aber jetzt... Allerdings ganz kurz, was wollte ich... wir haben doch auch dem Lieber versprochen, haben wir nicht, aber wir haben gesagt, dass er dann auch mit seiner KI gegen den Gewinner spielen darf. Deswegen würde ich eigentlich sagen, dass der gute Lieber einfach beim nächsten Turnier was einreichen kann, oder? Also ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich nichts Einmaliges. Würde ich auch sagen. Nee, das auf jeden Fall nicht. Ich habe auch schon von anderen Leuten gehört, Ja. ihr könnt sehr, sehr gerne noch KIs einreichen oder mehr oder weniger für euch erstmal selber schreiben. Wir werden das Ganze auf jeden Fall noch machen. Wir werden es auch noch für andere Spiele wahrscheinlich machen. Und da könnt ihr dann auf jeden Fall sehr, sehr gerne dann noch neue KIs einreichen und dann mitmachen. Also auf jeden Fall ist es nichts Einmaliges oder sowas. Also auf die von Lieber freue ich mich und natürlich von Solos neuronalem Netz. Das wird auch cool. Ja, das wird sicher. Und ihr könnt natürlich eure nochmal nehmen und einfach verbessern oder sowas. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Tim. Genau. Das kam richtig fies. Okay. Ja, man macht es normalerweise ja so, dass man zuerst das Spiel um Platz 3 zeigt und dann das Finale, soweit ich weiß. Ach, das macht damit man. die Zuschauer nicht... Deswegen machen wir das. Um noch mal ganz kurz auf die Frage von Lukas rauf einzugehen. Ich glaube, er meinte die KI gegen sich selbst, also gegen die eigene KI spielen lassen. Ah, sich selbst. Okay, ja, okay, dankeschön. Ja, das können wir machen, theoretisch. Liga gegen sich selber ist sicher witzig. Lukas, sag mal, was findest du besser? Die KI gegen sich selbst oder die KI gegen Cedric und mich? Was willst du lieber sehen? Beides? Und wenn du dich entscheiden müsstest? Okay, Score will gegen uns. Und Lukas auch. Okay. Na dann ist es geklärt. Na, alles klar, dann machen wir das doch. So. Ui, die wollen das alle. Ja, ich sehe es gerade. Die wollen, dass wir verlieren, und zwar hart. So, also wir machen unser Spiel um Platz 3. Entschuldigung. Tornado gegen Superior, wobei Tornado natürlich mal wieder Sonderbehandlung braucht. Aber Superior hätte es eigentlich stehen lassen können. Na komm, kopier's. Nicht mal copy-pasten können diese... Oh. Ich glaube, du musst Shift drücken. Nee, ich muss rechts klicken, das ist das Komische dran. Ja. Aber Superior gegen Tornado. So, ranzoomen. Okay. Ja, klar, wir sehen hier wieder mal, logischerweise, es wird wieder mal fast in die Ecke reingesetzt. Also diese beiden Punkte sind, glaube ich, ziemlich beliebte Startpunkte. Und dann natürlich direkt hier übernommen von Weiß. Dürfte klar sein, warum, weil man natürlich hier was holen kann und es ist am Rand, das heißt, ja klar, beste Strategie, wo man hier irgendwie haben kann. Weiß geht nach oben, Schwarz geht nach unten, das heißt, die sind erstmal sehr, sehr passiv, holen sich die Ecke. Kein Kampf hier und jetzt geht's natürlich wieder mal ins Eingemachte, oder auch nicht. Sie holen sich einfach beide genau die Hälfte. Okay, Gut, Weiß aber hat ein bisschen Vorteil. ja, auf jeden Fall. 2
Aber das kann natürlich liegen, dass er angefangen hat. Werden wir sehen, wie sich das nächstes Mal entwickelt. Oh, und das war jetzt riskant, würde ich sagen. Nicht wirklich. Corner ist möglich, doch, auf der Seite. Gut, okay, wenn er jetzt da hinsetzt. Eben. Ja, okay. Okay, und dann hat er natürlich jetzt... Wenn er da irgendwo setzt, nimmt er die beide. Zweite Reihe, dann nimmt er beide, das wäre ziemlich cool. Genau, Ja. jetzt sind er einfach beide und hat dann eben nur die beiden Ecken hier verloren. Hat aber ansonsten keinen Verlust gemacht. Ist eigentlich echt clever gewesen. Daran merkt man eigentlich, was eine gute KI macht, weil das war natürlich auf kurze Sicht nicht der beste Zug, aber jetzt auf mehrere Züge gesehen war das ziemlich schlau, das zu machen. Also Ja, das wurde auf jeden Fall gut umgesetzt. Oh, und jetzt haben wir hier gerade einen großen Zug gesehen. Hier in die Ecke rein. Direkt, klar, Corner Kill kommt wieder rein, aber mit dem kann man nichts mehr anfangen. Das heißt, hier wirklich einige Steine gewonnen. Und ja, wir sehen hier, Superior hat da schon die Oberhand. Und Weiß geht weiter vor. Holt sich eigentlich so ziemlich alles von innen drin. Also Schwarz hat jetzt noch hier unten, aber Weiß hat relativ viel von oben. Kann man natürlich, das hier unten kann man natürlich alles ohne Probleme einnehmen, aber Weiß kann von oben her theoretisch wieder recht viel zurückholen. Ja, Schwarz versucht jetzt einfach so viel wie möglich zu holen. Aber Weiß kann dann natürlich... das war klug, hier so weit wie möglich nach oben zu setzen. Wobei, weiß nicht, ob das klug war, man kann es einfach wieder zurückholen. Ja, und wir sehen, das geht jetzt so hin und her. Und man holt einfach so viel wie man kann. Aber dadurch, dass halt Weiß auch noch die Seiten hat, kann er natürlich auch noch seitlich die anderen Züge wieder zurückholen. Dadurch kommt natürlich einiges wieder zurück. Und ja, ich würde mal sagen, Weiß hat wieder mal gewonnen. Das heißt, Superior gegen Tornado, Superior hat gewonnen. Und Ich glaube, man hört dich nicht. ich mach mal die beiden hier zu. Und Rückrunde gibt's natürlich trotzdem. Wobei wir gemacht, wo oder ob man angefangen hat oder nicht. So. Tornado gegen Superior. Ganz kurz noch. Da war gerade eine Spaßfrage eigentlich. Okay. So. Das Und zwar, wir sind Informatiker, wo ist Platz 0, war die Frage. Ja. Wo ist Platz 0, meinst Und dazu möchte ich dir mal was erzählen. Und zwar, Informatiker, jetzt komme ich wieder. Informatiker fangen nicht bei 0 an zu zählen. Nein. Das erste Element ist das erste Element, auch bei uns. Was du in eckige Klammern schreibst, wenn du da zum Beispiel 0 schreibst, ist die Anzahl der Elemente, die du überspringen willst, bevor du den Head nimmst. Das heißt, in den Klammern steht nicht das wievielte Element du willst, sondern da steht, wie viele du überspringen willst, bevor du ein Element nimmst. Deswegen gibst du 0 an, wenn du das erste Element willst. Und warum ich das nicht nur erfinde, sondern das wirklich so ist, merkst du, wenn du in C programmierst und die Square Bracket Notation nicht nutzt. Dann fällt dir nämlich auf, dass du Pointer-Arithmetik machst und sowas schreibst. Also eben an der Stelle Array plus i. Das heißt, du nimmst an der Stelle von deinem Element, nachdem du es um i verschoben hast. Das heißt, es gibt an, wie viel du überspringst, wie viel du verschiebst und nicht welches Element du nimmst. Warum auch immer das wichtig sein sollte. Gilt das für jede Sprache? Das gilt für die Sprachen, die das von C übernehmen, was natürlich viele sind. Jemand hat hier APL erwähnt und ich bin stolz auf den Typen, der das gemacht hat. In APL ist die Index Origin, so wird es genannt, standardmäßig auf 1 gesetzt, aber das kann man ändern. Nämlich mit dieser Zeile, dann kriegst du, dann kriegst du nullbasierte Indizes, für die dies interessiert. Krass. Wie heißt das Spiel eigentlich? Die Frage kommt zum wievielten Mal? Im Core. Cool. Ja. Okay, machen wir weiter. Spiel um Platz 3. Danach ist es, danach kommt's Finale. Und ja, wir haben aber auch hier schon echt richtig gute KIs, wie wir sehen werden. Und zwar jetzt passiert nämlich genau das Gegenteil von dem, was wir gerade eben gesehen haben. Also im Endeffekt genau dasselbe, nur halt jetzt von dem anderen Spieler. Es wird einfach genau eingenommen, was hier gesetzt wird. Und deswegen hat Weiß genau das hier. Und jetzt geht Weiß nach unten, Schwarz geht nach oben. Beide sind recht passiv und haben eine Seite für sich geholt.
Weiß geht auf diese Seite und Schwarz auf die und sie nehmen im Endeffekt genau dasselbe ein wie gerade eben, nur dass jetzt Weiß unten ist und Schwarz oben. Und Weiß jetzt hier natürlich auch wieder das eingenommen hat. Also wirklich so ziemlich genau dieselbe Strategie verfolgt wie gerade eben auch. Das heißt, hier hat es wirklich einen Unterschied gemacht, ob man anfängt oder nicht, ausnahmsweise mal. So, und jetzt hat natürlich hier Schwarz extrem viel eingenommen durch diesen einen Fleck hier unten. Das war clever hier gerade. Und Schwarz setzt auch hier wieder in die Ecke rein. Corner Kill, klar, kommt rein, aber nicht so schlimm. Ja, und jetzt haben wir hier gesehen, Schwarz hat auch hier wieder in die Ecke reingesetzt, hat dadurch wieder viel bekommen. Aber, ja, Corner Kill macht jetzt hier keinen großen Unterschied mehr. Und jetzt sieht es wieder recht gut für Schwarz aus. Das heißt, wir haben hier wieder Superior vorne. Ja, und jetzt hat er sogar hier sehr, sehr viel eingenommen. Aber gleiche Situation wie gerade eben. Die obere Hälfte und die oberen Ränder sind eingenommen von Schwarz oder von Superior. Die anderen, der untere Rand ist von ja. Und wir sehen, Schwarz nimmt wieder recht viel ein. Was sich Weiß holt, holt er einfach wieder zurück. Ist wieder relativ eindeutig. Die Strategie funktioniert wirklich gut, da früher in die Ecken reinzusetzen. Und dann auch wirklich wieder einiges zurückzuholen. Okay, und das war's. Das heißt, Player 2 hat gewonnen. Superior ist tatsächlich auf Platz 3. Tornado hat Platz 4 hingekriegt. Muss ich irgendwo vermerken. Ich habe tatsächlich keinen Platz für die Sieger eingeräumt. Mach einfach ein Sternchen hin, das erkennt ihr dann. Egal, passt. Abkürzungen. Für Platz 3, okay. Dann machen wir ein Sternchen. Machen wir 3 Sternchen für Platz 3. So. Und jetzt nochmal vor dem Finale. Haben wir irgendwie noch Fragen, ob ich echt für alles einen Vortrag bereit habe? Sollen wir... Ja, total. Ich glaube nicht, oder? Du machst es aus dem Stegreif. Ja. Was heißt ja wie immer? Live ist gerade das erste Mal für mich. Ja, alles klar. Ja. Ja, für mich das zweite Mal, also. Auch nicht wirklich. Okay, sonst keine Fragen mehr. Oh, dann würde ich kurzer Vortrag, Moment, jemand will einen Vortrag zu By Reference und By Value. Nein. Nein. Nee, dem muss ich jetzt geben, warte ganz. Okay. Also, wenn eine Variable by Reference gepasst wird, bedeutet das, dass Variablen allgemein keine Werte halten, sondern Pointer auf Werte halten. Immer. Und das ist in fast jeder dynamisch typisierten Sprache so, wie das Typsystem von Lisp hat. Das sind zum Beispiel JavaScript, zum Beispiel Python, da fallen viele Sprachen rein. Und all diese Sprachen, die da eben von Lisp beeinflusst sind, also auch Smalltalk und demnach die ganzen OOP-Sprachen, die benutzen alle by Ref. Das bedeutet, du kannst im Endeffekt bei jede Variable so bearbeiten, dass alle Variablen, die darauf gleichgesetzt wurden, auch bearbeitet werden. Allerdings verbieten die das bei sogenannten primitiven Typen, oder machen das viele Sprachen so. Zum Beispiel in JavaScript darfst du keinen String oder Integer verändern. Das heißt, die sind dann sozusagen bei var, obwohl sie eigentlich im Code nicht sind. Okay. Und jetzt sag mich nichts mehr. Ach nee, ich sag nichts zur Mythologie jetzt. Sei ruhig. Okay, gut. Nein, macht man nicht. Wir machen jetzt Finale. Okay. So, wir sehen also erstmal The Blaggy versus Max Flips. The Blaggy ist weiß versus Max Flips schwarz, logischerweise dann. Und ja, wir sehen hier, weiß setzt erstmal unten hin, schwarz setzt hier oben, aber beide im Endeffekt an derselben Position. Weiß hier auch wieder auf der Seite, oh, und schwarz geht jetzt hier aggressiv an, wird aber direkt eingenommen von weiß, an der sogar perfekten Position hier eigentlich. Schwarz probiert es nochmal, weiß macht nichts dagegen, aber jetzt nimmt er tatsächlich die komplette Seite ein und hat hier unten eigentlich alles eingenommen, was man hätte haben können. Und auch hier wieder eigentlich perfekte Position hier oben eingenommen.
lässt sich hier nochmal weiterziehen. Das finde ich ziemlich beeindruckend, dass er hier wartet, bis das zweite liegt und dann erst hergeht und das Ganze einnimmt. Das ist natürlich heftig, das haben wir so noch nicht gesehen. Coole Strategie, muss ich sagen. Und ja, hier weiß jetzt Schwarz wieder offensiv dran. Weiß nimmt direkt ein und Schwarz geht wieder ran und Weiß nimmt auch wieder ein. Jetzt sehen wir hier, wir haben hier drei Seiten komplett von Weiß eingenommen und von Schwarz noch nicht mal ganz eine Seite, aber Schwarz geht in die Ecke, Corner Kill kommt rein und dann kommt natürlich Schwarz hierher und Weiß nimmt alles ein. Aktuell sieht's richtig heftig aus. Und so, als hätten wir einen Favoriten. Er freut sich auch gerade im Chat. Ja, also heftig und hat echt schon einiges eingenommen. Schwarz hat jetzt hier gerade sehr, sehr schwer, da irgendwas wieder einzunehmen. Weiß wartet einfach ganz geduldig, setzt sich in die Ecke rein. Corner Kill war jetzt hier nicht mehr möglich und nimmt hier so viel ein, wie er irgendwie kann. Klar, die Reihe hier geht nicht, aber ja, das ist wirklich ein Anti-Max-Flip. Genau. Einfach hier alles umgedreht, was irgendwie... Oh ja, jetzt kam hier wieder ein bisschen was zurück. Aber in die Ecke rein und alles ist safe. Und jetzt sehen wir hier, ja, er baut sich wirklich sein Bunker sozusagen richtig auf und dreht so viel um, wie er umdrehen kann. Und hat echt sehr, sehr beeindruckend fürs Finale gewonnen. 59:5, klar, es gibt noch auf jeden Fall die Rückrunde, aber ich lasse das jetzt hier offen und ja, im Finale sehr, verloren. sehr gut. Also das ist trotzdem sehr beeindruckend. Ich meine, die KI ist trotzdem richtig, richtig beeindruckend. Ja, Die sind beide vielleicht gut. nicht. Ich glaube nicht, dass wir es gegen die schaffen, wenn ich ehrlich bin. So. Ganz kurz, an den, der was gefragt hat, dass ich was zu C++ bei Ref und bei Val sagen soll. Das kommt in den C++ ist nicht OOP-Post. Vielen Dank. Okay. So, Rückrunde vom Finale. Also, wir sehen, Max Flips setzt an diese Stelle, das scheint am Anfang sehr, sehr häufig bei ihm zu sein. Ah, ich muss größer machen, sorry. Okay. Und Schwarz setzt sich direkt oben dran, Weiß hier und kann natürlich wieder umgedreht werden. Auch wieder perfekt an diese Stelle rangesetzt. Ja, hardcodierte Zug 0 Position, klar, war mir fast klar. Aber auch wieder hier beeindruckend, dass er hier einfach wieder alles eingenommen hat. Als Zug 0 Position hardgecodet wäre wahrscheinlich das hier sinnvoller gewesen, also nahe der Ecke, weil da möchte man nicht reinsetzen, kann umgedreht werden. Ja. Und ja, hier sehen wir gleiche Situation oder gleiche Überlegung von beiden Seiten. Und ja, hier kann natürlich wieder umgedreht werden. Und der natürlich auch. Ab in die Ecke und Corner Kill, damit hier unten nicht alles umgedreht werden kann. Ist natürlich sehr gefährlich, wenn man hier in die Ecke geht, wenn man das nicht defensiv behandelt, das heißt die Ecke dann wieder im Endeffekt aggressiv einnimmt, kann man die ganze Seite hier verlieren. Wäre natürlich ein großer Gewinn gewesen. Jetzt kann man natürlich hier sehr, sehr viel einnehmen. Aber der bleibt erhalten. Corner Kill und hier auch wieder die ganze Seite eingenommen. Heftig. Und ja, wir haben hier schon wieder eine recht eindeutige Situation. Sieht zumindest so aus. Corner Kill wurde hier vereitelt und direkt reingesetzt. Und jetzt wird einfach alles was neu gesetzt wird tatsächlich eingenommen und überschrieben mit Schwarz. Und fertig ist das Finale. So, und ich glaube, das war sehr, sehr eindeutig. Herzlichen Glückwunsch an The Blackie. Du hast das Battle of AI Runde 1 gewonnen. Und zwar wirklich als erster mit einem sensationellen Sieg. Mit sozusagen dem Anti-Max-Flips. Ja, herzlichen Glückwunsch. Warte, ich muss kurz mein Mikro wieder einstellen. Ja, auch von Max herzlichen Glückwunsch. Stimmt. Genau, möchtest du vielleicht Ja, also ich irgendwas würde zu eigentlich deinem ganz gerne mal grandiosen anhand Sieg? des Quellcodes so ein paar Zeilen zeigen. Klar, dann machen wir den nochmal auf. Die AI des Siegers.
Das kriegt man auch nicht alle Tage. Wer hat gewonnen? Das hat übrigens nicht ich hingeschrieben gerade. Das ist. Unter, da Aber habe ich okay. einen Kommentar Kann man mit, lesen. Kann man den Code so lesen oder ist der zu klein? und da dann unter Rating Calculation oder sowas. Kannst du mal gucken. Ich habe irgendwo einen Kommentar Bitte? mit Rating. Ich glaube weiter oben. Warte, ich guck bei mir nach. Ähm, hier ist Rating, falls du das müsste meinst. dann, Also die Funktion heißt auch Rating. Rating Calculation sein oder so heißt das, eine Definition. Ein bisschen weiter unten. Ja, da unten sieht man schon. Da habe ich dann halt immer Calculate die Rating, verschiedenen, ja. Okay, krass, das ja, ist die richtig verschiedenen Stände und Ereignisse halt gemessen in dem Teil da drüber und habe die dann mit Werten versehen, um daraus halt dann ein möglichst gutes Verhältnis zu errechnen und dann das Feld mit dem höchsten Ergebnis wird halt zurückgegeben. Da habe ich unter anderem halt drin einmal wie viele ich flippen kann, dann einmal, ich glaube das war wie viele ich bedrohen kann, also nicht direkt flippen, sondern nur in Gefahr bringe, wenn ich mich da hinsetze, dass ich mit einem anderen Stein die dann holen könnte. Dann das Protected ist halt, wenn ein Stein von mir halt im nächsten Zug vom Gegner umgedreht werden könnte, ob ich den dann schützen kann. Ja, das danach ist dann halt, ob selber von mir Steine geflippt werden können. Das letzte in der Reihe ist zum Beispiel, wie viele angrenzende Steine der hat, weil ein Stein, der an den Rändern angrenzt und so, den kann man natürlich nicht so gut holen. Und am Ende ist halt, ob der direkt neben einer Ecke liegt. Wo ich halt auch relativ hart coded die am Anfang immer hingelegt hatte. Ja, cool. Scheint auf jeden Fall sehr gut funktioniert zu haben. Also die Calculate-Funktion hier ist auf jeden Fall gut. Ja, und am Anfang für die Ränder, da habe ich halt auch, ich würde behaupten, die perfekten Züge rausbekommen, damit ich das maximal höchste Ergebnis an den Rändern Ganz habe. oben, oder? Warte, ich guck nach. Es dürfte irgendwo weiter unten sein. Mal weiter unten. Also nur mal ganz kurz hier, um Oder? die Zeilen auch zu zeigen. Es sind über 1000 Zeilen Code für diese KI hier. Ungefähr bei Zeile 200 teste ich dann immer die Seiten. Zeile. Da habe ich auch 6 Funktionen Okay. für geschrieben. Wahnsinn. Okay, richtig. Ja, da bei 214. Ist Ja. sehr cool. Richtig, richtig cool. Also, Aber darf ich ganz kurz was sagen? Erstmal, du kannst Berechnungen auch bei einem Return durchführen. Du musst nicht jedes Mal in der Zeile davor eine Variable erstellen. Und in Zeile 548 sind die Klammern unnötig. Mehr wollte ich gar nicht sagen. warte kurz, ich kann hingehen. Entschuldigung. Welche? In Zeile Das kannst du aber bei dir 548. zeigen, weil ich habe bei mir ein bisschen Jo, das andere macht- Clients. Kann man ja trotzdem mal machen. Also, ich glaube, der Code ist trotzdem kürzer, als ich es geschrieben hätte. Aber gut, ich finde Ja. richtig, richtig beeindruckend, muss ich echt sagen. Und vor allem auch danke, dass du dich da so reingekniet hast. Oder danke auch an alle, dass ihr euch da so reingekniet habt. Möchtest du den Code freigeben, vielleicht im Forum oder sowas, dann können sich den noch andere angucken. Also wenn du Lust hast, natürlich nur. Cool. Ja, das würde ich machen. Und ich hatte halt auch Glück mit dem Zeitpunkt, weil da hatte ich gerade Osterferien, 2 Wochen. Da hatte ich schön viel Zeit, den ganzen Tag da dran zu sitzen. Wow, wie lange hast du daran gearbeitet? Wow. Keine Ahnung. Aber es ist richtig, So lang. richtig stark auf jeden Fall. Weiß ich nicht, vielleicht Also sehr, sehr beeindruckend, muss ich wirklich. 50 bis 100 Stunden Ähm, bestimmt. Ah, das ist echt Ja. cool. Cool.
Wobei ich auch noch sagen würde, den Teil in der Mitte, wo ich gerade das Rating, wo du das gerade gezeigt hattest, den kann man halt auch sehr viel das ist super gewesen, verbessern. also. Das war eigentlich nur Platzhalter mal für was Richtiges, aber habe ich dann zeitlich nicht mehr geschafft. Aber die wird schon benutzt, oder? Aber Ja. hat ja auch Sinn. Ja, das können wir jetzt noch machen. Sekunde. Hat gereicht, den ersten Platz. Ja, da bin ich jetzt auch gespannt. Ich Ja. glaube es ehrlich Mal gucken, gesagt ob's gegen nicht. mich Ich glaube, und das ist Cedric wirklich sehr, sehr optimal gewesen. Ja, könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ja, das stimmt auf jeden Fall. So, jetzt nach dem wie war das mit Turnier dem habe ich auch schön viele Spieler Manual die schon Player? analysieren können. Da gab es doch auch von dir so eine KI, mit der man das machen konnte, oder? Ja, dann haben Ich glaube, LS wir. geht Ich auch. bin in. Geh mal, ja, genau, das guck entweder in der README oder öffne kurz Terminal, dass ich dir sagen Ja, kann. LS Okay. geht auch. Mach mal LS. Oder dir, was weiß ich. Bis in Core Master rein. Ich kann in Ja, Core dann. Master meinst du wahrscheinlich was? Du bist ja Welche auch gerade brauchen wir? in Schützcore. Okay. Wie liegt das in Core und dann Das wahrscheinlich. Okay. Debuggern, ne? Wir brauchen in Tools. Tools? Debugger. Geht ja nur auf Debugger. Windows-System mehr als auf Windows. Xdebugger geht nur auf Willst Unix-Systemen. nicht X-Debugger Musst nehmen, der du hat doch ein gerade besseres noch- Design, oder? Was muss ich? Achso. Da hatte ich Glück. Genau. So. Okay. Unser Symbol Jetzt ist mache ich bis zum 0. nächsten Mal noch einen G-Debugger, dann können wir das Ganze grafisch haben. Wo möchtest du hinsetzen? Ach du Scheiße. Wo? Ja. Ja, können wir machen. Dann hauen wir raus. Wollen wir davor noch ganz kurz sagen, was wir machen wollen? Suchen. Fertig. Was? Wir können ja, okay, dann hau ich mal alles auf einmal raus, so. Mit Gewinn und allem. Jetzt lasse ich die große Bombe platzen, pass mal auf. Und zwar ist es so, dass, ihr habt ja vielleicht mitbekommen, so einige von euch, vielleicht so 5, 6 Leute, dass Cedric einen YouTube-Kanal hat. Wisst ihr das? Okay, wisst ihr. Und da fängt ja bald eine neue, was heißt bald, da fängt ja eine neue Reihe an. Wie heißt? Und die wird wie heißen, Cedric? Wallpaper designt bekommen. Nee, nicht wie die heißt. Du willst es noch nicht verraten. Okay. Okay, es gibt auf jeden Fall Vorschläge, wie sie heißt, und sie wird einen coolen Namen tragen, wenn Cedric denn in der Lage ist, das Thumbnail zu designen. Ja, nicht direkt, aber halt auf jeden Und Fall wird das auf jeden Fall wird es so eine Art viel erfahrt, weil Talkshow ich kann bin man der sagen, Meinung, oder? dass Ja. ich nicht als einziger wirklich Ahnung habe. Hier in der Community so eine KI Talkshow kann man zum schon Beispiel sagen. hätte ich niemals hinbekommen. Und da dachte ich mir, wieso nicht auch noch von das. Da Ja, wird ja, es dann hau auch raus. Interviews und so mit Leuten geben. Ich dachte, ich darf sagen. Okay, also eine Art Podcast. Danke, Perfect Turn. Das ist eine gute Erklärung. Und da wird es dann auch Interviews mit Leuten geben, mit Leuten, die halt Genau. was Cooles machen. Und auf jeden Fall wird dann nicht nur Cedric alleine dabei sein, sondern der wird auch Unterstützung von mir bekommen. Das heißt, wir machen das sozusagen zu zweit, worauf ich mich ziemlich freue auf jeden Fall. Und die Interviewgäste werden halt Leute Genau, sein, wenn du die auf jeden möchtest, Fall was also Blackie, Cooles dann gemacht würde haben. ich da ganz Ja, gerne probieren wir das. Deswegen bieten wir das ja auch falls gleich du mal Lust jemanden an, der was erklären Cooles kann. gemacht hat, oder? Dann würde ich gerne mitmachen. Ich glaube, du hast. Also es muss nicht immer sein, Bitte? so ziemlich allem sein, was du Lust hast. Aber ja, da du da auf jeden Fall eine extrem geile KI geschrieben hast, können wir ganz gerne Ja. darüber reden. Das, ja. Okay. Ja, Ja. genau. So war es gedacht. Auch, dass man Das wird auf jeden Fall ein irgendwie bisschen nebenher locker sein, was zum Gucken sozusagen. und nicht irgendwie, ja. So ein bisschen, als würden wir auf Teamspeak oder Discord chillen halt. Okay, gut.
Genau. Ich habe dafür Hintergrund-Content gemacht, aber den werdet ihr euch eh nicht angucken, weil ihr das im Hintergrund hören könnt und dafür irgendwas anderes nebenher machen könnt. Okay. Und für die, Ja, die cool. es interessiert, wenn ihr den Hintergrund-Content doch angucken wollt, Okay. da geht's ein bisschen um Kay. Alles klar. Okay. Ja, klar. Du bist ja perma dabei eigentlich. Und erste Folge wird mit mir sein. Also ich weiß nicht, Yay. ich würde dich gerne dann einfach im Ja, Forum kannst oder du sowas anschreiben, wenn du möchtest. Ja, aber nur und dann ich können in wir der da irgendwie ersten schauen, wann es dir passt am besten. An Blackie jetzt. Ja. Und dann, Folge. Wird cool. Genau. Wöchentlich kann ich nicht versprechen. Ich möchte natürlich auch immer noch sehr, sehr coole Gäste da haben, die alle wirklich auch was Cooles gemacht haben. Und ja, wann wir eben Zeit und auch so weiter haben, müssen wir natürlich auch irgendwie immer einen Termin vereinbaren. Das ist dann nicht ganz so einfach, glaube ich, immer. Und deswegen gibt es da keinen Zeitplan für die Serie. Die wird einfach immer kommen, wenn sie kommt. Sozusagen als dauerhaftes Special. Und Das stimmt tatsächlich. ja. Und weil die Frage in Discord kam, also die wussten natürlich noch nicht direkt, worum es geht, weil ich das Geld. natürlich nicht gespoilert habe, aber weil die Frage kam, nein, ich krieg kein Geld dafür. Jetzt müssen wir aufpassen. Aber er schon. Bald gar Ja. nicht mehr. Okay. Na gut, für die 2 Cent, die du mit YouTube Ja. verdienst, da sind die Überweisungskosten höher, also das natürlich. Alles klar. Okay, wollen wir dann... Alles klar, dann hauen wir raus. Wo würdest du hinsetzen? Gut, 5, 7? dann spielen wir. Also XY macht ihr, oder? Bist du sicher? Warte, welche Koordinate geht jetzt zuerst? Ja, 5, 7, oder? Also ich hätte woanders gesagt. Bitte? 5,7. Nee, ich habe nur gefragt, Nico, du ob hattest ihr doch noch was Y gesagt, oder? X macht. Ja, genau. Hm? Wo hättest du? Oder? Naja, wenn man sich Wo hättest du? als Koordinaten... War XY, oder? Eigentlich schon? Also, Was ist denn das für eine Frage? dann hätte ich 7,1 gesagt. Aha. Also ich glaube, Koordinatensysteme kriege ich noch hin zu implementieren. XY. 7,1? Ja, okay. Kann man ja nichts falsch machen, wenn wir den nur kopieren. Ja, würde ich auch sagen. Ach du Scheiße. Achso. Ach, das ist 7,1. Okay. Jetzt habe ich verwechselt. Okay. So, jetzt. Ah, 6,0, oder? Okay. Ja, und dann bleibt jetzt wahrscheinlich noch genau 7, oder? 0,1? 1,6. Ja. 1,6, oder? Oben 1,7. Das. Okay. 1,7. Was? 1,7. 1,7. Gut. Ich werde 0,5. Was? 0,0? 1,7. Und dann... Ach, 5,0. Mhm. Ja, 5,0. Ja, und jetzt 4,0, oder? 5,0. Okay. So. Ja. Hätte Ja, würde ich sagen. hätte ich nicht gemacht. Wo hat er gemacht? Dieser Oh, crappy Grafik. den schnappen wir uns, oder? 1,1? Aber das ist dann halt der Corner, ne? Dann kann er in Wen? dann, Warte. Ja doch, 1,1. den hätte ich da nicht recht. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid. Guck mal, wie gut ich bin. Jemand schreibt, was schreibt der? 6,6? Nee, das machen wir nicht. Meiner hat das vorgeschlagen. Meiner auch, Tim? 1,2, oder? Ach so. Ich Weißt du, wer das mit 6,6 vorgeschlagen hat? Tim. Tim, jetzt weiß ich, warum deine AI hätte so... ehrlich gesagt 2,0 nicht gemacht. gut ist. 0,2 gemacht. Ja, meiner ist Tim. Noch gar nichts. Ich möchte einfach nur die Kanten sichern.
0-2, warte, Jetzt was? setzt er nämlich dahin, dann machen Ja, was wir willst du damit 3-0. bewirken? 0-3, so. Den Sand aufbauen, okay. Und jetzt Mach können wir mal. nämlich den ersten schon einnehmen, hier zumindest mit nichts Falsches, 5-0, ne? 0-5. Könnt ihr So, mir und jetzt haben 0-3, dass der gerade genau. spielt? Okay. Weil der macht so ein paar Sachen, bei denen ich nicht weiß, warum. 0-5. Doch, Weil aber ja, es dass darf er das kleiner schon in die sein, Mitte setzt. Blackie. Da Wie meinst du? bin ich genau sicher, warum der das macht. Ja, jetzt würde ich sagen Achso, danke, das wäre nett. 7-3. Ja, können wir dir schicken. Mhm. Ja, klar, natürlich machen wir. Okay, 7. Wieso 7? Nicht 7-2? 7-3, oder? Warum 3? Gut, gut. Warum? 3. Aber dann kann er uns Ja, dann nehmen wir den. Dann Okay, dann können wir 7-3. wieder zurücknehmen, hast recht. 3, 1 weiter. Plus 1. Ja, ja, natürlich. Na, dann nehmen wir den gleich und wir setzen an die Ecke. Perfekt berechnet. Die verliere ich maximal 3-3. Also dass jeder 3 Steine auf Ja, der eben. Seite hat ohne die. Das ist nicht so problematisch. Und er hat's nicht mal gemacht. Aber wobei, das Jetzt würde ich 7-2, oder? Du willst 7-5. ja, ja. So. Okay, 7-2, jetzt sonst würde nimmt er uns ich, den nächsten. Ja. Jetzt können wir 7-5. Okay, also eigentlich hat The Blackie Ja, oder das hat die ist KI gut. vorhin nicht in die Mitte gesetzt. Ich glaube, diesmal ist wirklich irgendwas anders. Steuerung plus, glaube ich, oder? Alternative über das Rechtsklickmenü irgendwie. Ähm, Kannst du irgendwie ein War bisschen das- größer machen? Geht das? Properties hier, genau. Ja, das Aber reicht. Eben lief auch nicht alles ganz Reicht? glatt. Eben das Halbfinale Das war gegen tatsächlich, Tornado also war das ist seltsam, glaub so hat Schön, dass eigentlich alles so einfach geht. Da hat der ja auch die ganze linke Seite fast bekommen. Perfekt. Da weiß ich auch nicht genau, was da los war. Das muss ich alles auf jeden Fall nochmal überprüfen und fixen fürs nächste Mal. Okay. Okay. Gut, dann würde ich trotzdem sagen, wir schnappen 2-7, oder? Ich habe eine private Nachricht bekommen. Warte mal, mein Bildschirm ist gerade eingefroren. Okay, geht wieder. 2-7 willst du machen? Warte. Ja, okay. Da hast du aber überhaupt keine Übersicht mehr, oder? Übrigens, wer mit mir schon mal Pair-Programming gemacht hat, der weiß, dass ich jetzt Schriftgröße 38 benutze. Stopp, nicht 3-7, oder? Doch. Ja, ich schreibe nicht viele Zeilen, da geht das. Nicht viele One-Liner, Ich glaub, darum ich hab geht's ja. ziemliches- Kann das sein? Wieso nicht? Oh ja. Jetzt 5-7. Und jetzt In die Jetzt würde ich Ecke? sagen- Bist du sicher? oben in die Ecke. 0-0. Ja, okay, bestimmt. Was meinst du? Ja. 0-0. Ja. Ja gut, Darf ich das? der nimmt die dann halt, aber die Jetzt bringt ihm müssen nicht wir viel, aber- weil die Reihen, wo die Ecke Auswirkungen drauf hat, eigentlich schon fast zu sind. Muss ja aber. Ja. Nee, weil dann kann ich ja, Sonst wenn ich haben da wir jetzt ein auf 0,7 gehe, Cool. oder auf, Problem. Ja, das war jetzt halt nicht. Ja, die untere Reihe geholt. 7-0 auf jeden Fall. Was hat der jetzt gemacht? Ja, 1-6. Egal. Links in die Ecke. 1-6. Oder? Mach 1-6. Ja, 1-6. Ah, okay. Ja, dann trotzdem 6-6, oder? Ich hätte 6-6, bist du sicher? Ich hätte jetzt eher 4-6 oder 6-4 gesagt. Oder halt Mhm. 6-2 oder 6-3. Du sagst 6-4.
Ja gut. So direkt betrachtet würde uns das mehr geben, da hast du schon recht. Aber wenn wir kann aber einnehmen. 6-6 machen, dann kontrollieren wir halt da ein bisschen Das war mehr. ohne Probleme. Ein Zug Dann ist es, und als ob wir wieder da den weg. Rand hätten, sozusagen. Ich höre auf lieber. Also ich würde sage direkt 6-6 ein. machen. Sag du. Ja. Gut. Dann kommt jetzt, naja, 6-2, oder? Was kann er denn machen, wenn er wieder dran ist? Was nimmt er uns weg? Wenn mich So jetzt direkt kann er uns gar nichts wegnehmen, oder? Nicht. Ja, genau. Jetzt. Der nimmt uns einfach nichts weg. Oh, was war Ja, das? dann ist 6-2 das cleverste, was wir machen können. Achso, natürlich, klar, hier Dann oben. 6-3. Okay. Dann würde ich jetzt 6-4 trotzdem sagen. Der hat da oben genommen wieder. Ja, klar. So, jetzt würde ich Dann 6-6 halt sagen. jetzt 6-4. Ja, klar. Wir kriegen also immer einen mehr als er. Das passt schon. Haben, Und jetzt ja. Genau. 6-6? Ja, okay, dann kriegen wir, oben dann kriegen wir mit 2 und er 1. Das macht mit Sinn. 5 ein. Okay. Ja, eben. Ich würde mit 5 ein. Ich würde die Zeile 6 würde ich einfach mal in Ruhe lassen. Okay. Also ich find's ganz cool. Wo würdest du hin? Ich find's ganz cool auf jeden Fall 5-1. cooler, als wenn man jetzt nur sieht, was die Ja, ist KI nicht schlecht. gemacht hat. Da muss man so ein bisschen Sehr gut. mitdenken. Ist es eigentlich spannend für euch im Chat? Sag mal. Lieber sagt ja. 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 Aber dann nur beim Genau, Finale, genau. sonst dauert das alles viel zu lang. Ja, Aber es ist auch ein guter Kritikpunkt wir für jetzt das schon- zweite haben wir Battle jetzt of schon Fair eineinhalb Ice, dass wir Stunden. vielleicht ein Weiter, bisschen würde die ich sagen. Züge Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, muss man nicht so schnell durchmachen, zumindest beim Finale, sondern uns mal überlegen, okay, was würden wir jetzt machen? ja, das stimmt. Nur beim Finale, wir Ja, wollen nicht bis 2 hier hocken. ja 5-3. Ja. Oh Mann. Na gut. 5-3, Ja. oder? Macht echt Sinn. Dann, Das ist eigentlich sicher. Jetzt würde ich 3-1 und einfach so durchziehen. 3-4, oder? Der macht nicht mehr viel. jetzt würde ich tatsächlich, Jetzt 4-1, da muss ich nicht mehr viel sagen eigentlich. Würdest du jetzt was nehmen? 3-4 und du würdest nehmen, dann nimmst du 2, dann nimmt er hier zurück, dann nimmst du, sicher. oder wenn er hier okay, zurücknimmt, das geht. dann kannst du da nicht mehr zurücknehmen. Nee, das wäre kacke. Bleib passiv einfach, 3-2. Nee, jetzt macht's keinen. Ja, sicher. Wobei, doch, warte mal, wenn wir jetzt 3-4 gehen, Jetzt kannst du und er reingehen. dann auf 3. Nee, dann nee, können wir die den nimmt er, den macht immer noch keinen Sinn. Aber ich würde weiterziehen, 3-3. Nee. Weiterziehen auf, Okay. zieh einfach auf 3-3 weiter. Dann sind wir im nächsten Zug, nehmen wir ihn so oder so. 1 oder 2 Steine nehmen wir dann im Nur noch nächsten, 4-2. wenn du jetzt auf 3-3 gehst. Wenn er dann nämlich auf 3-4 spielt, nehmen wir 2. Wenn aufs, Muss man es jetzt ernsthaft genau, und jetzt nimmst du da die 2. Also jetzt kannst du 3-4 machen und hast Ja, die locker. 2 jetzt. Ja. Den Zug kriegst du hin. Ja, sehr schön, ne? Wir müssen sich ernst jetzt kommt der Log. aber wir können einfach mal gucken. Brother. 21:43, hier sieht's irgendwie schöner aus. Ha? Ja, aber, Du kannst auch einfach runter. ja. Ja, wir haben gewonnen. Sehr schön, ja. Wobei ich muss auch sagen, AI am Okay, Anfang der Annahmen programmiert, dass ich halt als Zweiter spiele. Ja, Also cool. ich auf weiß jeden nicht, ob Fall. das jetzt was ändert, weil ich habe es natürlich angepasst. Aber wie gesagt, Keine Ahnung. da war auch irgendwie was untypisch. Also du hast im Finale zum Du hast als Beispiel erster ja auch gewonnen. glaube ich nicht, dass das ja.
Aber auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ja, zum Beispiel im Halbfinale war auch schon Cool. ein Unreal Match. Dann würde ich Halb tatsächlich das Ganze wieder beenden, Alles wenn gut. hier Leute wieder um 4:30 oder 5:30 rauskommen. Alles gut. Ja, klar. Darf ich ganz kurz noch was sagen? Ich bin für Jo, heute raus, weil ich äh, wieder um Wer 6 jetzt oder noch sowas Bock raus- hat, ein bisschen mit mir und ein paar Leuten auf den Discord zu kommen, der kann das gerne machen. Cool. Also ich möchte mich nochmal bedanken bei euch, dass ihr so klasse mitgemacht habt und dass es einfach super das witzige Event war und ich hoffe, dass wir das nochmal machen und dass wieder viele Leute mitmachen. Ich habe mich auch ziemlich gefreut. Übrigens, ich habe ein bisschen dem Max Flips die Daumen gedrückt, weil das nämlich ein Kollege von mir ist. Der arbeitet auch im ÜBB. Und ja, ich hoffe, Sorry, dass wir das nochmal so machen. bei mir ist es tatsächlich abgestürzt. Warum auch immer. Huch? Hört ihr mich noch? Ja, ja, wir Ja, ich höre dich noch. Okay, sorry, bei mir ist abgestürzt gerade eben. Einfach das Plugin, keine Ahnung wieso. Verrückt. Okay, naja, aber jetzt bist du wieder da. Ja, ich wollte mich eigentlich noch bei allen bedanken, dass ihr dabei wart und ja, wirklich heftig und richtig, richtig gute KIs geschrieben habt. Ja, Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. Ja, kein Problem. Mal schauen, beim nächsten Mal ist vielleicht noch ein Kollege von mir dabei. Das hört sich spannend an. Das wäre toll. Cool, alles klar. Dann mache ich mir hier den Raum zu und wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau, und auch noch Ja. vielen, vielen